Hello and welcome everybody to consecutive streaming day number 766. How's it going out there? How was your afternoon with Mr. Remo Demo? I hope you had wonderful Easter holidays and now are ready to rock some Don't Rush Me Cup rules. In case you're wondering, we are on a little bit of a delay because it is not the only thing that we're casting here today. Also the DACH Inferno, and the DACH Inferno always has a little bit of a delay that we got to our hands here. It is another timer mode King of the Hill show match sponsored by Rulers. 50 bucks on the line and the title of the king. And I think if I judge this correctly, that's a lot of prestige on the line. Sheik wants to show the world finally that he can beat Neutron's raids, Neutron's attacks with the Orcish Horde. And I can tell you already that for the first map, Sheik has selected Undead. So I think that's pretty promising, I have to say. It is not Gladiator Cup. I have to change that one. Don't rush the king. The map picks and bans are already on the way. Players are picking, players are banning, and we got no updates on the map pool as far as I know. So we're kind of like halfway through. Neutron stays with Orc because, of course, he's the strongest with Orc. Why would he change anything? The big message was, I know how to beat your stuff. And then why would he switch anything? That'd be bonkers. So it's definitely Sheik who switches it up. And Frozen Marshlands, Fountain of Mana, there seem to be two bigger-ish maps deleted. Everything will, of course, be played on the War 3 Champion servers. I can tell you, by the way, that I got a news today by Fluxu, the god of the War 3 Champion servers and the Flow TV service, that they are actively working on a solution for our bugs that we have, and that they're onto something. So our reports helped. And this is a rather slow pick and ban phase, huh? We got the picks in already. I have to say again, I love the map pick and ban system. A ban, then instantly a pick. So there's not much room to dodge for the opponent. That is also the pick and ban system that we use. In DACH Inferno. So it's kind of connected here. Love to see that. Hopefully the games are finished, but with Undead, shall we expect a lot of Necro rushes maybe? Should we? I don't know. I'm not sure. So while the boys are picking and banning, we might go through the history. Hello. We may go through the history of this competition, because in case you don't know, it is Warcraft 3 1-on-1, 11-minute 30, no rush rules at all, so you can't cross the middle of the map. Don't rush me, cup. So you can expand, you can tech, you can build up for 11 minutes, creep, of course, and from there on out you fight. And these players that we got here were in the final of the big Don't Rush Me Cup. Sheik struggling a little bit against Seiso from the semifinal on, up until then undefeated, even against people like Lawliot. And Neutron only lost 2 maps in the entire competition, with 1 map versus Soin, which was quite a surprise. And also DICE, where we have to say more was possible from DICE and side with a couple of better items. And then the final was unfortunately a pretty one-sided affair. Afterwards, we all thought, oh, this competition might be over. It might just be sad. But no,
Rulers came up with the King of the Hill format. It was in the first episode of that King of the Hill. 3-0 against He Who Shall Not Be Talked About, and then a 3-1 versus Soin, who challenged Neutron again, with a loss on Ferber kills. That is interesting to me. With no changes, though, to the setups. Neutron with Orc, with the Tri-Hero, maybe some bats, maybe not. And we got a game name, I think. No, not yet, not yet, not yet. We take a look again how far the lads are in the map picks and bans. But yeah, those are undeniably the two best players in this mode, judging from, you know, what happened before. There's some chatter going on. Wonder what that means. Let me translate this for you. You're banning Shakes. Don't be ashamed to ban Juggernaut. I spent 2 hours there thinking about a creep route. Well, whatever. The center is killing me all the time. Yep, the Juggernaut is pretty crazy. It's pretty crazy. So yeah, Juggernaut is out. That is, or must be expected, right? When you see your opponent has undead, you're mostly expecting Necro Rushes, and Juggernaut is probably the best map for this. Oh, I see you don't see. There it is. The Juggernaut, that map that looks like a cross. 1, 2, 3, 4 bans. 2 picks are done. Is there any other indicator? Rulers will tell us everything about it once the map picks and bans are done. Oh, they continue chatting. Aren't you ashamed to take Silverpine? There's only one shredder. The bathhouse? What? The bathhouse? I can't chat. I would have loved to chat. Oh, sad. Ay. This is again such a loud launcher. There we go. The fuck are you chatting in that pick ban thing? One map is the bath house or toilet or something. Well, I got that. Check Discord group. Or go. Whatever. You do you. Oh, Yuri is having a big laugh. It was barn last. Well, really close translation then. Well, apparently it translates to ban last. Well. Stop ringing. I'm getting a co-caster in.
and hopefully this is all working out beautifully. We got 2 amazing players. We got an amazing game mode. We got best of 5 to our hands. Plus we got DACH Inferno later. So I think this evening we are in for an absolute treat here. If you guys want to reward us for that, feel free. Prime subs are very much beloved here. If you have that lying around, send them, send them, send them. And of course, downloading OperaGX is beautiful as well. I think Rulers is already talking to me, but I can't hear him. But that might be down to me. No. Hello. Ah, there it is, Mr. Rulers. How you doing? Yeah, I didn't want to interrupt you, of course. So yeah, I'm doing great. As we have 2 great players in a great game mode, with a great plot twist as Sheik is picking Undead. It was like the little background that we have here. I invited the guy whose name is not to be said, and I invited as a human, and I invited Soin as an orc because I thought he might be the best orc. As he took a map of Neutron. And then Sheik direct messaged me and asked, so what about me? Why don't I get invited? And I told him, yeah, I'm not the biggest fan of your laming strategies too much. And then he said, yeah, I have an idea with another race. And then I said, okay, that sounds interesting. And he said, yeah, I think I know how to beat Neutron's strategy with Undead. So I'm very curious about this. Like, if Sheik says that, then I think that's serious business. Yeah, he's usually not a loudmouth, right? He's pretty realistic in what he says. Of course, a rather calm person, at least from what we know from the one-on-one scene. But he's not like a fortitude bragger or whatever. So he's onto something, apparently. And we've seen some different approaches before. Like, he played, of course, the strategy that we expect kind of is Necro Wagons. And then we'll see if that fits the maps or not. But he also, in the final, tried to actually fight with, like, mass air. So maybe he fine-tuned that. Yeah, and interesting enough, the map where he played Mass Air was the first map that he banned. So, yeah, Found of Manipulation, if you remember. It's a quite big 4-player map with spread out expansions all over the map. So pretty much exactly what bats like to have. And this time we see, interesting enough, a DK first, but without a super fast tech. So, yeah, I'm not sure what to expect from this now. Sheik is a madman. Sheik will tell us. It would be quite funny if Neutron just does the exact same thing as before and it still works without any success on Sheik's side. But yeah, we believe. Yeah, I mean, if he said that he practiced Juggernaut for like 2 hours, I think Sheik is prepared for this now. Do you think that's mind games? Because, I mean, if you signal your opponent that you do Undead, then Juggernaut is the best for Necro Wagons, right? So why wouldn't Neutron ban Juggernaut? Yeah, I thought the same, but on the other hand, Juggernaut is the best. Like, Orc has the easiest creep of the middle Juggernaut, and this is like plus 1250 gold, Crown of Kings. And yeah, he also destroyed Sheik last time on Juggernaut, if you remember. Yep. So yeah, I think Sheik expected that Neutron is not going to ban this map, as it worked out well for him. But Neutron also banned Greenville Woods, which is also kind of interesting. It's one of the best bat lane maps. So maybe also Neutron is not just going to go for this bat lane, as he sees that Sheik prepared a little bit with Undead, and yeah, maybe he realizes that Sheik might be ready for bats, so he's going for something else. And yeah, you never know in this mode. There's limited scouting that you can get off the lab. And yeah, always mixing in some different strategies might be the key to success. Yeah, not only strategies, but I wouldn't be surprised if Sheik plays multiple races throughout this match. Maybe Undead is just a ruse to fake a little bit and then switch to something else, because Neutron is now banning and picking based on the fact that Sheik picked Undead. Yeah, I think so too. And I think that actually the strongest race in this mode is human. This is my opinion as a human player. Sorry to cut you off, but that nobody in the history of Warcraft has said that about his main race.
There you go. That's some cruel honesty. But yeah, I mean, Human has pretty much all the answers to every lane, and Human can lane themselves, so that's already good in this mode. So they are kind of a proactive race, as Neytpoh, on the other hand, is a very reactive race. They always have to adjust based on what the opponent does. And Human has a lot of the easiest solution against like bad lane. They have the best towers against it, cheapest towers. They have heavy armor. They have Dragon Hawks if they want. They have Gyros if they want. Everything trades perfectly against bats and don't feed XP. So yeah, I think Human. We just didn't see a good Human player in this mode yet. Is my honest opinion. Unfortunately, Sok didn't play Human. He went Orc. And the other human players that we saw were Starbuck against Dice, but yeah, it was not refined enough. The strategy of Starbuck, like he didn't have enough practice. He tried out in the deciding game 3. He tried out Rifleman, and yeah, so it was a little bit of trial and error for him still in this later stage of the tournament, and he figured out no, Rifleman don't work in this mode. But yeah, I think if Starbuck would play this a little bit more, he would be great with Human. Todd would be great with Human. He already showcased that he is. Even Seisu can do great with Human, but I'm just not sure about Sheik. I saw him play all the races in this mode, except for Human. But yeah, maybe he prepared something. Now you talk and talk and talk, but you forgot about the quarterfinalist of the Back to Warcraft Don't Rush Me Cup, yourself, who did a hell of a job in the weekly cup last Sunday. Yeah, that's also a little bit of of an interesting story. Like, I didn't prepare at all. Like, I only prepared the first map and the second one because I thought, okay, that's the furthest that I can get for sure. So yeah, I prepared those 2 maps with a build order, and then it turned out that I reached the quarterfinals, and then there was Silverpine Forest with a lot of macro mistakes against Neutron, and it was really, really close. Like, I know exactly what I could do better next time, and yeah, a little bit unfortunate, but yeah, that's also made me believe that Human is strong. And we see now Pit Lord in the first engagement. Ooh, is this around here even? Ooh, they're so bad. It's meant to be Don't Rush Me Cup, but they're fighting before the timer. That might be the first, but Sheik is able to get out of harm's way. And when we cast this, it's of course a lot about Blade Master in like fights later on. And we have to talk about Neutron's item luck again. Oh, surrounds! Triple claw, yep. Popping out. This is not what this game mode is supposed to be. Stop this. Yeah, this is now super stressful. Like, if you have to fight in this mode while macroing up all these expansions and main base, this is, yeah, look at the bank, 2.8k for Sheik. I think this is totally throwing you off your game plan that you have so well in your mind. Because suddenly there's another variable. Oh. And we have a deny. I think this might be the first. Ooh, the first last hit steal in Don't Rush Me history. Plus, of course, Dice with the Invis potion against Neutron in the semi-final, but that is on another level, I guess. But yeah, Sheik steals the level 7 Mer-Girl, Murloc, Mer something. And Devotion Aura, really, really good. And it is Necro Wagons again. And we see by Neutron there's no bad lane, there's only one bestiary. We see double totem, double spirit lodge. So the question is, does Sheik know about it? And I don't see anything on the labs, so it doesn't seem like he scouted it. He was creeping there. I don't know if he scanned. You're usually looking out for the scans, so I trust you, but it was a bit early, I think, also. Yeah, I think so. Like 3 minutes left is usually a good timing to scout what's coming. But yeah, I think Sheik is just so in the zone now and trying to execute his strategy that he prepared now perfectly. That he didn't scout. But on the other hand, it doesn't matter too much as long as you don't invest too much into static defense like towers. Like if you would now go for 3 cigarettes bottom right and a lot of spirit towers, this would be bad if there are no bets.
But he doesn't. And Necro Wagons is a perfectly fine solution, I think, against this caster-heavy army. And I also really love the Boneyard. He has a Boneyard, and this is exactly what you need against something where there is only one bestiary, not a lot of headhunters, and a lot of casters in Tauren. Hell yeah. And a Pit Lord is of course there as well. Frenzy Pit Lord, looking forward to that. I think Sheik also wanted to, or Sheik, sorry, wanted to throw Neutron off a little bit. The temple position is really cool at the expo. Not in the main, so made everything a little harder to scout. But I hope that totally right. was... This could still be Destroyer Worm, for example. Yep. But I don't know if this is like the revolution that Sheik was promising us. I hope it's more than that. Yeah, I mean, a lot of the revolution comes with how do you maneuver your Necro Wagons. Like Lucy also played Necro Wagons, and it worked well. I mean, he killed the main base of Neutron, but he wasn't prepared for the harassment and for the base race. DV had a very nice approach. Like TPing back, but leave the wagons behind, have triple staff on your heroes, so in case there's a counter TP, you can staff back your heroes and all of these little things. But yeah, let's see. Timer is over, and hero levels we have 4-3-2 against 4-2-2, but Blade close to 5, Shadow close to 3. So yeah, looks kind of even on the hero levels, and we also see even ghouls pulled. Ooh, interesting. And a fat Pit Lord with belt and lots of attack speed. Oh, careful with the Necros. Oh, they're getting flanked. Nice defense so far. The wagon also mispositioned. Let's see who does better here. We got Perch on the Unholy Frenzy Worm all of a sudden. Dispel on the casters. Big time. Heal wards in the bag. 88 supply okay, but this is all getting healed. Or is it against the Disease Cloud? Super interesting fight. Yeah, Hex on the Worm, so there is no more slow anymore. There is no Destroyer, so you can't even dispel, so very smart move here to Hex the Worm. Oh, he has one of negation. He could. Oh, nice. There we go. And it's 71 for Neutron, 84 second, third Worm even. Unholy Frenzy on the Frost Worm. Oh, this is not good for Neutron. We got Coil. Mirror Image. He gets the real one soon. Is he not? There it is. Gets the kill. And Sheik, with one of the best games that he has had against Neutron so far, coming in with Cripple and the Worm. Good luck running from that. Oh, Sheik. That's looking good. Damn. Yeah, I think there's no more chance. 95 supply now again. Nice restocking. Yeah, just only relentless. Shadowhunter left. Exactly. Shadowhunter left is not the hero you want to be carried by. Everything is also hurt. The Disease Cloud does the job. Another Town Portal used to an expo, so the base stays open. He did leave the wagons behind, similar as you suggested, and was only hunting with hero statues and worms. But yeah, everything is trapped now, and Sheik takes map number 1. What a surprise, what a surprise. And yeah, Neutron. That's the first time that he is facing a 0-1 now. Interesting. And that's gonna be really cool. Furborg Hills is the next map. Gonna host it, same game name. How did the map play into Necro Wagons? Was it like a very good Necro Wagon map or like medium? Is that... Yeah, I think it's a perfect Necro Wagon map because you saw these rushing distances are super small. Yeah. I think this is the closest spawns that you can get in this mode. So definitely recommended to play Necro Wagons here. And he only played 2 expansions, so if there were bats, it's easier to defend. But I'm not sure, like, if this middle engagement, if this threw Neutron's build a little bit apart, because he only had 2 expansions himself, and oftentimes we see that orcs in general in this mode go for 3 to 4 expansions. But yeah, he was very busy here, losing 1 minute where he couldn't creep. So yeah, no more gold mines were grabbed at this point. And yeah, 2 expansions. Both were 90 supply though. I think the Boneyard was just a great move to play. And also Sheik didn't invest anything into static defense. So he had this real big death ball that's kind of vulnerable to laming strategies or run-bys. Did he not build the worms before?
What do you mean? Did he not build the frost worms Last time? before? Yeah. No, I don't think against Neutron. No. Huh. It's been a long time. I struggle to remember, but yeah. Also, having the wand ready against the hex, absolutely expected that. Really cool. It's not the biggest investment, but a super important one, especially when you only have one worm. With two, it's like, yeah, okay. But I think you push when the second worm is coming and transiting. Yeah, very nice timing. Also, the hero levels were surprisingly high for Sheik. I mean, you have to keep up with an Orc Blade Master Headhunter creeping if you only have like a DK and a Pit Lord pretty much. Yes. So this was super strong creep route. So yeah, and also I talked to Neutron last time after the game with Soin. If he practiced since the Don't Rush Me Cup win, and he said, no, I think I'm fine. Like there is no one really that can play up to my skills. So yeah, maybe this might bite him, as Sheik looks very, very prepared. I guess so. Okay, but we know Yuri. If he's getting beaten today, he will put in like 100 hours to fix this. Could be a very, very cool rivalry in this mode. Yeah, I think it already is. True. So far, Sheik not able to keep up with Neutron, but maybe today this will change. Stays with Orc, no adjustments. Also, Sheik staying with Undead. No race switching here as we go on to Furberg Hills. Yep, Sheik will rejoin and then we are go. Let me check the overlay real quick. Yep, it's fine. No smile, no emojis by Neutron, no smiley, no chatter, nothing. Just focus. Also kind of rare. Yeah. Like, I'm not sure about his nervousness level. True. Go. For Don't Rush Me Cup, he said he was very, very nervous before the games, even for the group stage. And then I think he might have come a little bit overconfident. And now, facing the 0-1, who knows? Interesting. We got the first sub of the day. Thank you very much, MonkeyBomb21. I needed to resub or I would fall into advertisements of endless gambling, which I cannot afford. Anyway, did anyone mention you can use the Amazon Prime subscription to go ad-free with your favorite streamers? Thank you so much. You also get the emotes. You can rewind. You can pause. You can do anything. Thank you, MonkeyBomb. Much love. Interesting altar positioning of Neutron. This is usually more like an FFA altar position, because obviously you want your altar as close to the creep camps usually to save some seconds. But in FFA, you usually want your altar to be the safest building because because it shouldn't be sniped. And Sheik, yeah, he seemed to be very eager to beat this bad lane strategy. Like in the preparation for Don't Rush Me Cup, he was also playing Night Elf off race, just for the challenge of somehow being able to beat a bad lane of like Seiso or Neutron. And yeah, he said he was just doing it for the sake of being able to say that he was able to beat the bad lane with Elf, because it seemed kind of impossible. And yeah, after Don't Rush Me Cup, he said, maybe I shouldn't have wasted so much time and so many hours off racing for some dumb challenges. So yeah, there we go. Now he is back to Undead. And yeah, maybe he will stick with Undead now for this mode, which would be really cool, because there was no good Undead except for DV. Looking at the production tab, immediately DV comes up in my mind, because he was inventing the Crypt Lord against Orc. The disrespect to Lucifer, by the way. Mamma mia, rulers. But yeah, I definitely agree. I mean, Fiends weren't the best against the bad lane, it seems. Yeah, that's right. But he kicked a couple of Night Elves with his Garg, so that was something. Yeah, that's very true. And what I wanted to say is, like, all modern games have like achievements, and especially in MMOs, you can grind 200 hours for
one meaningless achievement. In Warcraft 3, we don't have that, but Sheik is creating his own achievement in this game mode, which is awesome. Yeah, I thought about this too. This was one of the first games I saw in this mode. It was DV versus Ice Orc, this game 3, which was mental. What a cool combination that was by Ice Orc with Crypt Lord. So impactful if your opponent goes ground. It's just kind of worrying if your opponent goes air. Yeah, totally. The Crypt Lord, though, with the Beetles, has nice utility to have zero supply harassment tools. And yeah, if the Orc is not fortifying their expansions, which you usually don't have the resources if you go for a lot of bases, which you go for if you go mass air, yeah, then these 3 summons, and it's 6 summons with, yeah, normal attack type, so very good against PMs. And they cannot even burrow, so this is amazing harassment tool. You don't have to be across the map with units, with heroes. You can just go with the Beetles. So that's very nice. And also against the Blade Master, the Impale is very, very good. Hero focus. So everything has to be built around the Blade Master pretty much if you think about strategies. Yeah. Blade Master and Bats, you need to be ready for these two. Yeah, that will be a bit tricky down the road, but we'll see. I was able to do something similar on map 1. So let's see where it takes us. Thank you, Buttcrumbs, for the gift sub to Weiter Forster retten. Gift sub number 3254. Casual amateur numbers. That's crazy. And yeah, we have a classic build up by expanding in front of your base on both sides. Neutron again abusing the fact that the creeps are still asleep. Yeah, also Sheik does, by the way, bottom right. He only needed 1 Acolyte to move there to be able to build a Necropolis and a gold mine. So this is now also 3 expansions, so already way different than the first game, especially for Sheik. Look at this, he's still tier 1 now, only starting the tech. And we see even 1 ghoul creeping. That is... so yeah, this is now 3 expansions before tech. How crazy is that? Yeah, it's not something we see every day. What specifically is this supposed to counter then? Is it like mass static defense maybe? Yeah, I'm very curious. Like, clearly Sheik thought about this now, as he promised me. And this is already great. So late tech. Okay, so let's talk about this. 3 expansions is of course the best that you can do. Get as many expansions out as possible in this mode, because there is nothing that can harass you and disturb you. The only downside is, look at the hero, it's already level 3 now on the Crypt Lord, and tier 2 was just starting. So it might be the case that your first hero gets to level 5 really quick, and then you don't have a lot of good creeping tools, because you always creep with very low units. As I said, only 1 ghoul was taken for creeping here. And if you also have to pull away your first hero, level 5, then it's getting very hard to creep fast and the camps that you want to creep later on. So yeah, I'm interested how he's gonna build his heroes now. I assume a Tavern hero second to make up for this later tech would be a natural decision, and Pit Lord was already looking good. I wonder if the Pit Lord doesn't need any healing. Like, if you go Crypt Lord, it's the same thing in one-on-one. If you go Crypt Lord, you miss out on either Lich or Dreadlord or DK, but I don't think you can miss out on a DK just because of the aura alone. So this choice will be interesting, but I see already it is a lot of ziggurats coming up for Sheik. Oh yeah, and look at Newton's main Holy base, the shit. mind games. The mind games. Oh, he's not going air. No history. Okay, so he Ooh. expected Sheik to prepare for air, and he's trying to counter manipulate him. Exactly, like Neutron played every single Orc vs Undead with mass bets so far. There was not a single, not even against Lucifer, where he should be confident to go ground even. He didn't do so, but now against Sheik, the second game no bets after losing the first one. I mean, these are like balls of steel, I would even call it. And Sheik now overreacting, I would say. Like, this is exactly what I said the last game.
Sheik always needs to scout because the counter to bats is not the same as the counter to casters. True. Yeah, this of course goes also that both players know each other. The fact that Neutron is able to read him this well speaks volumes. Like, hey, you're not fooling me. I mean, you're trying to taunt me that you have the solution to bats. You're trying to taunt me again in the beginning of the game that the bats are now allowed. If you really want it that way, I'm not gonna give it to you. Exactly. We also see the Pit Lord second now. As suggested, it makes sense because you have your Crypt Lord already very high level. We see a reveal by Neutron in the main base of Sheik. Can't scout too much yet though. We see Temple and Slaughterhouse only so far. And now we even see more Necropolis coming up for Sheik. This is just building HP against the base race. So yeah, very nice was he prepared. And we don't see a counter reveal, I think, still. But yeah, I think 1 minute left, or 1 minute 30 should be the latest. Yeah, okay, now we see. Never mind. Sheik is scouting. He sees only one Beastry, double Torrent Totem, double Spirit Lodge. Perfect scout now. He knows that he doesn't need to upgrade the Spirit Towers. Okay, he still has a lot of wasted gold. But he had 3 expansions before tech, so this should be still manageable. I think so too. I was about to say, is it even this bad for Sheik? Because, yeah, as you just said, he didn't upgrade the towers. That saved him a bit. And his heroes are amazing versus ground. Like Impale and Cleave and Howl on top. Yes. This Pit Lord also absolute beast already with 2 claws and Vamp Aura, which is super nice. And for once, Neutron's heroes aren't that pinned. Yeah, and she can creep the red camp here with only Crypt Lord and Pit Lord. So he really doesn't need any units. Now the statue comes with, which is even make it easier to creep. And What? Third hero, not yet reduced. Triple Boneyard. Yes, but this perfect reveal now by Neutron. So Neutron again revealed everything. Even quadruple Boneyard. Yeah, what the hell? I think this is exactly DV's build, maybe? Like DV also went for the Boneyard Mass Worms against Iceorg in the last game. Like against Iceorg, DV against Iceorg, first game Iceorg played bad lane, won. Second game Iceorg played bad lane, lost. And then third game Iceorg played ground and DV anticipated it and went for mass air. So this is now a pretty much same situation, right? Yeah. We have now mass ground against mass boneyards, mass worms. This is looking great again for Sheik. I agree. There was a little interesting situation with the third hero. Like, it's pretty late. And then he queued a Dreadlord first for like a couple of seconds and then switched it. Oh yeah, I might need some healing there as well. I might need Unholy Aura, and now DK it is. Oh, and look at Sheik's bank, 5k gold. Crazy, right? And he has so many production buildings with the super expensive worms. Wow, and I think Neutron again prepared for the all-in for the 100 supply Necro Wagon push, because he's only on 2 bases, only getting up the third, or 2 expansions, only getting up the third now. And Sheik, for the longest time on 3 expansions, now even on 4, he can expand freely as he knows that there is no bad lane coming. And Neutron is now forced to go into Wyvern as he's not gonna be able to match the amount of Frostworm HP with bats. Yeah, not at all. I mean, we have 2 armor upgrades already. That helps a lot. 2 attack upgrades as well. Might snipe some with Cripple. We got a Scepter of Avarice, I think, to sell a unit. And a Reju creep on the side of Sheik. So yeah, Neutron, this will not be easy. Yeah, Neutron has now the initiative in attacking first, but the worm's already spawning now, so this is gonna be an easy hold. Yes, he might lose these 5 acolytes, but he is so well in the economy. Yeah, and Neutron isn't even committing his army. It's just poking a little bit. Show me what you got. Show me your cards. Yeah, I think he needs to see what he has, and also now sees the hero Crypt Lord. So yeah, he needs to transition into mass air ASAP. He has double Torrent now out.
So this is again a lot of supply that's not countering Frost Worms. Yeah, he's going Wyvern with Spirit Link and Bloodlust. They're insanely strong. Working on the poison, working on attack upgrades. I think that is the correct answer in this game mode. Mass Wyvern. Unfortunately, Yeah, look at the supply. We will see a huge 100 versus 100 fight now. Yeah, I was about to say, like, unfortunately, there's Gargs coming for Sheik. I wonder how many. I think it's only 3. This might not be enough. Yeah, but the worms, like if the worms are outnumbering the wyvern. Yeah, that's not a good sign, is it? Blade Master had a bit of a better inventory now with Crown of Kings. Flute is, of course, nice. It's also an Expo that wasn't dropped. And man, this Pit Lord is material for sweet dreams. Yes, and Sheik is in the middle left, so he could even creep the DK to 3, I think, if he just pulls away the Crypt Lord and Pit Lord. As with the Frost Worms, this is such an easy creeping. He doesn't pull away the Crypt Lord, unfortunately. Ooh, but Scroll of Restoration is great here again. Oh, that's wow, crazy. Scroll of Restoration on Necros and everything. Oh, damn. Okay. Frenzy Worms against Bloodlusted Wyvern. That is the game, everybody. Level 5 Blade Master, of course. So many scrolls. Love to see it. Again, we have the Wand of Negation on Sheik. Yeah, Not double forgetting mana about that. Invo Potion. Wow, this is how you play this mode, I think, against Orc now. And he's still got 2,300 gold in the bank. Yeah, like even if he loses this fight, he has a lot of income. It's 25 against 23 worker supply, so yeah, it's kind of even army supply, but the Orin, I don't think that Neutron does want them now. The bats got intercepted. That was a bit unfortunate. Worm getting nuked as well. It is 101 supply, lol, because of the Rune of Rebirth. Now watch the Pit Lord. That one seems to be the carry on the ground. But what about the Was a Worm? nice Blade Master disable. Oh, she has a Wyvern as well. With the Scepter. Yeah, Scepter of Mastery taking over Wyvern. Would be better to have taken over the Colo Beast. Minus 25% penalty, plus 25 for your DK. Oh, Scroll of Restoration is big now. Still very even supply. Shadowhunter though. Shadowhunter falls, but she needs to TP out as well. Nice hold by Neutron, I would say, but very even fight. Yeah, I think if this fight goes like 5 seconds longer, Neutron's dead. Look, I mean, look at all the units. They're just barely existing. Sheik is looking okay, but he didn't want to risk anything. There was an insane Invo Potion dodge by the DK against the Stomp. That was beautiful. Yeah, presence of mind by Sheik. He sent the Ghouls into the worker line. Yeah, Ghouls are and beetles. they are now moving True. right. So they again force a reaction now from Neutron. He has burrows, that's good. But he's parking the Ghouls here, very nice. So for the next engagement, when Neutron is not looking, when Neutron is only focusing on the fight, he's gonna send these Ghouls into the next expansion. Man, what a series already. Good for us also that Neutron is holding, and that it's not just another wipe with one push. Yeah, this is always the best case scenario in timer mode. Someone attacks and the other guy holds, and then we have an open game. Yes, exactly. But yes, still one base down for Neutron. And we see it in the gold count. Oh yeah, I can put the thingies up again. Still 102 supply for Sheik. How did he get back to to over 100 now? Was there another Rune of Rebirth? Because he has another Shaman. Okay, yeah, true. Then there might be 3 or 4 on this map. This Shaman has Rejuve? Yes. Yeah. And Fairy Fire, what is it? I'm not sure. I don't think so. I think it's the little one. I don't know if you play one-on-one, but it should be the one from Springtime. Little level 3 or 4. So it's just Rejuve. And he needs to pull away the Crypt Lord now for huge XP, but still level 5 Crypt Lord now. Oh, this look at the inventory! That's crazy! What the heck? He is... Wait, where is he? Where's the big boy? There you are. Plus 27, plus 39! What? And Frenzy! And Evasion!
Lifesteal? He got it all. Oh shit. And yeah, Neutron is now switching back to bats. Oh, a little bit early with the ghouls here on the right hand side, so should have waited a little bit longer until the engagement starts, but Neutron wanted to go and creep the right hand side and now is out of position. This is gonna cost him an expansion for sure. Yeah, natural will fall. Do the spikes work if the building is frozen? Let's see, I think so, yeah. I think so too. Okay, big fight. Splits the air. Yeah, the army is good. Blade Master also decently equipped. I don't think these And bats on do the anything, flip Rulas. Yeah, I'm not too sure either. There are a lot of scrolls. Oh, but now it's a little bit clumped up, but bats are already gone now. The Blade Master and the Wyvern are going to be the big damage dealers, so nice disable, of course, with the Hull of Terror on the glass cannon units. But there's more single destroyer. Interesting. Nice coils by Sheik as well. That Pit Lord is doing like 1,000 damage per 2 seconds. Man, he started with 13,000. Now he's at 18,000. What? This is Okay. ridiculous. 19,000, 20,000. This is crazy. Yeah, I don't think you can play ground against this Pit Lord. It's so close in supply still. Yeah, the Impale is also very good for the hero focus. And now Bladestorm, first Bladestorm of the series. TC! Oh, nice save here, hexing the Pit Lord again. That And now it's redo. hero versus hero. This is good for Orc, I think. Let's see, man. Let's see. We rarely see this hero composition, but again, he wants to pay attention to the DK. Doesn't want to lose that DK at all cost. Yeah, Wow, this and was look at the bank. 3K. That's crazy. Oh, Seppa action. Wow! Kaboom! Oh, I love how he detonates it so that the peons can't repair and they also die. Wow. Yeah, now he knows he doesn't have enough damage for the Kratos, so he sends in this beetle, I think. Yep, and as soon as Neutron wants to repair, he's gonna blow it up. Oh, that's awesome. Wow. Yeah. Okay. Now I understand what Sheik meant. He is so ready for this. This is awesome. And oh no, not the shredder. Gotta detonate now. Everything will blow up. Oh damn. It needs some reinforcement still, but Yeah, but there you see the value of the Crypt Lord. Like, this is one Carrion Beetle hiring 3 Zappers yep. and still being annoying. And yeah, Neutron needs to do something, and he is doing nice damage now to this expansion. And yeah, high-level Orc heroes have saved a lot of games, but Sheik is already on his way on the left-hand side. 92 supply, everything is back online. Yeah, I think he's gonna close it out here. It's also not Critical Strike 3, so hero focus might not be as strong as he needs it to be. Base is basically exposed. We have a town portal, but then everything is clumped up again. Bladestorm is ready. He might go for the base and then portal. I don't think that Sheik is forced to TP because there is no siege damage for Neutron, and Sheik knows that, yeah, Neutron has to match his 95 supply. Like, there is not any case that Neutron has more than this. So, Well, yeah, and I he's already in mean, his main base. it So why depends would on- he go opposite side of the map if he Yeah. is already in Neutron's main base? That's a great decision to stay here, taking out the bestiaries. You can make an argument that the Blade Master is realistically more than 5 supply, but we leave that to Demon Hunter Yeah, discussion. based on Neutron now on the Necropolis, so Neutron is forced to TP out, or TP in, how you want to call it. Shadowhunter only 50% mana, has a mana potion. But yeah, there are no bestiaries left, and there is only air units. Yeah, and it's 3 bats against 2 heal scrolls. That's not great, man. Let's see if the Pit Lord can do a lot again. Hello, Impale. We also come in with Howl, but that got disjointed. Trying to take out the Gargs. It's Bloodlusted Bats. We go for the DK, the only target that Neutron can find. This is so much damage! Like, this Impale with Cleave is such a nice combination. It's massive, man. This Pit Lord is crazy. 25,000 damage now.
And now Pitot gets into caster range soon. 26. I'm Good just for calling the- the numbers, man. That's all I'm doing here. Look at this! Locust Swarm. Nice! Locust Swarm. 30,000 damage. Can he save that worm? It would be massive. Yeah. 7 supply saved, and this Pit Lord will never ever die. The Crypt Lord will never ever die. Neutron is in deep trouble this series. Wow, who would have thought not a single destroyer against triple orc mastercasters that this could be the solution? It doesn't matter if you have a Pit Lord like this. So the thing is, like, yeah, Neutron took out 2 bases, right? But look at Sheik's gold, 3,200. He's totally fine with that. He's rebuilding, that's fine. And then, like, you can't win a hero arena, I think, against these 3 undead heroes. And we will have Doom in a bit. We got Coil level 3. We get constantly new ones of negations. It's checkmate, it seems like. No bestiaries even, and great game by Sheik. This is so nice to see this new version of Sheik, where he's not trying to lame or to base race, but just to be the better straight up fighter. Yeah. Goddamn, is it annoying when the game pauses, by the way, on this locust swarm? The fly sound. I don't know if it's my room or the game. But yeah, we got Doom now, everybody. And Neutron, I mean, everything dies. Yeah, that's what DV said. DV said, well, Undead is fine against Orc if only his micro was a little bit better. So Sheik is now, I think, yeah, channeling the strats of DV, the mind of DV with his own mind and his micro, and this is the result here. Yeah, this looked incredibly good, but we also have to say Neutron is probably better than Ice Orc in this mode, so it wasn't guaranteed that it works against a player like Neutron when it worked against Ice Orc. But yeah, this is beautiful, man, and we'll see how quick Neutron is thinking on his feet, and will he finally blast out the bats in a game 3? I think he almost has to, and I think Sheik now 100% also knows and will prepare for it. Yeah. Because it's just, yeah, everything is on the line for Neutron. He's the king of the hill for 3 games in a row, and he knows that if he loses now, there is no more prize money for him. Yeah, he'll never be invited again. I know, that's it. But yeah, I mean, Sheik is pretty much his biggest opponent, so if he would have beaten Sheik, it's tough to find an opponent that could beat Neutron. Could have asked Dice, of course, as he did so great in the semi-final. But yeah, we were running out of opponents, that's for sure. Now 2-0 for Sheik, though. No king reigns forever, is what they say. Looking at this mode, it looked different. But man, Sheik is a monster today. Absolutely. Different strategies, and both worked out so well so far. And next map is gonna be Monsoon, and Monsoon is not a bad lane map. Not a bad lane map or not a bad lane map? It's not good question. It's not a good bet lane map. Oh damn. Yeah, Neutron is in trouble. Do we call him after the game as well? As we do after his wins? Sure. Okay. Question is only whether we call him together with Sheik or himself. I mean, maybe Sheik is gonna. Let's not call it. Yeah, exactly. I watched the Age of Empires final yesterday, and I watched way too many Happy series as well to not jinx people previous to like the final map and the end of the final map. Okay, off we go. Monsoon. Sheik with 3 match points, but Neutron, pretty brilliant mind for this game mode. Sheik is inviting him to a Bad Rider game. So far, the invitation was declined, and then Sheik brings more and more and more weapons. The question is, what's gonna be Sheik's first hero weapon now?
And will it be the Crypt Lord again? Will it be the DK again? What's the styles and what are the answers of Neutron? Yeah, and the reason why this is not a good bet lane map is if you take a look at Sheik's expansions, they are very close to his main base, so it's not very hard to defend. It's not like they are spread out on the map where it's hard to reach and to come up with the correct amount of counters. But yeah, 2 expansions very close together, and we saw first game 2 expansions can be enough for Sheik to pull off the victory. Man, prior to this match, I looked at my schedule for today and like, okay, Sheik says he's prepared. Will we finish this before 1945? I was about to write you a message like, this will finish prior to 1945, right? But I did not expect to have match points at 6 p.m. Yeah, exactly. It's just has been quite dominant, but not the way I expected it, at least, because I think the last 5 games between them were 5-0 for Neutron. Wasn't it 3-0 Don't Rush Me Cup and 2-0 in the Back to Warcraft Weekly, something like that? It was pretty one-sided, unfortunately. So yeah, this is totally surprising, and finally we see Sheik prepared with his main race and another Crypt Lord. Okay. This was also the map of DV and Isorg, I think? Yes. I think this was also one that DV won. Yeah, I agree. Exactly. Okay, what are Neutron's adjustments is the question. First hero stays the same. Expansion at a creep spot also stays the same. So nothing we wouldn't expect so far. Yes. Crypt Lord first. We have a green expansion as the natural, which means you don't again need a single ghoul. You just get the Rod of Necromancy, get some beetles, and you're set to creep this. Even sells the Scroll of Town Portal, okay. Oh, that's rare in this mode. Very rare, yeah. So this usually means that it's a very, very precise build. I'd also say it's going to be pretty greedy because he's sure that he has the resource to buy it back later. Yeah. And already we see double Acolyte production coming in to help creeping. So yeah, we use Acolytes, not ghouls for creeping. I mean, we have seen a lot of FFA and now timer builds and army compositions come to 1v1. Like the latest I've seen was Happy playing Frostworm Gark against Orc, which is usually also an FFA build. Yeah, I mean, I say this for a long time that FFA players got a great mind for the game, and we had some maps where you had expansions and the games went for a while, and then obviously the FFA players know the best compositions. Yeah, very nice to see. We see already now crossing the map by Sheik, so this is not gonna be a 2 expansion only build, because otherwise I think he would have preferred the closer one to his main base, and this means he's going to the opposite side of the map for the other green expansion. So did Neutron, by the way, also already getting up his second expo. Yeah, will be interesting how we get back and if we go for any shredders on the way and how many we need as well. And if there's static defense coming as well, if we overcommit to static defense, if we undercommit to static defense, that is so many decisions that you have to make based on very little knowledge. Yeah, exactly. And it takes some time to build up the cigarettes. It takes time to build in the Spirit Towers and Nerubian Towers. But Sheik showcased last game that it's fine to build some more cigarettes, even if there are no bets. So yeah, this makes me very hopeful that Sheik has the correct answer. And yeah, it was like 5 cigarettes at one expansion, and these deal with most amount of bets that you can get. Cool. Not only a greedy build that you might get away with once or like maybe twice, but a solid foundation
I really like what Sheik is doing. Creeping with ghouls now in between. That he has another Shredder. Blade Master's looking fine damage-wise. Gotta keep an eye on that. Expansions as well so far. Sheik is not running away with the game. Yep. Also, Neutron already did TP back with the Shredder, so he can harvest as soon as possible, and now gets the second Shredder. So yeah, this is gonna be heavily macro game again. Also by Neutron, of course, and soon there's the timing for the tier 2 buildings of Neutron, and I'm not sure. Like I said, this is not the best bet map, but I think he's kind of committed. Like he played every single game with bets so far, and he won all of them. Yeah, we have to say also no chat between the players now, unlike game 1 where there was a little, not really provocation, but you know, a little line by Sheik towards the strat. Now dead silent. Yeah, and we see double Spirit Lodge again. So yeah, it's not the best bet lane map. Close expansions to your main base, and also the red camps and all the camps that are in between the two bases will attack your bets. So you will always take damage when you're going up, flying over the map. And yeah, this seems to force Neutron into double Spirit Lodge play. And is it only gonna be 2 expansions as well? We will see. Shows me, like, if this is his second pick, right? And the map is not good for bats, shows me that he expected Necro pushes all the way. Exactly, yeah. Totally. A player's forces are under attack. So Sheik fooled him with that strat. Nice. Okay, as I said in the beginning, he banned Greenville Woods, which is arguably the second best map for bats. Yeah. So this already should have also told Sheik maybe that Neutron is off to something else. But yeah. And he was sitting there complaining, oh, you took my Juggernaut away, knowing that he has other options. I love it. Ooh, and this was also an idea by DB, by the way, having a graveyard here and then have like 1 or 2 necromancers to summon skeletons against the bats. So yeah, very cute place here. But we know they are not coming. They are not coming. A couple of scans might be in order, of course. We're gonna get a... I wonder how the game works when one of the hero focuses against the DK is successful and you take out the DK in one of these fights. Will everything just fall apart like a house of cards? Or are you sturdy enough? Most likely. I mean, yes, Pitlord, Cryptlord are tanky heroes after all, and it's great disable. Like, this is really good against the Blade Master, right? To have Impale plus Hull of Terror. Yes. Plus, if you want Cripple. Yes. I mean, there is Dispel in the Orc army, but it's also so much to do in such little time. Okay. That's interesting. Okay, so I think what's going on is Sheik is revealing the main base here, sees double Spirit Lodge, knows that there is no bad lane, but here there are the 5 beasteries. I didn't even see them up until now. Oh, he got the reveal though. He got the reveal now, and it's still 2:30 on the clock. Yeah. That was really smart by Neutron. I think before he also built beasteries, right? But never too many. Like a couple of bats, a couple of wyvern, a couple of kodos. And there's again triple boneyard. So now Neutron has the natural counter suddenly. So it's the same strategy by Sheik as the last game. And yeah, I'm curious what he's gonna do now. He is lower on boneyards than before. He canceled 1 boneyard in fact, and now went for another temple. Oh, this is so crazy. Like, you have to think so much now. Okay. Items are, I think, better for Neutron. Again, like, look at the Blade with Crown of Kings one more time. Look at the Shadow Hunter, lots of mana. Wonder if the TC will be a liability. But we got Flute on Sheik, and we got Katka's Pipe on Sheik as well. Wow, Katka's Pipe is of course huge. And what's Neutron gonna do now? Okay, he's going for the Master Training upgrade still for his double casters. And yeah, let's see now. Now we see what Sheik prepared against the bad lane. He's immediately building more cigarettes, not upgrading them yet. A little bit lumber staffed. And on the left hand side, the expansion is totally undefended. So he's gonna use this
I don't want to say it's a decoy, but pretty much he's gonna give this up. It's enough time lost if Neutron goes there with bets, so Yeah. that's fine for him anyways then. It's like a And he sacrificial saved lamb. some money. Exactly, yeah, because you can't get up 5 Ziggurat's at this base as well and Spirit Towers, because you just don't have the lumber. And if you did, then you just don't have any army. So I think that's a very nice trade-off. So he's heavily fortifying these 2 expansions and another graveyard at his natural. So yeah, this is gonna be skeleton tower defense against bat lane. Cool, cool, cool. Okay, third different approach in 3 maps. That's really nice. We see a little bit of an evolution by Neutron's build as well. Bats in position, more creeping. Not Yeah, the I like this build crazy way levels more. we had before. Yeah, still like this build way more for Neutron now. Skipping the tower and totems, but instead getting 5 beasteries, so he has way more bats, way more Wyvern if he wants. Way more against the air. And now 4 expansions as well for Neutron, so this is gonna be a way heavier macro game for him. To the slaughter. Let's see what the bats are capable of doing. They're not Yeah, look flying at this, left-hand very nice side. preparation here. Yeah, I wonder if the towers do anything. If they can can't the bats just attack from the right-hand side? I mean, you got Necros against it. And the army seems to be in position too. Yeah, this is the first game, by the way, where Sheik is not crossing the center of the map right when timer is up. But rather goes back to defend. He knows, like, if Neutron has a lot of bats, there is not gonna be too big of an army or too big of a threat. And that's why he's just staying back here, creeps another camp. But, as we said earlier, the left-hand expansion is exposed. Yep. But you also mentioned, like, you will take him off the map for a while. As I struggle a little bit with my camera, which seems to be stuck. But we gotta get there. I'm fixing it. No worries. Ah, everything's frozen. There we go. Okay, instantly gives it up. Like, there wasn't even a split second if I defend this or not. No, just exactly as you said. It is a decoy. Neutron's on the left-hand side. Rest of the bases are fine. 100 Yeah, and supply. Sheik is now 100 supply. He had Yep. now time to build his perfect army that he wanted, mass worms. Bats can't trade efficiently against them, usually. So we'll see about this, if Sheik splits them correctly. And now it's on paper 4 expansions against 2. So yeah, Sheik is forced to act. Yeah, can't play the long run. He comes in with illusions, like happy against Lin. Wonder if Yeah, but Neutron not falls for better that. over here. Only 4 towers. But yeah, this will still cost some bats, I guess. Yeah, nice And that he the applies burning oil for lower attack Ooh, needs speed. to be careful though. He sends these units to defend. Okay, yeah. Wow, okay, now a lot of things are going up at the same time. Yeah, man, it's crazy. The main army is dealing with the Great Hall. That will take some time. Second base by Sheik is under attack, but still running. It's only the towers gone. Seems like Sheik has more time. Yes, but Neutron has more bases and Sheik is TPing out and still losing an expansion on the way. Bats. Didn't really do too much. Shadowhunter carries the TP, as it's always the point of attack. I think Neutron got a couple of illusions here, not the real ones. But we also see one worm, not part of the army. So Neutron lost 2 casters and 3 bats for nothing. Oh, let's not say nothing. He got 2 expansions and that's huge. And he himself only lost 1. So 3 expansions against, at the moment, only 1. But Sheik is getting back 2 more expansions. If he has the time, of course. Neutron is fortifying up a little bit, but just vaguely, not re-expanding. A little forward. We also have some creeping left to do. Pitlord got the levels. DK got the levels. Cryptlord got the levels. Pitlord is kind of useless now, isn't he? A player's forces are under attack. Yeah, this looks like a perfect anti-Pitlord, Cryptlord army now for Neutron. And this is going to be hard for Sheik. Also clumped up the worms at the moment, not recommended against bats. And yeah, no frost, nothing, no swarm. This is going to be very bad for Sheik.
Yeah, and this is 2 worms down. The third one will be clobbered by the Blade Master, of course. Lots of rah, rah, rah. We got the heal ward in the back. DK has to be positioned forward to do a little bit of damage. This is how Neutron was envisioning these fights in the past series, in the past map. And now it says with this... Now the Tri-Hero Orc is back. Yeah, exactly. But this is the perfect response for Neutron against the Script Lord, Pit Lord strategies. So yeah, well played. I really like it. But also, Sheik must have expected this, right? Yes, I mean, oftentimes theory crafting sounds easier than actually playing. True, So, yep. I mean, of course, it sounds nice to have like 2 fortified bases with 5 Spirit Towers and Necromancers and the Worm against all the bad lane to be safe. But yeah, that's not all there is. And it wasn't even that much bad lane, right? It was 2 dedicated attacks. And that's it. And the first one was even delayed. Yeah, you're right. And the problem is that Sheik has Mass Air again, so yeah, natural counter to this is Mass Bestiaries that Neutron didn't have last game but now had. Yeah. And yeah, I think like Necro against this game should have worked better, but who knows. Yeah, maybe it was too late already. There was 2 minutes 30 left after he scouted the Bestiaries. Yeah, maybe. We got destroyers up now, which is risky. Bats are here. Just need to detonate them. Does he even need to detonate them? I don't know. We got an Impale. We got a nuke. Shadowhunter heals himself, and he got so much mana, but no invul. DK has an arm. Interesting. Wow, what's happening? Yeah. Wait. The Pit Lord is once again crazy. We get fast reinforcements, though, and it's still a big supply lead. Hoping for the Pit Lord. Blade Storm. Oh, Blade Storm is big now. Wow. Oh, that Crypt Lord. Yep, can't keep the fight up. Hit. Okay, Pit Lord is getting some kills in. 30. Wow, this was better than expected, honestly. But still, of course, a lot of backup for Neutron in terms of income. But now also Sheik has his expansions back, but not mining on the left-hand side yet. Oh, that's annoying. Yeah, he has a big bank of like 1,300 after spending. That's not too bad either. It's not good, as he's still 20 food down, but keeps on fighting. And it's, of course, a no upkeep. Yeah, that's always nice if you have 4 base income, but the bats are already coming for the left-hand base again. Oh. Great response by Neutron. The units that he doesn't, like, essentially need, because he has the Blade Master, he has the Shadow Hunter, that should be enough. Ooh, the Shadow Hunter speaks about having him. Oh. Nope, not anymore. Well, okay. There was an invul, a TP, and like a lot of mana. Yeah, XD. Not my day. Chat, Okay, it's still free base income on 49. So now Sheik has the time to build a big bank, and he sees that the heroes of Neutron are out of position and not gonna come to his base. And a little bit of a sloppy play here, losing 1 bet again. Yeah, Neutron said, not my day. So, he must have seen this though, that the Acolytes are traveling there. 1 bet for free. Mistakes are slipping in. Yep, and Sheik is now dealing damage on 50 supply, no upkeep. Taking out a full base. Or at least all the workers, and forcing Neutron back. Oh, but now nice counterplay here with the bats again on the expansion. Yeah, no ultimate that can deal with this base swiftly. Oh. The crit, the hex, so stomp, so well done. Ah, Neutron, that brings you back and holds the expo. Yeah, that's good. But the bats were focusing the Acolytes, so might not be in time to take out this Haunted Goldmine anymore. Yep, not gonna be in time. But it's the supply gap still very big. Pit Lord not there. Are the mains expiring anytime? Oh, no. They are not expiring here. There's still 8 minutes of mining, 12 minutes of mining.
Even 9 minutes on the natural. Yeah, these are way too big for them to run out. Okay, looking at the production tab, we now have the transition. Nice. Oh, So finally we have yes. Necro Wagons again, which means that all these bets are not gonna be very good in fights, and even the Y1, I think, might fall off as we have Fiends with Web, and we know webbed Y1 against Pit Lord. Look too nice as well. Interesting. I wonder if they're not just gonna get destroyed by Blade and TC, which they usually would in one-on-one. But hey, this mode is different. Maybe Sheik can make it work. Yeah, the issue is that there's Blade Storm, and usually Blade Storm counters the Necros. Or the Necro Wagons, rather. Sheik is back to 91 supply. He's ahead in supply suddenly. Yeah, this time on no upkeep was huge for him to recover, and he's fighting in his own base now. This could be a winnable fight for him. Lovely triple impale, and Neutron immediately like, I'm not fighting this here, man. Not on Blight, not against your tech transition. Give me some time. I got some gold to spend. Yeah, exactly. And immediately switching to Torrents, they are the counter to the ground. But okay, he already has one Spirit Walker. Okay, so some Dispel available, and the Bat's very nice job here on the left-hand side, taking out this expansion. So this, I think, kind of an all-in attack now for Sheik. This has to work out. I agree. The transition is getting better and better. The answers are getting better and better. Not even sure if he has to go for the fountain here. I mean, it's kind of nice, but it's also a scout by Neutron, so he knows what's up. It is a fountain of health, so no extra mana on anything, and more time for Neutron to build answers. Yeah, he has to spend an impel here on the Bloodlusted Illusions, as they are very good still on taking out the wagons. Damn, so tanky these illusions, what the hell? Yeah, the items aren't even that tanky. Like, it's not Periab, Katka's Gem, but I guess the Crown of Kings is always a threat. We got a stone token, maybe a playmaking item if you use it for Storm. But Yeah, Shadow Hunter should be careful for sure against Impale plus this rock throw. Yeah, but there's no Nova, there's no Swarm. That issue still remains. Yep, and there's another interception of a wagon now. Still 92 supply for Sheik against 100 of Neutron. 8 supply more in workers though. Does he still have double shredder? No. Okay, so 8 supply more for Neutron in workers. But also 8 more army supply. Saves the Fiend here. Again, the illusions here pretty annoying. But yeah, now we will have the big fight here. 100 versus 100, high hero levels. Cryptlord close to 6. I think this could even be relevant if you would get to 6. Nice sustainability. And the Pit Lord, oh, this was not the best impale, I guess. Yeah, the second already, not great. Now we're moving into a choke. I think we wanted to lure Neutron through that needle hole. Now we got the heal ward in the back. Blade Storm against the casters. Neutron is doing thousands. But Pit Lord doesn't need Blade Storm. He still does more damage than the Blade Master here in the backline. Yeah, that's also true, but can't reach the casters anymore. Perfect. Howl of Terror here again. Minus Blade 9. Master minus 4 damage. Like, Neutron lost the supply lead. Worms are coming in, though. That's huge. Yep. We have ultimate of Pit Lord. Worm survives. Bats find their target, so now it's gone. I was wondering if he showed the stone token a little bit too late, but I don't think so. Sheik might become the king right here if he plays it well. What a fight, man. What a big, crazy fight. And the Pit Lord, where is he? Yep, he's exactly where he needs to be. Cleaving all the casters again. Oh my now, god. Desperation hero focus, I would almost call it. By Neutron on the DK, but no, not working out. 77 versus 86 after this huge fight. Neutron has 1800 gold though. He can build back. Sheik is in upkeep. He was able to spend some time at the fountain, so that's nice. Oh, 5 Wyvern? Can he reach with anything? Oh man, would he love to have Swarm Nova now. Yeah. Still keep in mind that Sheik is kind of all in. He doesn't have a lot of income, and all his main base or all his expansions are gonna deplete soon.
Crazy swings. Crazy swings in value. Oh my god. Neutron has to chew through all these bones like a dog. That he is. But this buys more time. I don't think she can knock him out here though. Yeah, I'm not sure about this position either. And yeah, he's dipping out. Wants to get the rock golem again. Ooh, did not throw the boulder. Otherwise he could have survived. But now we have the Doom coming up. Oh yeah. But that's feeding the TC to level 6 now. Ooh, not the best. 766. Is this where the Orc heroes take over? They got some could also good be the inventory. case. We are still at 90 versus 95. Yeah, and 3 bases for Neutron. Can sustain this. Sheik on 2. Yeah, and that one single bat prevents Sheik permanently from taking this expansion. So annoying. Thank you, Perception, for the Prime. Who makes the better decisions now? Who spends his money better? Another crypt coming up for Sheik. Why would you build another crypt? More fiends? Gargs, right? Gargs, but he's super broke. 100 supply. So it wasn't all in, but this next attack has to be an all in because there's no more mining then left after this. 3 minutes here, 5 minutes here, 3 minutes here. Okay, but this time Neutron is the one trying to attack again, I guess? Or is he just gonna steal some scrolls, invols? It's super hard for Sheik to get in fighting shape. Whatever happens next, though, what a match! So much more competitive than the grand final was. Yeah. Totally different beast now. And we again see, like, not having crept these. Yep, that Is hurts. super bad for Neutron. Could have taken these easily, and now he has to move across the map to take this free gold mine. There's just no time in this mode to do anything. His main mine still got like 11 minutes or something. That should be fine if he doesn't massively screw up. Oh, this Wyvern now. There's no Heart of Terror yet, and this is massive damage. Heart of Terror finally there. Now minus 19. It's so much, man. It's so much. Already so much damage done. Worm down as well. Second worm being nuked as well. Supply is still neck and neck. Storm, amazing. Similar to the Hex, so the worms get no coil and there's no heal scroll either. Ooh, I think the series will... Will what? I don't know. Yeah. We'll continue. I wanted to say now Neutron pulling back, but I think it's more like... Yeah, and look at this. Wow, look at the HP. This is so nice now, the fountain. I think this is just one pulling back for the last final attack and final blow. Sheik again, 59 supply, very broke. And Neutron, I think, is now confident to take this home. Yeah, we tried it with the Gargs now. Good scouting, by the way. The amount of time it takes Sheik to just get rid of these illusions, man, is mental. Yeah. A player's forces are under attack. Is Neutron pushing too early? I guess he wants the shop, but there's not much left at that shop, or shouldn't be. Oh, there is. Everything is available, actually. But we go right in. I don't think there's ultimates, right? Not on the undead side. There's ultimates. This could help, but there's no Heart of Terror yet. He needs that. This is so much damage mitigation. Hard to howl when you're a rabbit. Ooh, now we have the Doom Guard. This can... Okay. Yeah, this could damage around this fight. The Shadowhunter very exposed here. Be careful, Shadowhunter. There's a Stomp and an Impale, a plus Death Coil. Okay, he deals with it now after one stomp. It actually coils him. Heal scroll on Neutron. Did he just overcommit a little bit? Still gigantic supply lead, of course, but this is way tougher to deal with than Sheik thought, than Neutron thought. Yeah, it's so hard to crack these triple strength heroes here. Amazing. Yeah, I guess he's just gonna let the Doom Guard run out. He's still expanding at the left-hand side, which is maybe the win condition in this game if we look at it. Yeah, totally. Like if Sheik had close to the gold of Neutron, this game would have been over in favor of Sheik, I think, but it's not like this, so we'll see how this is going. Shadowhunter still only 775 HP. This is not a lot against the nuke. We also don't have mana anymore on this SH, but I guess... Are we going for the throat now? DK has no invo potion, no TP.
It's gotta be it then. No aura either. 877. Yeah, and not even this strength army can do anything about it. Neutron, the king, put his name on the board. He's still alive. Ooh, wow. I mean, I would have been happy for Sheik to take this match, but at 3-0 would have been a little bit disappointing given how high quality these games are now. Wow. Just wow. Like, what can I say? Just wow. What an amazing, amazing match. What, like, two amazing competitors coming so prepared. Then some of what they prepared doesn't really work, so they have to adapt on the fly. Then they have to adapt not only map to map, but also in the map when there's the other person transitioning. This is everything we could have hoped for. Yeah, super cool, super cool. Neutron find a very nice build now, I think, against the strategy of Sheik. So I think Sheik is the next one who has to adjust to that again. Yeah. And again, I don't think there was too much that he couldn't have expected before. So yeah, maybe some fine tuning. Maybe he saw the beasteries a little bit too late and has to think on his feet now. Whew. Silverpine is next. Yeah, Silverpine has 4 or 3 kind of easy to creep expansions. This is a map Neutron doesn't like. And this was the first pick by Sheik. So I'll tell you in a second why that is. And the main reason is that there is only one lab per site, and it's in the middle. It's a red camp. So you can't creep it early, and you can't get double shredder early. Which, yeah, changes your entire macro for this map compared to all the other maps we've seen so far, where you have very early double shredder access, like as soon as you want, pretty much. Yeah, it's like So, yeah. the Russian translation said, right? It's the bathroom. It's the the bedroom, maybe. The bedroom, maybe, yes. So yeah, curious what to expect now. Also by Sheik, because Sheik can't afford to fortify all his bases, but Neutron on the other hand also can't. And he's not able to build 5 beasteries and 2 spirit lodges because you don't have the lumber. So yeah, this is gonna be a total different game now. Again, we have to look at items there as well then. Will the Blade Master be pimped? Will the Crypt Lord be pimped? Will we even see the same army composition? Or yeah, that's something hero composition? Yeah, that's something very important to point out, as we have now marketplaces on this map. And kind of, like, you're almost forced to creep your red camps kind of early because there are not too many high-value camps otherwise. So most likely you're gonna creep the gold mines and then pretty soon try to creep the red camps. And as there is not a lot of lumber but easy expansions, you will have a lot of gold. And a lot of gold with not a lot of lumber means you can spend them on items. Correcto. And that's usually benefiting a Blade Master. In the last case is also a Pit Lord. Then I'm really curious if we see the Pit Lord again. It's definitely a switch up. We go back to DK. No Crypt Lord anymore. Yes, correct. Interesting. Yeah, DK also worked fine for him. Are under attack. But yeah, I mean, also the Crypt Lord looked so good. Like, so much disable with Crypt Lord and Heart of Terror. And nice hero nuke potential. I like the go... Howl. I'm not a huge fan of the Impale. Like, does it really disable that much? I mean, the nice thing is if you have a Pit Lord in the caster backline of the Orc, Yeah. which is most of his army, and then you have an Impale on top, you can't escape from the cleave. True. So that's But then really give... great synergy. Maybe you can give him Boots of Speed. Yeah, you can. And we will see what Sheik's plan is. As this is his losers map, his first losers map now. And I know that Neutron doesn't like this map at all. Well, I'm pretty sure Sheik had also some maps that he didn't like. That's the nature of this beautiful pick and ban system.
that only the greatest tournament organizers use. Like you Yeah, it's only and one. me. It's only one ban per player before the first pick is. So Neutron banned Frozen Marshlands, which is the map that also has only one lab and a free expansion. So also kind of unique. But Neutron doesn't like single lab maps. But he couldn't ban this one before Sheik picked it. So yeah. Yeah, in general leads to a lot more diversity in maps. We see this in Inferno pretty much every week. And then people are very confused because for 20 years they picked, they banned, then picked, and changing that order was a revolution to them. So much that we had to come up with home pages to assist them. Okay, how is the expansion count looking? We have pretty much same as Neutron is already waiting for his peon to have the gold to build the second base. So yeah, we will be pretty even in economy. Looking at the time, 4 minutes 27, which means 30 more seconds until the Shredder is available, which means one more green camp for both players on the menu. That's Shredder time. Exactly. So I'm looking at the clock. We have Inferno at 1945. That is 75 minutes from now. For me, that's perfectly aligning for two epic 35-minute games. Yeah, exactly. This, I mean, not much more we could hope than two more of the last map's quality games. We see now the creep camp pull by Neutron. One headhunter pulls them away, another one buys the Shredder. So he doesn't even need the hero. You can't creep this camp. I mean, you can, but it takes a lot of time and you need the Shredder, but the Shredder is so valuable here. You only have one. And yeah, it needs to harvest as soon as possible. So Neutron goes with the Blade Master to the next gold mine and creeps this free so that he can build now the third expansion with the peon that's already coming. So yeah, very nice build by him. All lines. Do you remember which race or which player came up with pulling the creeps to get the Shredder? I mean, you FFA people, you probably do this for like a decade, but was there like No the idea. one player? No idea. Way before my time, I guess. Damn, really? You're around forever. Nah, 2000. I mean, way before my FFA time. Like I started with FFA in like 2017 after 9 years of break. I guess. Okay. Inventory of Blade Master. I think not a lot more he could ask for. That's already nice, considering there are only orange camps so far and green ones. We got a Pit Lord again. I like that. And that should open up the hero combo for a Lich. And I think I like the Lich. Dreadlord? Or Dreadlord, yeah. Ooh, Dreadlord is sexy as well. Yeah, Dreadlord, of course, high skill hero. Because, yeah, you always need to be aware of the correct Blade Master if you want to sleep it. And Lich is of course a little bit better because it slows a huge chunk of units, and I think this might be the better choice here even. Helps also with Frost Armor to a degree. I mean, there's Shaman, but should help. We go Necro Wagons so far. And the third expansion a little bit later for Sheik, but he builds it. Keep in mind, in the first map he went for the Necro Wagon with only 2 expansions. But with So this time Boneyard. it's And so far, no Boneyard. Yeah, you're right. I mean, no tier 3 yet, 70 seconds away, in fact. But yeah, you're limited on Lumber on this map. This is not a map where you can get everything you want if you have a nice macro build. So yeah, a little bit later third expansion, a little bit later tier 3. I guess less upgrades as well. But yeah, we see the Necro Weapons. Okay, with the second slaughterhouse coming, then we'll see in a second or in a couple of seconds if we add a worm again or not. And I'm also very positive that it's a Lich again. We portal TP back, Neutron? Yeah, to be more efficient, but where does he want to go? Red? Either middle, but middle would have been the same distance from top right almost. Yeah. Okay, but I guess he needed the Voodoo Lounge. Forces are under attack.
stop before he goes to the middle. And yeah, you have plenty of gold on this map. Lumber is pretty much the issue because you don't have this second shredder early. Let's see if he still goes for the second shredder now. I think it's gonna be available right now. Okay, the Blade Master already moves down, so it feels like he goes for it. Okay, so still second shredder. Wow. This is how desperately you need the lumber. And as you can see, only 2 beasteries yet, so you can't afford even 1 Spirit Lodge, it seems, not even more beasteries. He is on 73 lumber, even though he only has 2 production buildings and no caster upgrades. Yeah, isn't that crazy against Necro Wagons to have no Dispel, no Tauren? Yeah, this has to be a base race, and you can also see it by this 4th expansion. So this is pretty much a race who kills more expansions quicker and has more left and is able to rebuild. And Sheik has grabbed the bottom red, but didn't take it yet. As he is focusing more on getting as close to 100 supply as possible when the time is over. And this is gonna be a hard one for Sheik, I think, especially for the undeads in this mode. In this matchup, rather. Because, yeah, you need to be able to deal damage with slower units, with slower siege damage units, compared to the bats. And still be able to defend. Yeah, we also have an amazing Blade Master this game. Super tanky and lots of damage. Wow, yeah. Yeah. And that's what I said. Yeah, you have a lot of gold and even a Staff of Silence now. This is huge against Necro Wagons. Oh yeah, Staff of Silence on both sides actually. I thought you might confuse the pages, yeah, but you're not me. Not too good. Okay, he gets the Lich third, so this is a little bit more hero nuke potential. But yeah, overall, the Staff of Silence not as big in value for Sheik, I would say, really. Wow, 85 supply already with like What 1 minute the left. I've never seen this before. I hell? think this is crazy. Wow. That's This a is lot so of gold lost also. Under siege. Yep, and taking a look at his preparation against the lane, we see 4 Spirit Towers on his natural and nothing on his other expansions. So he's really going very, yeah. Either you try to defend against a lot of bats or you just don't defend at all, which I think is good. Okay, we're gonna have 100 supply here on Sheik in a second when the timer runs out. 14 seconds, Neutron only at 60, no lumber still, now that one of the shredders gave him a bit. It's the Yeah, but only look at the bats. expansion amount of Neutron. Wow. He has Yeah. all expansions on his map already. Okay, base race is on. Yeah, this is going to be very interesting. And the DK, 50% HP and no invul. Ooh, this could be Yup. Not even a a TP. big weak point. Not even a TP. I mean, the statue will get him back up in no time. Yeah, but I think, yeah, that being said, Neutron can't even defend, right? Like, he can't, if he goes mass bats against the 100 supply Necro Wagon, Yeah, no chance. yeah, he's not going to defend this. So does Sheik know about all the bases? I have no idea, honestly. I didn't check. But Sheik smartly is going straight for the throats and taking the biggest expansion first. But you can still make bets. I think the next target should be the Voodoo Lounge. I'm not sure if there's a Yes. backup Voodoo Lounge. I don't There's think no backup Voodoo Lounge yet, so no more bets if he would take this out. Okay, so first going for the Great Hall. Okay, Boros are also fine, of course. Boros is the next target. Yeah. And also, yeah, he is also going for the Voodoo Lounge, just with skeletons, a bit slower. And we go for the fortified main, like Sheik apparently read this path of Neutron correctly. yeah, but Neutron now, yeah, these 5 Spirit Towers, of course, still take some time to take out for Neutron. But yeah, so many bases, and he's already doing well. Like, he's getting back tier 2 top right, he's building new beasteries as long as he could. Voodoo Lounge is dead though, so no more bets. He needs to get back to Voodoo Lounge. He didn't queue any either. This is rebuilding now. Couple of bats idle or making sure that there's no other expansion, and kill the Acolyte. Nice. One Headhunter taking care of the bottom left hand side. Ooh boy, we're in for a treat. Yeah, no idea how this is gonna go. And Neutron now splitting up his heroes from his army, which is very nice to prevent all the income. And Sheik is now very, very broke. Look at the gold of Sheik compared to the gold of Neutron. Neutron just can't spend it. Yeah.
And yeah, I'm not sure how this is now A player's going, this forces game. are under attack. Is Sheik forced to TP back at some point? I guess he surely wants to hold his main. Like, that should be a great position for him. With instant reinforcements. Oh, he's supply blocked though. With reinforcements, with home turf, with blight. Yeah, I'm not sure, like, should he have TP'd back with some? Should he split up some wagons to kill some bases quicker, some expansions, maybe some necros or skeletons to bases? It's very hard to decide what to do. Now the TP comes and the wagons are gonna be behind, so this is exactly what I meant. This is way better because you don't need the wagons to defend against 3 heroes and bats. So yeah, he has 4 wagons. Taking out this next expansion. Are there staffs? Oh, there are no TP staffs on Sheik's heroes. And this means that Neutron can just go to the wagons with his heroes and get rid of them. Sheik This is is gonna be on one stressful. base currently. I mean, for 20 minutes still, but he's on one base. Slowly but steady, Neutron starts to rebuild top and bottom. Player's forces are Can under go attack. bats again as he rebuilt the Voodoo Lounge. Yes, so the wagons are still being chased, and yeah, now he will find them. And yeah, still no Staff of Teleportation on Sheik, so wow, this is a big loss now. 1, 2, 3. Oh, close to 4. Oh no, 1 gets saved actually. Not too bad. Yeah, still an illusion there. That's so annoying now. DK level 5. He has to frost armor the wagon to run away from the illusions. Yeah, and this buys so much time again for Neutron. And yeah, Neutron now taking top left expansion even. Oh yeah, that's a sign of confidence for sure. He might have to tech up at one point, but as long as he can go bats, like no need really. He might need some potions at some point, but that's about it. But all the bases are kind of open. Question is how multitasking heavy can Sheik be with his army? Exactly, yeah, whenever Sheik tries to take out one base, another one is popping up. And Neutron is easily gonna deal damage on Sheik's bases in the meantime as well. So now with 3 wagons down, this is gonna be really hard for Sheik, I think, to keep up. But he still deals damage. But yeah, we're also rebuilding. Lots and lots of beasteries. We are supply blocked. We got big banks on Neutron's side at least. Town portal home without killing everything. The Black Citadel has fallen eventually. Oh, and another expo down. Man, it's getting tough as an observer to follow all the action. How must this be as a player? Yeah, it's super demanding. And yeah, so hard to defend everything. And yeah, this was the nice play by Neutron, that he had 5 expansions. A player's forces So are hard to, with this slow army, to get rid of all of them. Yeah, it was risky though. It could have backfired a bit. But he read the game so well. Yeah, nice game by both, I would say. And now I think it's the point where it's super hard for Sheik, as he's pretty much forced to defend, but can't afford to defend, as he needs to deal damage. Yeah, there's still some heroes he might be able to snipe, but always very, very careful. And this is the second game in a row then where Neutron has the lead, and he's not letting that go. There were some shaky moments with that Shadow Hunter loss in the middle of map 2, for example, here and there, but now that he's under pressure, and once he takes the lead, he's not giving that away anymore. Yeah, everything looking super solid for him now, and he's just getting back bases after base. I can Well, see always his dumb make sure smile to already come. in the winner interview. A winner interview, okay. If we get there. Shadow Hunter, oh, we just talked about it, but Invul ready. Gotta say, Now damage he- output by both sides is crazy. Oh yeah, bets now. A player's forces are under Taking out this last gold, man. I think this is checkmate pretty much. Yeah, 300 gold left.
does a little bit of economy damage. But yeah, you can always put pressure on the main base thanks to these super tanky illusions. Again, we have to say amazing inventory for the blade. Shadow? Oh, can he heal himself? Yes. Nice. Yep. TC? Boy, what are you doing, mate? Oh, he dead. So much Okay. for he's not making mistakes anymore. So yeah, I think like this fast 100 supply against bats is not really necessary because you're not fighting straight up anyway, and you'll just lose a lot of gold when in high upkeep. If you Maybe say, spend the resources rather in static defense a little bit more, but stay on 80. I'm not too sure though. It's super hard. maybe another expansion, but I don't think that would have stopped Neutron really. It's just another base. I don't know. I can't see the big revolution against the bats just yet. Yeah, this didn't work out so far, and this is scary for the potential final game. We will see. Exactly. I don't know the map, but I guess Silverpine was the most preferred one. Oh, it's Ferocity. Okay, big map again then. So what does Sheik do? Is he... Like, Neutron played bats 2 times now, and won both. So is Sheik now thinking maybe switching to Orc is better? Oh yeah, that could be possible. But then seeing this Neutron here, maybe not the greatest idea. We go for the hero, we go for the DK. There is no town portal on that DK and no potion either. Yeah, so many expansions now for Neutron. Yeah. There's just nothing that Sheik can do at this point anymore. Walls are closing in, so many bases, double the army. This Orc hero combo that has pretty much dominated this game mode in the past 4 weeks, 6 weeks. A player's forces are under attack. A town is under siege. I wonder where he sees the win condition. Or if it's one of these cases where it's like, I'm thinking about the next map. Yeah, I also wanted to say that rather. A player's forces are under attack. I was very surprised when I think Skoa or Neutron said, no, it's not just a caster thing, it's a real player thing, and we do go game 5, man. For us, the best outcome, of course. For Neutron, amazing momentum, and for Sheik, a reason to worry. A reason to think, but I guess he already has a plan for all the maps that potentially will be played, so I don't think that this is going to be a race change now for the final map. He did well, I think, with the Crypt Lord. This looked way better. I just think that this mass worms were countered by the mass air. But maybe the Crypt Lord with the Necro Wagons, more bases, more defense, a little bit more passive in the beginning, not this straight move in after the timer. A little bit more harassment with beetles. Just taking the game a little bit slower might be better. Might be. Since we might have a little bit of time till our game 5, what also might be better for you guys at home might be OperaGX, the sponsor of this month. If you're thinking about switching the browser, as Sheik is maybe thinking about switching his race, Opera is there for you. Lots and lots of features for you guys, especially if you're in the gaming sector. It has Twitch integrated, it has Discord integrated, Spotify, TikTok, Instagram, everything integrated. Nice little sidebar for the streamers right there. And
fully customizable, whether that's themes or sounds or whatever you need. And moving from one browser to the other is super easy. You just import all your bookmarks and passwords and stuff, and you're ready to go. Every download and install helps us along the way, especially if we crack the 300, then we get a little bit of a bonus. So exclamation mark OperaGX for you supporting us with just a couple of clicks. Nice, nice. And we don't see a race switch as kind of expected, because this didn't work out at all for Sheik to welcome Mirror Neutron in the past. And yeah, now he had 1-2 games, and this is the final map. Big map, double lab possible. But that being said, there is also a Shredder Steal possible, as the second lab is in the south and the north of the map. Yeah. So you could steal the second Shredder of your opponent. For everybody new to the game mode, this line here cannot be crossed, but you can walk on it. And then you can access this lab. That's what we've seen. A couple of cheeky plays during the Don't Force Me Cup. But yeah, this is the map for the throne. Neutron, the defending king, got a smack in the face, 0-2, but then is able to fight back, fight for his crown that he wants to keep. And Sheik has to come up with new solutions. This is so interesting now. Who plays which strategy, how heavy on the macro, which hero composition, which unit composition, how aggressive, how defensive. Everything is possible. DK. Okay. I think that makes sense. Cryptlord, as nice as a surprise as it was, I think it's too vulnerable. Yeah, on paper against air, Cryptlord is worse than a Lich. And yeah, on a big map, I guess the movement speed is also important, having a good aura. So yeah, definitely makes sense. And also makes me think that he prepared something specifically with DK first. So yeah, preparation is very, very important in this mode. To not have too many mistakes before the timer is over. I mean, how do you rate Sheik's mental game? Because we've heard from Neutron that he gets nervous prior to series, but afterwards, once the game starts, it's kind of fine. And I think he's showed himself to be very clutch in the past couple of weeks. How about Sheik, though? He wasn't able to strike back in the grand final. Yeah, I don't know, but might not only have been the mental game, Under attack. but more the strategy that he picked. And yeah, this time he saw now what Neutron did and what didn't work out for Sheik, so he can adjust accordingly. Had some time to think about it. But yeah, it's gonna be hard, I think, still. Yeah, not easy. Neutron is the king for a reason. Don't Rush Me Cup was his, almost without dropping maps. And the 2 challenges he overcame swiftly as well in this King of the Hill format. Yeah, King of the Hill format, of course, motivates Neutron now even more to perform, because this could be another 10 chances to get the $50. That is the prize pool for each of these matches. And yeah, gonna be a very high stake match, therefore. Sponsored by Rulers himself, by the way. We have to say that. It's not coming out of thin air. Not only organizing one of the greatest tournaments of the year, but also following this up for the big lob of the timer mode, so it's not being forgotten about. Yeah, exactly. So we had now 1 human challenging Neutron, 1 orc, 1 undead. So you can expect Night of next if Neutron takes this. Dice. Give me dice. Very, very likely. But yeah, first we have to see if Sheik is not pulling through. There's definitely still all the chances. Not the craziest inventory on the Blade Master thus far. We got the classic 11-minute build up. And Neutron going for the bottom already. Doesn't want to get this stolen. Oh yeah, he goes for this one first to prevent at all costs to get his Shredder stolen. I like it. This happened to him before, right? Was it him?
Yeah, I think so. And this is, of course, throwing off everything that you've planned for. So yeah, he's playing it safe by going for this lab first. Has to invest into this proxy lumber mill or war mill, therefore, I guess, as there is no expansion finishing up. Like if he would have gone for this one first, then he could have just gone to the expansion without the needs of another war mill. But no, goes for a lab first. And this also means, if you take a look at the mini-map, that Sheik is now already half of a base up over Neutron. As Neutron is only now able to creep his second expansion. Yeah, on the other side, Sheik, I don't want to say might struggle in lumber because he's still undead and ghouls are like mini shredders. But Neutron will surely have more lumber available with the little trick that Sheik introduced to the game mode. Build a war mill in between Expo and Lab so you can start harvesting faster. Boom, 200 lumber. Not bad. But yeah, he will even this out, Sheik, for sure. Okay, tier 2 finished. We have only seen Pitlord so far, and we still see the Pitlord now. Forces are under attack. I like it. I think Pitlord is super good. Yeah, I agree. He's also, like, of course we all glaze over his damage. The cleave, once he's at least a little bit pimped. I think the Howl is super good because there's rarely enough dispel. And then he's also chunky enough so he doesn't die to one crit all of a sudden. It is a very solid pick. Yeah, you can also see that the labs are quite far apart from each other, which means that Neutron only now gets his second shredder. So yeah, it's everything a little bit slower than on other maps. Yeah, but Sheik has 0 shredders. Oh, Sheik has 0 shredders. Yeah. Interesting. He's 2 minutes late for the first shredder. Oh wow. So how many ghouls does he have? 5. 5 ghouls. Okay. Maybe that's compensating for it. I have no idea about these undead strategies in terms of lumber management. I think you can say 2 ghouls is a shredder. Okay. That's what the other people told me. No. Alright, no tier 2 buildings yet. Oh, never mind. 2 bestiaries coming up. I mean, totally expected. And also Sheik is gonna 100% expect it. Yeah, we go for the temples at the expo again, similar to what we've seen before. Gold is even with soon an advantage for Neutron. Yeah, third expansion now coming out for Neutron. Let's see how many he's gonna get this time. Like last game, he was at 5 expansions. Yeah, that was at the end of the timer with only 1 shredder. And yeah, let's also see if Sheik is taking it a little bit slower. But wow, with 2 heroes, he's creeping that big red camp. What the hell, man? How? Dude, I lost 2 heroes to an Ogre Lord. He's creeping it with 2 heroes. He found the engraved scale. I would say it's okay, but kind of low roll. You can find Scepter of Avarice and Scepter of Mastery, which are also not too good against bats, I would say. And you could also find the Doomguard, though, which is, I think, the best thing that you can find here. And you have the Furbolg with Stomp, which might even be better, I think. Neutron has the Ice Dude with Nova, which would also yeah, the Ice Dude, you can also get this. Good. I think this is also a great one. Yeah. I mean, you'd have double Nova, and we all know how good single Nova is, so... Yeah, looks like Sheik is pretty much back to how he started the series. Yeah, let's see if this is working out this time. I mean, this is now everything or nothing. Goes for a Boneyard. But yeah, we don't see any caster buildings still for Neutron. He is on 4 bestiaries, no Spirit Lodge, no Torrent Totem. Which means, yeah, Boneyard is not gonna be that strong against it. Oh, chat is saying 5 ghouls is 1 shredder. He's not struggling in lumber though, despite the late shredder.
What about Yeah, upgrades? seems fine. He only has 2 expansions, so it's A player's he's not floating in gold. Yeah. It's more like an all-in again, it feels. And he also has only one upgrade, that's an attack upgrade, so bats could be really good again, like not really good against worms, as they are quite sturdy. But tells me he probably doesn't want to go destroyers. I'm not sure what I think about this. Sheik again pushing for fast 100s. But low economy, so super vulnerable. Yeah, and that blade is another beast, dude. He got +5, +8, +12 with claws. He got boots. Yeah. A player's forces Yep. are under Shadow might be a bit vulnerable. So 30 seconds left and Sheik is already done pretty much. That's not a good sign usually. Like you want to creep until the last second or get something done. And yeah, he's not even getting the 3rd expansion up now. So this is 100% all in. The Shredder woke up the creeps on the, Oh, at the yeah. bottom. Very deep already there. Doesn't matter that much, I guess. So, how good is this? 3 wagons brings a lot of ghouls. But Neutron again. 1, 2, 3, 4, 5. It's the same build as last map. Will it work this time? And I always say that lame is the best counter against an all-in. And this is what we currently see. There's also only one Spirit Tower this time. Yeah, I don't see that many bats though. Oh, Blade level 5 is really good. Bats are Yeah, arriving very- just to finish it off. Yeah, nicely fortified here with a Shredder, a Burrow, and a Watchtower. So this Ghoul Rumba is not doing anything. He needed to scout that this one is undefended and send the ghouls there. Top is still empty, so that's annoying. Skeletons have to do something here. Oh, he's actually not killing this. And again, his main is under attack. You have to respond to this. Yeah, because this time Neutron is the first one in the main base and she can't afford to lose this now. Base-wise, we have now 2 expansions against 1. But the 3rd one is already up for Neutron. And Sheik is totally out of position. Yeah, he didn't catch anything. It was just a simple speed scroll escape from the undead main. Nothing. Also, the wagons player's forces not are under on attack. the map, if I saw this correctly. They portaled with them. Yeah, I mean, this is some nice damage here, taking out 5 peasants. Oh, yeah. But I don't think there's much more potential. Oh, well. Double Ice Revenants now. What the hell? 3 Novas in these fights. Okay, I see ya. We have Frost Armor. Heal. Oh, not enough. Lots of bats gone, but so is the worm. A player's forces are under attack. Is the bat winning the fight against the Black Citadel? No. Okay, it's not. Neutron pumping. Supply more or less even. Yeah, unfortunately, Sheik only went for 2 expansions. Like, he could play this way more calm. A little bit more defense at first. 80 supply only. I'm not convinced Neutron is like with the craziest lead. I think... Are the bases saturated? Okay, now they are. And from here on out, he's getting further and further ahead. And Sheik needs to pull a rabbit out of his head. Yeah, okay, Sheik is getting this expansion if he commits to it. But at what cost? Is he... Oh, okay, no. Can't afford to do it. Early. Other wagons here? Oh, they portal with him once again. TC behind enemy lines. Blade Master Hex against the Pit Lord. Gets out there again without any meaningful losses. A bat here, a bat there. But Neutron also has the supply lead now. And all the repair cost for Sheik as well. Yep. Player's forces are under attack. Yeah, that was a little bit sloppy by Sheik, not scouting that there was one expansion that's undefended and going blindly for the one who was defended with the tower, a Burrow, and the Shredder. Yeah, these 2 expansions, I don't like it. I really think that
the bad lane is countering these all-ins. No staff either. We still got the 3 wagons. That's fine. Oh, now we saw them. And it's again so much time to deal with the illusions. Yeah, exactly. We don't have worms or destroyers. Very hard to kill them. And as I say, supply-wise it's still kinda even, and Neutron is not going back as natural either. Which means that this base is now also gone, so it's 2 expansions left for Neutron. Yeah, only the main for Sheik. And again, he can't really crack this. So many attempts to go for this base, none worked. Yeah. He paid the hefty price of 1 bad rider. Oh, maybe 2. Yeah, 2 No, bad riders. Yeah. I mean, the expo is still up. Yeah. I'm not sure about these skeletons, but now at least Neutron has to react. But yeah, smartly taking bottom left A player's forces himself now. Yep. And the bat is still preventing the former second base of Sheik. Ah, the gold difference is getting really, really big. Yeah, Neutron just no pressure at the top right side of the map where there is pretty much no defense. Just needed a little bit more pressure himself. And more expansions, I just can't say it often enough. You need gold in this game mode, that's for sure. Couple of bats fallen now. Wonder, do we have ghouls left? Not really. Bats back in the main. With the anti-air necros, I still think nice touch. Yeah, that's very good. I mean, look at the supply and the gold. It's not extremely dominant, but it's just hard to see how Sheik can recover or salvage this. Yeah. Or hold any longer. Can he force a fight somehow? I don't know. He's gonna get this base now finally. Is he on the way to the next? Not really. Oh, he's just ignoring this. Yeah, lack of scouting, I guess. He didn't know what. He might think the red is also a base, but it's not. Yeah, and totally forgot about top right. Gotta say, massive lack of shades. The town is under siege. Yeah, that's maybe also something. Oh, this time we leave 2 wagons behind. Yeah. Immediate TP out though, and yeah, this is taking out the Player's forces are under attack. the wagons now, as this base still lives. Man, Sheik. Yeah, that was unnecessary. He went straight by. He could have just stopped for like 5 seconds and kill it. Yeah. Again, 1 raid after the next. The Fiends are doing a fine job, but are they super cost efficient? I don't think so. A player's forces are under attack. Oh, Sheik, you were so sure that you got the answer. You got so close. And all of a sudden, Neutron makes sure he stays king as of now. A town is under siege. Yeah, it was really close, but yeah, I don't think an all-in is on 2 expansions is the answer. As you are forced to move back at some point, and this is where you just lose the long game and the economic game. We also don't have like the crazy hero focus that can win you a one-on-one game. It's only level 2 Nova. There's heal wave all the time. There's invulns all the time. Yeah, right. Which is good prep, of course, by Neutron. I have to curse him more. Last time I said something nice about him, he lost his SH for no reason. A town is under siege. Oh yeah, it's absolute brilliant game. Flawless by Neutron. No misstep. Fingers crossed this works.
Oh my Yeah, God. and finally a move like this, like even this is great if it would do it a little bit more often. Yeah. It always forces something, so Neutron can't have it where he wants it to be. Oh, I just saw the main and the one gold mine that Sheik has extra is not even fully mining. Neutron is building an saw. expansion that is natural just to send a statement. This was all the time, and this was 9 minutes to kill one base. Yeah, he could have taken this out way earlier, and yeah, he's not aware of bottom left, he's not aware of top right. This is, yeah, not excusable. Oh. The timer mode Patreon is not happy with the performance. No more invites. Nope, Sheik, you're out. Super cool how this mode is still developing though. With new approaches, new timings, new hero compositions. Yeah, finally he is here. He gets a couple of bats every now and every then. Yeah. He needs more of these little things that he's applying every now and then, but not often enough. Oh, we're not going in super aggressive. Forcing a response now? Okay. But yeah, his neighbor positions are still occupied by orcs. Yeah, but you can also see how much Sheik could do in no upkeep, so he doesn't need all the bases in the world. True, he got Kolnova. And bottom left, yeah, is hard to scout if you not plan to take it yourself for Sheik. Ah, the $50 was so close. I mean, it's rather simple to take out these neighboring mines. He might have an idea now with this Acolyte, not sure. But yeah, I mean, the gold lead is just different. Yeah, and now also Neutron feels confident to transition. Getting 6 o'clock to Spirit Lodges. Yeah, also if you see that one player has time to creep at the 23-minute mark, there's not much timing, or not much pressure on him, not enough pressure at all. I mean, Sheik is only grasping at straws with what is he supposed to do something right now. Exactly, yep. A town is under siege. Forces are under attack. It's so many bats, so much structural damage. I struggle, just as Sheik does, to find a silver lining here. When is he mining out? Oh, he is mined out from the main. Yeah, no income against 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases is problematic. And I mean, I don't have an economy degree, but I see that. Yep. Alternatively, look at the bank and yeah, that's draw your also an indicator. conclusion. Or the heroes, or the total value. There is a lot of good indicators here. A player's forces are Maybe under Sheik just attack. doesn't know how much as much as we do. And for how long these bases are up as well. Yeah, so DICE lost 1-3 against Neutron in the Don't Rush Me Cup semi-final. Yeah. And afterwards he was saying that it feels like Orc is too strong. But I think now that he saw that Neutron won
Don't Rush Me Cup. Neutron is now winning 3 King of the Hills best of 5 in a row. Are under attack. Maybe he feels like, okay, maybe Neutron is already the best, and if he wins against Neutron, that's all there is. Yeah. Also, I want to say this semifinal, the how do I put this diplomatically? The discrepancy between the item quality of one player and the item quality of the other player was quite big. Yeah, I totally agree. There was a fight in every single game when there was no market available. Yeah, so if that evens out a little bit, that should make for a great series, but this is the end of this series. It stinks! It stinks! We've been there many times. Nice save here, actually. But, yeah, the underdog was flowing ahead 2-0, and in the end, Neutron stays the king. How often we've seen that in competitive Warcraft. This time the king is once again Neutron. Still, it's getting closer and closer, but he's yet to be defeated. Yeah, let's get him on an interview. What's up, bitches? I can hear his stupid smile from all the way wherever he is. He played amazing though. Also, shout out to like his mental game to not falter after the 0-2. That was really, really impressive. Ring to call. To find solutions, to switch it up. That was just well done. He was indeed everywhere. And yeah, never letting go. Always more pressure. Always this extra base. He's pretty good, I gotta say. He's not picking up the phone though. Maybe looking for his headset. Looking for the microphone that I sponsored him back in 2020. Yeah, he let it ring. Unbelievable. He's probably going to the kitchen for the champagne bottle. I guess that's it. Yeah. But yeah, it was a really, really cool series. This time, finally, first time we saw Neutron go to 5 games. And yeah, I think there is some potential for someone to finally dethrone him. Yeah, we'll see. We'll see. Like, I mean, worst case, if we run out of opponents, you have to do it again with proper prep, though. Yeah, exactly. But so far, I think we still have some. But let's hear from the master himself. He said go. I'm not sure if... Yeah, there it is. What's up? What's up? You sound so damn happy. What's up? Yeah, I am, because they started very bad and I could not control, so my fingers just didn't listen to me. Sometimes it happens, I don't know why. Maybe I slept too few hours, or maybe too many hours, you know. Sometimes you just not on point. So, and I realized that I'm not on point when in the first fight, in the first map, I thought I have great preparation. I have 90 foot when he came, so everything is great. But in the fight, everything was like, you know, it's like my mind told me, don't do anything, just watch. Because the whole fight, my Blade Master was fighting against Pit Lord, and I did not do damage to Katas. I took the fight in the like bad spot. I could just retreat a little. I mean, play a little better, but everything was like super bad. So yeah, in second game, I was like, okay, I know what he's gonna do. I will prepare. But then at the moment when I scanned and he already had 4 expos, or even 5 expos, I was like, oh shit, I'm fucked, because I was preparing for this necro push and he just made tons of worms. And I was like, okay, this strategy is not like good to... It's good if you know that 100% your opponent gonna play this. But when he deviates, I'm just lost. So because I have like one
one building for bets, and yeah, so very bad. And in the third game, I realized that it's time to play bet riders. Yeah, why didn't you play bats before? I just wanted to entertain, to make good one-on-one fight, 100 foot limit, not just bet lame every game, because like it's a show match. So I wanted to make some show, but it's almost ended with 0-3 loss. Yeah, but then I was like, okay, now I have to play this, and I have to play perfect, because one mistake and I'm out. And then I lose Shadow Hunter stupidly and bought him back, and then just forgot to add him to the group, and he died again. I was like, okay, I need to avoid any fight I can, because today I'm not in the shape. So yeah. But I'm happy I did it. So I'm still the king, bitches. So find someone else who to dethrone me, and I will try to bring my best. Yeah, so there was nothing essentially wrong with your setup, right? It was just the execution of map 1 and 2. At map 1, yes, but at map 2, he completely outplayed me macro-wise. He made more bases, and I played this defensive strategy, and he just made lots of worms. So it was a strategy loss. Good play by Sheik. So he did everything great in this game. And in game 3, I think he should have tried to push as fast as possible with wagons, because Monsoon is great map for orcs for one-on-one fights, but I didn't want to try the same shit third game in a row and lose again. So I decided I have to bet, even if it's map not that good for it. And why is Monsoon not that good? Because when I play bets on Ferocity, for example, if he comes to my main, he kills my natural and my main. So I lose only 2 bases, and I can like spread around the map like I did. And at the Monsoon, if he comes, and you will lose all 3 bases. So you basically have to make some proxy, additional proxy with Pocket Expo. I always forget how it's called, like Tiny Great Hall. Yeah. So and it will be anyway only 2 extra bases, and if he loses only 1 and TP, we play 2 against 2, and it might be hard. So it's not the best map for bet lane, and I thought Sheik gonna make early push at 11:20, but he didn't. He went to like mass worms, etc. And at that moment, I realized I have a good chance. So, yeah. Yeah, to us, it kind of felt like he ran out of ideas while you just got better and more solid, and you always found like another expo to expand at. You found another way to harass. So just overall, more strategies also and more ways to annoy your opponent. Yeah, in game 2 or in game 4 and 5, I felt that way. So yeah, so I was the one who in charge, and I just tried to kill as much as possible and make as many bases as possible all around the map. So I was reaching the end, and I could build anything. I already prepared some buildings and upgrades for casters. So yeah. Yeah, I also, first of all, congratulations. I need to thanks. think about who to put That on was next. the toughest match in entire like show match series. Yeah. Yeah, absolutely. So I was just thinking, like, Sheik only played in map 4 and 5 2 expansions and 100 supply all in. And I always say the counter to this 2 expansion all in is just base race. So it felt like he just played in your cards, right? In my opinion, it would be better for Undead if he stays on 80, take more expansions, and be a bit more passive in the beginning, try to defend it, and only then be a little bit more aggressive. Or what do you think?
I think the strongest is to attack as soon as possible. So if you wait and try to defend expos, I have free time to mine lots of bases and get my hero levels, and then I can intercept some vegans, for example, and you might not be able to kill any expo at all. So the later the game goes, it's worse for Undead. So he needs to kill as fast as possible. But I was actually surprised that he had only 3 bases, because I thought that he gonna have 4. And but the problem with it for him is if I split attack, he can defend everything. So to defend his natural and main, it's much more easier than to defend another expos. And actually it was a great find to leave some necros at base. So next time I will bring some one spirit walker to dispel this shit. Yeah, maybe what's best then for Sheik is if you would scan your expansions, like top right there was 0 defense, and send the ghouls there. Maybe for other bases send 2 wagons there, and with the rest of the army go to Yeah, for sure. But it's hard, So- you know, when you Of get course. constantly Sure. attacked I'm just and thinking about you what don't in have lots of theory- gold. Also, sorry, what? I just think about what in theory would have been better, because as it was, he went with his entire army on your natural expansion. He went with 4 ghouls to your other expansion, but it was the one with the tower, with the burrow and the Yeah, shredder, it so was it did different. nothing. But if he would go top right, he would take out everything. So Yeah, yeah, but maybe 2 look, wagons the- on another base, and The problem is if you split your army and send wagons to one base and all heroes and army and at another, I can TP to the base with wagons and just kill it, and you have 0 yeah, okay, damage, but then you after lose. it. But then you lose 2 wagons, but you have a 100 supply army push, is what I think. But yeah, I think there is still potential for Undead, but it's of course a hard matchup. Yeah. So he played really good, and he had answers for many questions. So it doesn't look like completely imbalanced like it was. So Sheik did really good job, but Bad Lame won overall. Yeah. Okay, when are you ready for the next one? Give me 5 minutes to drink something, and I'm ready. I just warmed up, you know, so I feel like I'm doing great right now. I think Rulers needs like a little bit more time to find a worthy opponent to King Neutron. Yeah, Yeah, for give sure. me 1 week to pay you. This is the bigger issue. Okay. How will you treat yourself today? Last time it was Coke and Pringles, I think. Yeah, but not the Coke some people might think of. Okay, so not the Yeah. drink. I see how it is. Yeah, cola is for noobs. So today it's just a show match, so I will do nothing. I will just continue with my regular day. Okay. It's always a treat seeing you play, Mr. Yuri, even though I hate saying that. thank you. Because you're a dickhead, but you deserve it, man. Great games. You know, only dickhead can realize another guy's dickhead. Too, so. I do realize a dickhead when I see one. That is correct. Yuri, take care. Bye. Rulers, that was a fantastic show match with 2 phenomenal competitors. We can be very thankful that you put this together. Yeah, I'm super thankful that you are casting it. I wasn't expecting it, to be honest, but yeah, I'm very happy, and yeah, I'm gonna watch the DACH Inferno tonight. Who is playing? Yeah, we got the 3 matches since our second division is starting. We start with the warm-up, Sushi Core from Austria versus Black Rayman. Then we got Tetsta versus Ido in a playing Duck Derby. And we got Rain versus Changer. It is very, very promising tonight. Nice. Enjoy. And just so you know, I will always be there for this King of the Hill as long as one certain player isn't playing, but you know that. We won't anymore. Yeah, it was an absolute treat. Thank you and see you soon. Bye. Alrighty, Don't Rush the King is over. In 15 minutes, we're gonna get our DACH Inferno.
And I will set this up real quick and get some food. And then we see each other in 15 minutes for DACH Inferno one-on-one in German.
Hallo und herzlich willkommen zur besten deutschsprachigen Warcraft-Unterhaltung ever. DACH Inferno Season 5. Wir gehen rein in Spieltag Nummer 3. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt gute Laune mitgebracht. Ich hoffe, euch ist das gute Wetter scheißegal, weil jetzt ist Warcraft-Zeit. Heute mit dem ersten Spieltag aus Division 2. Und da freue ich mich sehr drüber. Endlich geht's los. Wir hatten sie ein bisschen verspätet gestartet, damit das hinten raus sich ausgeht und noch mehr Leute Zeit hatten einzusteigen. Und jetzt haben wir eine sehr, sehr schöne Division 2, wo auch schon ordentlich gegamed wird. An Spieltag 1 immer ein bisschen eine Outmatch. Aber bevor wir da reingehen in Division 2, dicken Dank an Buhusa für den Prime Sub und danke an Dawn of War für den Prime Sub. 74 Monate. Orkgeist kommt auch dabei. Kommt auch dazu. Danke für den Tier 1 Sub, 13 Monate. Immer gerne. Kann ich fast direkt mal Text-to-Speech anmachen, wenn ich hier heute die schlechte Nachricht muss ich dir noch geben, alleine bin. Warte. Ja, komm, sag. Habe ich den Alert hier nicht auf der Szene drauf? Was ist das für eine Frechheit? Unprofessioneller Caster, sondergleichen. So, jetzt aber. Ja. Weiter so mit der guten Unterhaltung. So nämlich. So, wir schauen rein. Wer ist am Start dieses Mal in Division 2? Wir haben den Ena aus Division 1 letztes Mal mit einem Sieg gestartet. Anxiety, unser sehr hübscher und talentierter Co-Caster, ebenfalls mit einem 2-0. Reelle Überraschung, Weekend ist dabei, muss sein Game noch machen. So cool, fabulös losgelegt. 84 auch. Unser Game heute, Sushi Core gegen Black Raymond. RB TV, Clan-internes Duell. Finrod hat eine Map verloren gegen den Icy. Firelord Tower Rush auf Springtime, habe ich gehört. Also hier kann noch mal gekitzelt werden, Freunde. Hier kann noch mal gekitzelt werden. Celebrate ist wieder mit am Start. Koloss hat gut vorgelegt. Murphy muss noch gegen Quickheat spielen. Hambam hat einen Sieg geholt. Pischi und Xorg vielleicht morgen. Und Kampf Waschbär mit einem 2-0 gegen Ruti. Die Schweiz muss also hier einstecken heute. Freunde, ich hab Bock. Das ist natürlich das Warm-up. Ich freue mich. Bereit, wenn ihr es seid. In Division 1 haben wir Edo gegen Tedstar. Absolutes Highlight-Match. 2 Leute, die man auf jeden Fall auf den Playoffs erwarten könnte. Und Rain gegen Changer. Oh, auf Rain gegen Changer bin ich richtig heiß. Es heißt mal wieder Playing Ducks gegen RBTV. Und wer da am Ende die Nase vorn hat, das werden wir sehen. Also heute 3 Matches, 3-mal Best of 3, sodass wir heute einen wunderschönen Abend zusammen haben. Arbeitskollege schaut vielleicht zu, der hat früher viel WC3 gezockt. Geil. Da muss ich dem erstmal erzählen, dass du aus Österreich bist. Kleiner Running Gag. Ja, also meine Co-Caster haben sich reihenweise abgemeldet heute. Ich habe dann sogar Leon gefragt. Weil Leon sich auf dem Stream immer beschwert. Du lädst mich ja nie ein. Das hat er mir einfach abgesagt. Das dazu. Mal wieder. Das dazu. Freunde, wir gehen rein. Debütspiel für Black Raymond und Sushi in Division 2 Spieltag 1. Das 5. Mal, dass wir das machen. Division 2 ist immer sehr, sehr, sehr besonders. Am ersten Spieltag, es ist ja das Schweizer System hier in unserer Division 2, was bedeutet, im Laufe der Liga spielen immer die Leute mit demselben Score gegeneinander. Also, jemand, der 2-0 gegangen ist, spielt gegen jemanden, der 2-0 gegangen ist. Der 1-1 steht gegen jemanden, der 1-1 steht und so weiter. Hier ist alles noch ein bisschen wild. Hier haben wir natürlich den Sushi-Core aus Österreich für die Horde. Da wird, muss ich erstmal, warte. DACH Inferno heißt das. Geht hier als großer Favorit rein. Es wäre schon wild, wenn er sich hier kein 2-0 holt. Aber ein kleines Favoritensterben in Division 2 immer gerne gesehen. Und Black Raymond ist ein Trickser. Ich hatte sehr oft das Vergnügen, gegen diesen Mann zu spielen, der mit einer Hand spielt. Wer es noch nicht weiß, mit viel Grazie und manchmal sehr dreckigen Taktiken.
Also, bisschen gehandicapt der Gute, aber durchaus eine tolle, tolle, tolle Bereicherung. Und was man mit einer Hand so in Warcraft anstellen kann, ist besser als das, was ich mit 2 Händen anstelle. Von daher bin ich mal gespannt. Er wusste, dass dieses Match ansteht. Er hat sich mit Sicherheit vorbereitet. Und wenn sich ein Rochenmann vorbereitet, dann könnte es dreckig werden. In die alte Rinde. Ja, Christian. Christian, Indy. Servus. Ja, also. Hoffentlich morgen mit einigen Castern. Für morgen haben sich einige eingetragen. Denn morgen, Freunde, ist unser Top-Match. Leon gegen Kevin steht an. Wo ich natürlich nach dem Dienstags-Eklat, nach dem Dienstags-Co-Caster-Eklat ganz klar für Kevin bin. Nach der Absage des Castens von Leon heute. Es ist traurig. Hallo Teko. Ja, also, geile Matches heute. Wir legen los. Blade Master bei Sushi, das sah schon in der Rele, ich wollte gerade sagen, in der Rele in den Qualifiern. In der Rele konnte er ja leider nicht, aus persönlichen, kurzfristigen, unschönen Gründen. Aber anscheinend alles wieder gut und Sushi wieder dabei. Diesmal Attacke Richtung Rele. Vielleicht direkt aus Division 2 in die Rele rein, weil das ist ja der Grund, warum wir hier sind in Division 2. A, natürlich Spaß haben. A, die Community treffen, neue Leute kennenlernen. Aber Sieger geht direkt in Division 1, kann sich die Rele also sparen. Und die Folgeplätze, die kommen dann in die Relegation mit den Leuten aus Division 1 und mit den Leuten aus den Open Qualifiern. Bisher sieht hier alles sehr gut aus. Ich glaube, beide Spieler mit einer etwas langsameren Strategie. Und Black Raymond mit dem Cryptboard. Und das ist gar nicht mal so üblich gegen Orks. Das sieht man viel. Death Knight natürlich. Aber sehr viel Stabilität. Vielleicht sogar eine Chance für eine Expansion, wenn man das denn machen möchte. Aber Sushi weiß schon, was abgeht, Freunde. Sushi hat schon, glaube ich, einen ganz guten Plan. Checkt. Ey, wo bist du? Was machst du? Aber der Black Raymond, der dribbelt den. Aber mal ganz easy. Läuft also ins Leere hier. Der Sushi kann sich immer noch den Shop nehmen. Also, falls hier was los gewesen wäre, hätte er hier mit seinem Blade Master einfach hinlaufen können. Schuss, Schuss, Schuss. Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Kaputt. Aber hat nichts gefunden. Geht zum Shop. Creept hier sich weiter ein. Und Blade Master Mirror Image ist sehr, sehr, sehr gefährlich, je höher das Level wird. Ihr wisst es mittlerweile, Freunde. Aber man darf auch die Beatles nicht unterschätzen. Man darf den Käfer nicht unterschätzen. Der ist sehr, sehr tanky. Ja, Phil Kane, zweite Liga. Hoffentlich Standardprogramm dieses Mal in Season 5. Ich war sehr dumm in Season 4, muss ich dazu mal sagen. Denn in Season 3 hatten wir Division 2 so umgebaut, dass die Spiele donnerstags veröffentlicht werden. Dann hatten die Spieler unfassbar viel Zeit zu schedulen, weil unsere Hauptsendung ja immer Dienstag und Mittwoch läuft. Das hatte ich leider in Season 4 vergessen. Und die Spieltage wieder montags gestartet, was dann den Leuten für einen Dienstag-Mittwoch-Broadcast nicht viel Zeit lässt, die Spiele zu schedulen. Jetzt also wieder für Leute mehr Zeit. Ja, manchmal muss man sich auf Altgesonnenes zurückbesinnen, ja, um zu realisieren, was man denn so hatte und so. Oh, hier hatte Black Raymond gerade ein Acolyte, das tut weh, aber Tech ist auch schon durch. Hier sieht man schon, Illusions, große, lange Zeit in Warcraft haben die nichts gemacht außer Scouten. Seit ein paar Jahren machen sie auch ein bisschen Damage, 10% oder so. Und damit kann man schon mal ein Acolyte knechten. Aber Raymond, nein! Nein, 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 nein! Oh, hier, ja, rein da! Nein, der Acolyte hat den Command nicht richtig bekommen. Er ist stuck. Er will ihm hier die ganze Zeit was erzählen, aber er ist nur am Singen. Oh, du Fröhliche. Oder so, sagt er die ganze Zeit. Vielleicht singt er auch Money. Wer weiß es schon. Gold, Gold, Gold sind alle meine Farben. Man kann sich da eine Playlist zusammen klobern als Acolyte, glaube ich. Das hat ein bisschen Gold gekostet. Aber Raymond hat es immer noch gemerkt. Top. Und dafür, dass er hier als Underdog reingeht, keine großen Fehler. Spielt auch ohne... Oh, der Bodyblock. Guck mal, wie der Sushi hier am Flexen ist. Wie er am Flexen ist. Der kriegt ja auch noch Hilfe von dem Troll. Zack, erste Fiend weg. Und
Raymond ist schon auf ein bisschen einem Sparkurs, möchte ich mal sagen. Dank dem einen Acolyte-Kill ist auch im Tech ein bisschen hinten dran. Sushi muss auch gar nicht großartig was ausgeben gerade. Der hat eine solide Anzahl Headhunter. Damit kann er gut creepen. Shadowhunter ist draußen. Und alles, was er braucht, ist ein Blade Master, ein paar Illusionen und ab dafür. Passt aber soweit alles sehr gut. Level 3 für einen Cryptlord wäre natürlich Sahne, aber der Sushi, der lässt ihm hier gar keinen Platz. Jetzt aber. Bisschen Gnade, so wie es aussieht. Springtime ist die Map. Springtime ist die Map, wo Icy seinen Map-Win geholt hat. Vielleicht wäre ein Tower-Push ganz geil gewesen, kann man da vielleicht sagen. Als Überraschung. Ich habe schon, Freunde, ich habe diverse Schlachten geschlagen mit Black Raymond. Und ich bin Undead, er ist Undead. Und selbst da hat er Tower-Pushes gespielt. Also was ihm hier einfällt, wollen wir mal sehen. Bisher sieht es relativ standardmäßig aus. Wird natürlich immer schwieriger und schwieriger zu kontrollieren, gerade wenn es Richtung Statuen und Destroyern geht. Aber Blade Master, gutes Inventar, kein komplett krankes Inventar. Da kann man noch mit umgehen. Und jetzt haben wir Level 3 auf dem Cryptlord. Was spielt der Sushi eigentlich im Late Game? Bisher sieht es einfach nur nach mehr Headhuntern aus, ne? Der hat ein Beastery, der holt noch eine Kodo ran. Damage! Alles ist Damage! Oh oh. Creepjack ist nicht gut. Wundert mich ein bisschen, dass Black Raymond keine Expansion gespielt hat. Vielleicht hat er es gerochen. Critical Strike vom Blade Master noch nicht angsteinflößend. Es geht natürlich hier um den großen Ogre Magi. Wenn der droppt, gibt es viel Erfahrung und es gibt ein Consumable, größtenteils Potions. Und jetzt haben wir Statues. Wir warten noch auf die Tier 3 Belohnung für Black Raymond, aber hier fallen auch die Headhunter. Schaut euch das Impale an, schaut euch das Focus Fire an. Fiends müssen leider auch ein bisschen leiden, müssen wir sagen, aber 2 haben wir noch. Beide ein bisschen mit einem Anti-Timing, muss ich sagen. Fighten, bevor Black Raymond auf Tier 3 ist. Fighten, bevor die Berserker da sind. Bevor hier irgendwas von Tier 3 da ist. Also das Tier 3 hätten sich beide eigentlich schenken können. Zwei Level Vorteil für Sushi. Unserem österreichischen Vertreter. Nicht verkehrt. Jetzt gleich haben wir 3 Helden. Torrent Chieftain auf der einen Seite für Stomp und Movement Speed Aura. Auf der anderen Seite wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Lich sein. Große Möglichkeiten gibt es da, glaube ich, nicht. Außer Black Raymond will mal wieder wild sein. Ihm fehlt jetzt so ein bisschen an Damage. Beiden fehlt es, glaube ich, ein bisschen an Damage, kann man sagen. Nur 4 Headhunter für eine Weile. Nur 3 Fiends für eine Weile nach dem Fight. Ein sehr... ich wollte gerade sagen TP. Nein, es war nur ein Staff. Schaut euch das Multitasking an. Hier wird gecreept, hier wird geshoppt. So soll es sein. Direkt das Gold, was man den Unholden abluchst, reinvestieren. Auf der anderen Seite Devotion Aura für mehr Rüstung. Gefällt. Gegen den Ork. Die haben ja nur physischen Schaden. Von daher immer gut. Flöte für Sushi ebenfalls. Und Raymond hat noch kein Destroyer-Upgrade. Lassen sich beide noch ein bisschen Zeit hier. Orb of Lightning für den Blade Master, der muss dann gleich mal aussortieren. Was er hier zum Second-Hand-Shop bringt. Vielleicht Went of Mana Stealing auf den Shadowhunter oder so. Aber ja, die Self wird gleich abgegeben. Dann hat er hier aber Suffering from Success. Das nächste Item, Warsong Battle Drums. Auch das kann er verkaufen. Hat er ja schon. Map Movement bei Black Raymond gerade ein bisschen vorsichtig. Wirkt so, als würde er auf einen Push warten. Der aber leider nicht kommt. Von daher wächst der Level-Vorteil und wäre Black Raymond nach rechts gelaufen, dann hätte er da jetzt ja noch das Red Camp gehabt und gar nicht mal das Mercenary Camp. Wurde das schon mitgenommen? Fleißiger Shadowhunter. Aber so
ein Level unten beim Cryptlord, ein Level drunten beim DK, ein Level drunten beim Lich. Und gerade in diesem Matchup sind Hero-Levels extremst wichtig. Aber Sushi, der nimmt doch keine Gefangenen hier heute bisher. Ich glaube, Rochenmann hätte bessere Chancen, wenn beide zusammen im Voice wären. Was er kann, ist Leuten übelst das Ohr abkauen. Die herzensgute Seele, die er ist. Immer was zu erzählen. Und damit dann so ein bisschen psychologische Kriegsführung. Nochmal was über Yu-Gi-Oh! Karten erzählen oder so. Ja, und jetzt denkt sich Sushi auch. Wo bleibst du? Komm doch! Komm doch! Macht er jetzt auch. Transition auf Tauren sollte vonstatten gehen. Dafür dauert es noch ein bisschen. Rein da mit Käfern und Spinnen. Und wieder weiterhin keine Destroyer. Schönes Impale allerdings. Nova, Coil, Hero Focus ist Name of the Game. Das ist gegen den Rochenmann oft der Fall. Gut den DK gerettet. Gut die Units nachgezogen. Uah, vielleicht hat Sushi die Fiend nicht gesehen. Ne? Dafür hat er eine Tiny Great Hall. Also, 2 Basen gegen eine Basis. Riesenvorteil für Sushi, was die Helden angeht. Und dann mal gucken, wann das Ding hier dicht gemacht wird. Blade Master wird besser und besser. Gleich Level 3 Critical Strike. Große rote Zahlen. Ihr kennt's. Und es gibt noch genau ein Creep Camp auf dieser Karte. Da gibt es dann Level 2 Coil. Okay, gibt es aber auch den großen Magnetor Reaver. Ja, Sushi lässt so ein bisschen Gnade vor Recht ergehen. Oder hat es nicht gescoutet. Was auch immer es ist. Lost plus 12. Und Intelligence, also ein bisschen Damage Boost für den Lich. Frost Armor vielleicht. Und Sushi scoutet sich den Arsch ab. Wo bist du? Was machst du? Zeig dich. Aber der Rochenmann, der bleibt versteckt. Wie ein Rochen halt. Da im Sand. So. Aber auf einmal ist er da. Hoffen wir mal, dass es jetzt genauso weitergeht hier. Inwood Potion, Heal Scrolls. Ich hoffe, die Potion Usage wird am Start sein bei Black Raymond. Es wird viel Hero Focus geben, das ist Fakt. Sushi Core mit 60 Supply, also einer größeren Armee. DK immer weit vorne beim Rochenmann. Dafür hat er die Invo Potion mitgebracht. Armee versteift sich komplett auf den TC. Coil ready, aber kein Mana mehr. Eine Mana Potion würde dem Undead gut tun, wo der Blade Master hier die Armee komplett zerhackstückt. Genauso wie er es tut. 1, 2, 3, down. Und der DK, no! Viel zu viel Schaden vom Blade Master. Und damit wird der Rochenmann in seine Schranken gewiesen. Also 2 Basen, 3 Level. Das ist gerade der Vorteil von unserem österreichischen Vertreter Sushikor, der eigentlich kein Österreicher ist, aber den ich immer gerne Österreicher nenne. Aber so viel verloren hat Rochenmann jetzt auch nicht. Leider fehlt es da so ein bisschen an Ecken und Kanten. Destroyer verstehe ich schon, dass die nicht gebaut werden. Werden von Headhuntern ziemlich schnell aus der Luft geholt. Aber dann vielleicht eine Abomination. Vielleicht ein Meatwagon. Vielleicht Caster. Ich bin ja so ungefähr auf dem Level wie der Black Raymond. Sushikor ist 5 Ligen über uns. Gegen Ork, ich mag Nekros. Late Game 1, 2 Nekros, dann sterben meine Einheiten. Ich drücke bei den Nekros auf den Knopf und dann kriege ich immerhin noch Skeletons dafür. Es ist so, dann verliert man was, aber man gewinnt auch was. Bevor man wieder was verliert und dann nichts gewinnt. Aber das ist besser, als würde man gar nichts gewinnen. Versteht ihr die Logik? Boneyard. Okay, ja, wo der Edo heute spielt. Wo der Edo heute spielt, da kann man natürlich auch mal einen Boneyard da in die Base pflanzen. Edo gegen Tetster. 25 Minuten. Chat schlägt auch gar nicht so verkehrt, sind nur sehr fragil. Sehr fragil. Gute Nerverei, wie gesagt. Nerven kann der Rayman.
wenn er das ein paar Mal öfter macht, fällt vielleicht auch mal ein P an. Sushi respektiert aber die Undead Base. Man weiß, kämpfe niemals in einer Undead Base. Der Tobi ist schon im Chat. Wie immer der Erste, der ein Statement einsendet. Tobi einfach Musterschüler. Können wir sagen, Mut der... Okay, das... Erste Welle heißt Tobias Mut. Kombiniere ich das, aber hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das dachte. Wir haben Destroyer, aber keine Statues mehr. Herr Rayman, willst du da jetzt rauspushen? Du brauchst doch noch den Frostwurm. Oh nein! Focus Fire gegen Destroyer. Sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt vielleicht die alte Sparta-Taktik. Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Die Tower ausbauen, was das Zeug hält. Aber ich glaube, da fehlt es gerade ein bisschen an APM. Impale sieht gut aus. Aber genauso gut aussehen tut die Armee von Sushi Core. Und wahrscheinlich auch der Sushi Core selber. So kommt er zumindest rüber. Wenn nicht, dann ist er immerhin innerlich schön. Und das können nicht viele Leute über sich sagen. Tun's aber. GG von Black Rayman. Man sagt so schön, the writing was on the wall. Da war Sushi als fast Rele-Teilnehmer, als Qualifier-Finalist schneller, effizienter. Ungefähr so, wie wir das erwartet haben. Und jetzt würde ich gerne was ganz Dreckiges sehen vom Herrn Rochenmann. So eine richtig schöne Käsestrategie muss jetzt da raus. So ein Ding. Meine 2-Taste funktioniert nicht. Ah, jetzt. Meine 2-Taste war die Gänsefüßchen-Taste. Und es ist Tidehunters. Hier kann man expandieren, hier kann man towern. Rochenmann 600 MMR unter. Unter Sushi Core. Kann er da mit Köpfchen was ausgleichen vielleicht? Gibt's hier ein Upset? So wie bei Icy gegen Finrod. Da habe ich nochmal den Game Name bekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sushi 1-0. Wenn der Rochenmann seine Tier 3 Army hat, ist er viel stärker als im Early. Wenn er Worms hat, sicherlich. Aber der kann einem auch im Early Game schön überrennen, sag ich. Erster Spieltag ist immer ein bisschen bitter für die Underdogs. Für die Amateurspieler, aber dann ab Spieltag 2. Tetzer wird heute leider verlieren. Oh, der Rochenmann. Ja, der hat auch im Creepcamp Discord noch einen rausgehauen heute. Als wir auf Social Media gepostet haben, was denn heute für ein Statement, was heute für ein Spieltag ist, sagt der Tetzer auf dem Bild oben so friedlich und unten so aggressiv, Leon im Karatefilm. Changer wie so ein DVAG-Vertreter und Edo, willst du Bizeps? Mein Kurs Edo-Zeps für 59,99. Bizeps für jeden. Rain sieht aus wie ein Lehrer, Kevin und Schoss sind normal. Wer auch immer das Bild gemacht hat, 10 von 10. Ja, wild, wild. Rochenmann immer wild. So viel können wir dazu sagen. Gut, dass du für moralischen Support hier bist, Kuranga. Das gefällt uns. Wir haben wieder dasselbe Setup für Sushi Core. Wieder Blade Master, wieder Mirror Image. Da ist er sehr gut mitgefahren im ersten Spiel. Von daher kein Grund, hier irgendwie großartig was zu ändern. Macht auch einfach wirklich viel Spaß. So ein Mirror Image und Headhunter. Macht Spaß. Solltet ihr mal ausprobieren. Rein in den Ladder. Blade Master, Mirror Image, creepen, creepen, creepen. Hacken, hacken, hacken. Auf der anderen Seite sehen wir diesmal einen Death Knight.
auch wieder mit Fiends. Und das ist ein relativ fixer Tag für den Rochenmann. Also, kein zu erwartender Käse, sondern mehr oder weniger Ted-Fiends. Da wollen wir mal schauen, ob der DK rüber rennt und vielleicht die das ein oder andere Creep stehlen kann. Hier ist er ein bisschen zu spät. Um die Klaue zu verhindern, ist er auch zu spät. Aber hier kann er was klauen. Die große Schildkröte. Relativ simpel. Muss auch keine Angst haben. So viel Schaden ist da noch nicht auf der Sushi-Seite. Es ist ja aber auch nur fitting, dass jemand, der Sushi-Core heißt, einen Blade Master spielt, oder? Für Sushi braucht man auch scharfe Messer, um das richtig zu machen. Was soll denn dann mit dem Farsia kommen? Das würde thematisch überhaupt keinen Sinn machen. Schöner Creep-Check. Sushi war ein bisschen gierig. Wollte jetzt zum Ogre, der slowt durch Muddy. Hat er gekriegt, der Rochenmann. Level 2,3. Grunt weg. Und der Ogre steht noch. Wo Bild? Was? Ah, ich dachte, da war die ganze Zeit kein Bild im Broadcast. Oh, ist mir kurz schlecht geworden. Auf den Being Esports Socials. Der gute Rochenmann. Ich meine, ne, ihr kennt meine Partnerschaft mit dem Mute-Button. Da hätte es auch sein können, dass da einfach mal kein Bild ist. Wer weiß das schon? Hallo Pischi! Gut, hier vernünftige Rocket Beans Repräsentanz zu sehen. Für das kleine interne Match. A player's forces are under attack. Ja, hat schon ganz gut genervt. Also wir hatten einen sehr frühen, auf Map 1, einen sehr frühen Level 3 Blade Master. Das hat auf jeden Fall der Rochenmann schon mal verhindert. Mit dem, was er hier so hingezaubert hat. Und damit haben wir nicht Level 2 Mirror Image zum Harassen, sondern nur Level 1 Mirror Image. Das ist schon eine Verbesserung zu dem, was wir gerade eben gesehen haben. Kein Acolyte gekillt. Slaughterhouse kommt vernünftig. Kein gerushter Tier 3 Tag tatsächlich. Sondern eher Statues. Und jetzt zweiter Versuch. Rauf auf den Hügel. Das sollte für einen Österreicher natürlich eigentlich kein Problem sein. Ja, ist hier ein bisschen lazy, muss man sagen, Herr 1900 MMR. Da kann man die Headhunter mal hier hoch, damit das mit dem Mist nicht mehr da ist. Ja, ja. Danke für den Prime. 66 Monate. Jetzt fängt der Support erst richtig an. Ihr wisst schon. Der gute Udo. Der Herr hab ihn selig. Wenn er vernünftig war. Ich weiß nicht so viel über Udo Jürgens. Ich habe mich da letzte Woche mit Dennis Rodman schon in die Nesseln gesetzt. Vielleicht sollte ich solche Aussagen lassen. So, Rochenmann. Creep dir einen Sturm. Hol uns die großen Keulen Novas. Hol uns die Map nach Hause. Ich meine, die Map bleibt ja sowieso im Hause Rocket Beans Bambinis. Aber ihr wisst schon. Underdog Story. Rochen Story. Mehr und mehr Leute kommen hier rein. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid zur regulären Inferno-Startzeit. Heute und hoffentlich auch mehr in der Zukunft. Division 2, Freunde. Division 2 ist zurück. Diese Woche gestartet, beziehungsweise letzte Woche gestartet. Einige Favoriten haben sich schon durchgesetzt. Ein paar Underdog-Erfolge gab es ebenfalls. Und wir werden unser Bestes tun, jetzt wo die
Spieler wieder mehr Zeit haben zu schedulen vor den Inferno-Broadcasts, dass wir da das ein oder andere Match hier immer ins Vorprogramm packen. Für morgen hoffen wir auf Pischner gegen Xorg. Da müssen wir noch gucken, ob sich das terminlich vereinbaren lässt. Aber ich sag mal, 50% der Spieler sind schon mal bereit. Sehr gut. Forces are under attack. Blade Master hat hier sehr gut gefarmt, muss man sagen. Und Shadowhunter auch. Wirklich toll. Viel Damage, viel Mana. Genau das, was der Ork will. Und ich bin gespannt, ob der Rochenmann jetzt hier gleich zum großen Push ausholt. Tier 3 ist fertig. Sushi weiß das. Der ist die ganze Zeit hier übelst nervig mit dem Shadowhunter am gucken, was da so abgeht. Jetzt wieder? Tier 3? Okay. Es muss nicht mal ein Held gebaut werden hier im Altar. Das wird wahrscheinlich bei der Taverne gehen. Oh, schönes Timing, Herr Rochenmann. Tier 3 fertig. Zack, zur Taverne. 3. Held. So wollen wir es sehen. Jetzt noch Destroyer-Upgrade. Währenddessen hat leider Sushi, also leider aus Black Raymonds Sicht, den kompletten Boden gecreept. Hallo, Wolke! Players' forces are under attack. Lich hat guten Damage. DK hat viele Gauntlets. Die können da mal hier auf den Pitlord geben. Was ist Happy PCs 00272? Das sind die PCs, die man braucht für eine Simulation, um einen Computer so vorzubereiten, dass er so spielen kann wie Happy. Momentan 272, aber Happy trainiert auch. Von daher wird die Zahl dann hochgehen. Auch. Eieieiei, dieser Blade Master wird verrückt. Ich sehe schon kommen, diese ganzen roten Rüstenzahlen. So, und drauf da. Wir haben Backpack. Stark. Wir haben den Lich fast auf 3. Auch stark. Wir haben den Pitlord. Liebe Grüße an Destromat. Ich glaube, das ist Spartas beliebster Pitlord-Name oder so. Ja, jetzt kommen die Gauntlets auf den Pity. Drauf da! Drauf mit der Stärke! Mach ihn stark! Mach ihn groß! Das klang weird. Ich meine den Pitlord. Es wird wieder nach einer Echse gescoutet. Wieder hat Sushikor den Level-Vorteil. Hat er einen TP? Der hat kein TP. Der hat kein TP. Drauf da, Rochenmann! Drauf da! Nee, der expandiert jetzt, ne? Da ist... Der wäre auch Zement gewesen, aber gut. Der Pitlord könnte halt so böse sein, ne? Wir müssen bedenken, wo wir jetzt alle gerade das Inventar verbessern wollen. Der Herr Rochenmann, der hat nur halb so viel APM und keine Tastatur. Da muss man sich die APM einteilen. Oh, Unholy Aura, richtig stark. Tiny Great Hall, richtig stark. Rochenmann denkt sich aber auch hier, Freunde. Also, der Edo und der Tetster, die können mal schön eine Runde warten. Wir ziehen das Ganze hier ins Late Game rein. Stacken die 3 Gloves beim Lich. Ja. Die bringen immer weniger pro Gloves of Haste, die man draufpackt. Also der Vorteil von einer Gloves of Haste zu 0 ist groß. Von 2 zu 1 ist so mittel. Und von 3 zu 2 ist dann so, merkt man kaum noch. Aber ja. Warum Pitlord? Sehr gute Frage. Pitlord, toller Held, sehr tanky. Der macht Howl of Terror, was auf Level 1 sehr, sehr gut ist. 30% Schadensverringerung auf dem Blade Master, wenn man es denn einsetzt. Und haut auch noch gut zu gegen Units, die auf dem Boden sind, weil der so einen Splash hat vor sich. Sehr guter Held.
Bisschen abhängig von Items. Aber ansonsten sehr guter Held. Und relativ easy zu manövrieren. Da muss man nicht großartig Focus Fire mit Black Arrow machen oder Silence setzen oder so. Den schickt man vorne rein und dann ist der gut. Ich sag immer, aus eigener Erfahrung, der Pitlord ist am besten, wenn er 0 gemicrot wird. Einmal kurz, um ihn vorne reinzuschicken und dann Hände weg vom Pitlord. A town is under siege. A player's forces Der are schneidet sich da schon seinen Weg. Sushi hat's gefunden. Die Schweizer haben es erfunden. Der Österreicher hat es gefunden. Und will wieder hier auf Tauchen gehen. Macht hier alles schön bedächtig. Oh, gutes Burrow, Herr Rochenmann. Schau, schau, schau. Da haben wir doch die Timings. Torrent-Totem. Zerstört. Barracks. Haut nochmal einen Berserker raus. Aber das bringt ja auch nicht so viel. Und Rochenmann, der will die Main. Verkauft alles. Gut. Cancel, cancel, cancel. Pumpen, Rochenmann. Pumpen. Sushi war wieder gierig, hat kein TP. Von daher kann Rochenmann hier tun und lassen, was er möchte. Oh, jetzt baut er hier 2 Baracken nach. Schau, schau, schau. Ja, da wird nochmal nachgekauft. Wir haben 2 Heal Scrolls, eine Invo Potion. Jetzt letzter Fight. Rochenmann muss hier was reißen. Er ist sehr greedy auf 50 Supply. Storm! Oh, Feier! Gut, da konnte man relativ wenig gegen machen. Was haben wir geholt? Eine Barracks, ein Totem und den Shop. Dafür die Echse verloren. Nicht der idealste Trade, könnte man sagen. Jetzt muss gepumpt werden. Sushi hat kein Holz. Sushi hat 10 Peons am Gold, aber kein Holz und keinen Schredder. Der kann nicht höher als 55 Supply gerade. Ja, Lead Terror Pitlord ist super. Muss ich mal ausprobieren. Genau mein Held. Ich hatte so viel Spaß, gerade wenn man Undead ist und da noch Unholy Frenzy draufsetzt. Es ist famos. Weißt du, so auf höheren Leveln, da kann man da vielleicht gegen Micron. Aber ich bin so bei, weiß ich nicht, 1300, 1400 MMR. Und da Micro keiner dagegen. Und unter meinem Level mit Sicherheit auch nicht. Dann machst du noch Frost Armor drauf. Dann ist er noch ein bisschen tankier. Wenn er ein bisschen was auf die Schnauze kriegt, schmeißt du eine Coil hin. Guter Mann. Gerade da ich heute Solo caste, immer gerne her mit euren Fragen. Egal ob A player's Anfänger forces are under oder attack. Profi, ich helfe euch gerne. Habt leider nur 90 Sekunden Delay. Gutes Scouting von Sushi mit den Illusions die ganze Zeit. Auch schon auf Map 1. Wirklich fein. So, Herr Rochenmann, dann zeigen Sie uns mal, wie Sie Micron können. Oh, die Stomps von Sushi sind top. Abgewandelter Schuhplattler hier gegen die Fiends. Brutal. Und ja, wie ihr es kennt, erster Hit vom Lightning Orb gegen den Destroyer. Immer ein Purge. Town is under siege. Und jetzt muss er hier irgendwie aus dem Contain raus. Aus der Belagerung raus. Sushi Core 75 Supply. Der wird sich hier wahrscheinlich bei 80 einpendeln. Dachte, vielleicht holt er Peons für Tower. Was der Schorsch hier so gut gemacht hat. Oh, es geht auf den Pitlord. Der hat viel Rüstung. Der hält einiges aus. Wenn das nicht mal ein Fehler ist. Rochenmann mit dem Hero-Fokus und er holt sich die Kuh. Auf geht's, Rochenmann. Was wäre das ein Wunder? 18 Supply weniger, 2 Level weniger, eine Hand weniger und trotzdem den Sieg holen?
In der Rochenmann-Realität alles möglich. Oh, DK muss aufpassen, aber Potion schön reflexartig benutzt. Und der Rochmann, der hat noch Gold. Hau die Tower raus, Mignon. Der Sushi, der ist gierig. Der will auf die Couch. Aber der Blade Master macht ja auch durchaus einen guten Punkt, warum Mirror Image eine feine Sache ist. Pitdot kommt nicht so wirklich dahin, wo er hin muss. Jetzt erst. Und jetzt sieht man den Damage. Hack, 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 hack. Wenn der die ganze Zeit da vorne drin gestanden hätte, dann wäre es super gewesen. Jetzt Blade Master Level 5. Der DK auch mehr oder weniger lebensmüde da unterwegs. Aber Rochenmann, guten Fight hast du gebracht. 600 MMR weniger. Dafür wacker gehalten. 2x20 Minuten. Gut gelevelt. Aber Sushi-Core ist halt auch quasi Relegationsteilnehmer. Let's go, Teddy, mein Cheerleader. Oh, schön. Sehr schön. Sushi-Core mit dem Sieg. Das haben wir genauso erwartet. Aber schöner Fight war es. Schöner Fight. Und Blade Master Mirror Image natürlich auch immer eine Freude. Damit gelungener Einstand für Sushi Richtung Division 2, Richtung Relegation. Vielleicht wird ja oben angegriffen diesmal. So, jetzt haben wir noch 4 Minuten. Ich habe alle Statements bekommen. Toll. Die muss ich noch einpflegen. Bei manchen Spielern. Oh, da freue ich mich. Tolles Statement, Leute, heute. Ist der Changer-Download schon fertig? Wahnsinn. Der war richtig schnell. Ja, es kann heute sein, dass einige Statements, weil ich früher live gegangen bin, einige Statements noch angepasst werden müssen. Größentechnisch. Aber Freunde, ich werde eure Fragen gleich beantworten. Sehr, sehr cool, dass ihr welche schickt. Wir schauen uns nämlich mal die Tabelle an, Freunde. Jetzt geht's Richtung Division 1. Jetzt geht's ans Eingemachte. Hoffentlich sehen wir morgen noch Pischner gegen Zorg aus Division 2. Das wird spannend. Aber Division 1. In Division 1 ist einiges los. Kevin gerade auf Platz 1 vorm Spitzenspiel gegen Leon. Das werden wir morgen sehen. Schosch werden wir morgen auch sehen. Gerade noch auf Platz 2. Dahinter Leon. Edo kann heute einen Satz machen. Edo kann heute den ersten Platz holen tatsächlich. Mit einem 2-0 gegen Tetstar. Phoenix hat eine Woche Pause. Der hatte vorher getauscht und dementsprechend diese Woche nichts zu tun. Rain im Duell gegen Changer kann ebenfalls Tabellenführer werden. Und für Changer und Teddy geht es natürlich darum, die ersten Punkte zu holen. Es wird so wild in dieser Season. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Spieler mit 4 oder 5 Punkten, die Kevin da oben angreifen müssen. Die einen natürlich noch das ein oder andere Spiel weniger. Aber ihr seht schon, das Teilnehmerfeld diese Season ist sehr eng beieinander nach den ersten 2 Spieltagen. Und unser erstes Match ist das Playing Ducks interne Derby von Edo gegen Tetstar. Und ich habe gesehen, der Teddy, der hatte heute wahrscheinlich ein bisschen wenig Zeit und hat das Ganze im Hochformat geschickt. Wo habe ich das denn? Habe ich das nicht eingebunden? Bin ich deppert? Habe ich keine 9:16 Szene hier vom Teddy? Warum denn das nicht? Tetstar. Ach, warte mal, das machen wir anders. Den Rahmen habe ich doch vorbereitet. 9:16 Teddy. Dann machen wir das hier hin. Das war das da. Und dann spiele ich euch das Teddy-Statement, denn Teddy-Statements sind die besten. Ja, für mich geht es heute gegen Edo, nachdem die letzten Wochen nicht ganz so gut gelaufen sind. Aber so ein bisschen aber leider wie erwartet, weil ich einfach keine Zeit mehr habe im Moment. Also ich habe, glaube ich, seit Beginn der Season keine Ladder Games mehr gemacht und auch davor die Wochen nicht mehr. Die 2, 3 Wochen davor vielleicht. Deswegen, ja,
denke ich, dass die Chancen auch gegen Edo nicht so besonders gut sind. Auch gegen Schosch morgen wird es schwierig. Deswegen so wirklich spielen kann ich erst wieder nach den Klausuren. Das wird dann höchstwahrscheinlich ab dem Spieltag von Rain sein, beziehungsweise die Woche danach. Ja, deswegen Chancen gegen Edo jetzt diese Saison, glaube ich, relativ gering. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich alles versuchen, die Saison noch irgendwie zu retten, und ich wünsche euch viel Spaß. Aber richtig schönes Wetter hat er da genossen. Wunderbar. Ja, das hat sich angebahnt. Bei Teddy musste schon einige Spiele verschieben. By the way, Shoutout an die ganze Liga, die das terminlich, also natürlich sind wir alle irgendwie, oder die Spieler mitten im Leben, ich bin nur ein Idiot hier auf Twitch, aber stehen mitten im Leben, you know, haben viel zu tun, Familie, Verlobte, Frau, Kinder, Beruf, Studium und so weiter, kriegen das trotzdem und alles unter einen Hut. Und wir sind, glaube ich, relativ stringent, was diesen Spielplan angeht, aber wenn Leute untereinander tauschen, ist es natürlich gar kein Problem. Und die Spieler machen das wirklich, wirklich, wirklich toll. Das hatten wir schon mal anders. Jetzt, Freunde, der Edo-Boy. Ich hoffe, es ist der Edo-Boy. Tetster sagt, der Edo-Boy geht ja als Favorit ins Rennen. Let's see. Ah! Da ist schon das Problem. Da müssen wir einmal hier, warte. Flip. Nee, Rotate. Nein, das andere Rotate. Junge, ich krieg das mit Clockwise und so, kriege ich nicht hin. Da ist er, der Edo-Boy. Kurz vorm Playing Ducks-Duell. Ab geht's gegen Teddy Tetster. Ich habe letzte Woche ein bisschen auf den Sack bekommen gegen die Nachtelfen. Ich glaube, für ihn jetzt nicht so der optimale Season-Start. Ich war jetzt über Ostern etwas unterwegs. Bin jetzt gestern Abend wieder nach Hause gekommen. Aber ich denke, für Tetster geht es auch ohne Vorbereitung. Wieder klassisches Orc Undead. Ich meine, schwer zu sagen, was Tetster spielt. Der hat tatsächlich viele Optionen, ob es jetzt irgendwie so in die Weibern wieder reingeht mit seinem Lame, ob er eine Counter-Ex, ob er Fast-Stack auf Tier 3 macht und dann eine Ex hochzieht. Ob ich eine Tier 1 Exe spiele, weiß ich selber noch nicht. Ich meine, er hat auch ein bisschen Variation mit den Heroes. Criplot, auf jeden Fall Hero meiner Wahl. Und dann muss man mal gucken, wie das Spiel sich entwickelt. Ob eine Exe dann Sinn macht oder nicht. Und ja, kann schnell in beide Richtungen. Also es könnte 2-0 wieder werden, wie letzte Season für mich. Aber gegen Orc, falls er Blade Master spielen sollte, wenn der mal schön levelt, ein paar gute Items findet, dann ist der ziemlich gefährlich im Late Game. Aber ja, bin mal gespannt, was Tetzer da so an den Start bringen wird. Für mich ist auf jeden Fall weiterhin Ziel Playoffs. Letzte Woche hat ja Leon ein bisschen gedodged gegen mich. Ich muss gucken, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr spiele. Aber bei mir waren immer so die Frühling-Sommer-Seasons immer eher so die schlechteren Seasons der letzten Jahren. Und bin dann eher im Winter ein bisschen aktiver. Aber ja, schauen wir mal, ich denke, Playoffs muss auf jeden Fall drin sein. Daher wäre heute der Sieg sehr wichtig. Mit dem Sieg gegen Teddy heute, glaube ich, wären seine Chancen auf die Playoffs dann auch damit mehr oder weniger zunichte gemacht mit den Loss gegen die Elfen. Und für mich würde es dann ganz gut aussehen. Und dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich dann eher Rain als direkten Kontrahenten um die Playoffs sehen und weniger Teddy. Aber gut, von daher, jetzt gehe ich erstmal essen. Ziehen wir eine Playing Ducks Shirt an und dann bis gleich. Sehr gelöst, würde ich sagen. Sehr gelöst, der Edo-Boy. So gefällt's, so gefällt's. Hat er vieles Richtiges gesagt? Hat er viel Richtiges gesagt? Kann sein, dass ich hier lagge. Gehe dann raus und nehme FloTV. Jo, dann wisst ihr, was los ist, ne? Bracket. Der Edo hat meinen Job hier komplett richtig ausgefüllt. Ich muss eigentlich nichts mehr sagen. Teddy mit einem kleinen, desaströsen Start. Mach mal lieber die richtige Map, statt hier große Reden zu schwingen. Ist das frech, Shallow Grave.
Als ob du weißt, als ob du Maps kennst. Frechheit. Okay, entschuldige bitte. Ready, wenn ihr seid. Warten noch kurz auf den Boy. Aber ja, Edo hat alles gesagt. Für Teddy geht es auf jeden Fall ums Retten der Season nach dem 0-3-Start. Alles ein bisschen vor die Klausuren gezogen, dementsprechend abends ein bisschen stressig. Der große Konkurrent ist der Rain, hat er sich gesagt. Mal schauen, ob da nicht noch jemand in die Bresche springt. Dann hole ich nochmal Wasser. Okay. Da ist der Tetzer nochmal kurz vom PC weg hier. Edo ist natürlich einer der großen Favoriten. Es kann natürlich auch sein, dass ein Schosch da noch dazwischen springt. Ich würde Phoenix nie unterschätzen. Und Changer, ich sag mal so, Changer hat sehr überperformt, sodass er selber überrascht war, wie gut er gespielt hat. Teddy auch. Da haben wir unsere Burschen. Auf wie geht's. Have fun, have fun. So, Freunde, das Playing Ducks Derby startet auf Shallowgrave. Wir haben mal wieder wundervoll von Anxiety die Map Picks and Bands zugespielt bekommen. Die muss ich noch einblenden und hoffen, dass der Server funktioniert. Da ist das Ding, wir starten auf Shallowgrave. Die Picks sind Autumn Leaves und Boulder Vale. Da wurde lange Zeit gescherzt. Was ist denn BV? Was ist denn BV? Jetzt haben wir die Maps ausgeschrieben in Anxietys Tool und Bilder dazu gepackt. Und jetzt weiß der Teddy auch, was BV ist. Ist aber der Losers Pick von Edoboy. Dieses Match zwischen den beiden, die sich schon seit einer ganzen Weile kennen, da war sonst immer sehr viel Feuer drin. Da wurden Spitzen hin und her geschossen. Jetzt alles sehr ruhig, alles ein bisschen Piano. Ist natürlich auch noch Anfang der Season. Für Teddy geht's aber schon um die Playoffs. Krefeld ist, glaube ich, bei ihm ziemlich in der Nähe. Da wäre die Reise nicht so weit, aber die Reise mit Punkten, die Reise mit den Siegen, die ist noch so weit. Letzte Season haben unter Umständen 3 Siege zu Playoffs gereicht in 7 Spielen. Klappt das auch diesmal irgendwie, ist die große Frage. Dafür muss Teddy loslegen. Er hat schon 3 Niederlagen. Er kann sich nichts mehr erlauben. Gegen Undead sah er sehr oft sehr gut aus. Aber Edo, der hat immer seinen speziellen Twist mit drin. Der hat seinen Cryptlord mit drin. Ich habe die Kameras nicht mit drin. Frechheit. So. Besser. Sorry, alles als Solocast. Bisschen stressiger als normal. Was ist Teddy noch zu leisten imstande? Es sah ja größtenteils ganz gut aus. Gerade gegen Leon. Top Map 1. Das Feuer. Wollen wir sehen. Vielleicht ist heute einfach ein guter Maustag. Wann kommt Leon? Morgen gegen Kevin im Topspiel. Tecco bereitet sich jetzt schon auf nächste Season vor. I see. Janis, ich bin absoluter Anfänger in Warcraft. Hab's nur gespielt, als es rauskam und auch nur Story. Hast du einen Tipp, wie ich anfangen sollte, besser zu werden und welches voll gut wäre für Anfänger? Ich glaube, wenn du die magst, Orks mit Farseer und Headhunter klappt wunderbar. Auf wc3.no gibt es Build-Orders für Farseer und Headhunter. Die würde ich mir raussuchen, die würde ich mit draufpacken. So wie Teddy. Der hat hier einen Farseer. Damit kann man nämlich richtig gut nerven. Beide Summoner. Schöner Deny von Edo. Der ganz gut im Saft steht, muss man sagen. Keine große Off-Season. Da wurde mehr oder weniger weiter geballert. Ich glaube, Fountain of Mana steht auch bald an. Da ist Edo eigentlich immer mit dabei. Farseer hat den Vorteil,
Ist zwar relativ anfällig im Late Game, ist aber ein Summoner, heißt, er hat seine Wölfe. Die kann man als Tanks benutzen, die machen guten Schaden. Er selber ist ein Range Hero, was immer ein bisschen einfacher ist, als ein Melee-Held zu spielen. Und hat noch einen schönen Area of Effect, den man auf die gegnerischen Helden oder Units packen kann. Farsia gut. Und fürs Focus Fire ist auch immer relativ simpel. Also, Edo muss tacken, ist immer die Frage. Taggt man, expandiert man? Und bisher hält Teddy Edo hier gut in Schach, möchte man sagen. Aber, oh, da geht der nächste Cooldown. Da haben wir schon 2. Das sieht ein bisschen anders aus als letzte Season, möchte ich sagen. Den Graveyard sollte er auch abreißen können, glaube ich. Ah, committet sich nicht. Oh, ich sehe schon. Da hatte Tetzer jetzt 2 Möglichkeiten, oder 3 Möglichkeiten. Entweder er lässt den Wolf einfach so sterben, oder er summont die Wölfe neu, würde dann natürlich Mana verlieren, oder er geht zum Deny, hat den Deny versucht, hat nicht geklappt, aber noch kein Level 2 Cryptlord. Und solange kein Impale ist, hat man hier eigentlich alles unter Kontrolle. Wenn man das letzte Mal 2008 als 16-jähriger Bub mit seinem Bro aus der Schule Duo-Ladder geballert und gehofft hat, dass DK Lich Mass Fiends reichen, wie hart wird es wieder in WC3 einzusteigen? Das geht tatsächlich ganz gut mit DK Fiends. Gerne dazu Replays von Finrod gucken. Der ist der DK Fiend Master. Prediction ist offen. Sauber. Danke, Pischi. Also ich sag mal so, normalerweise würde man mit dem Cryptlord gerne mehr erreichen. Eine zweite Base, Level 3, ein geforcedes TP. Aber Edo hat doch noch nicht so wirklich viel investiert. Da ist noch einiges an Mana. Shadowhunter kommt dazu und der Teddy, geht der etwa auf Wyvern? Der geht auf Wyvern. Oh, es ist Zeit wir uns kennen. Der große Krieg zwischen Teddy und Neo. Sind Wyvern gut oder sind sie nicht gut? Schön. Impale, da muss er gleich raus TPen. Vielleicht kann er noch ein bisschen Schaden machen. Nee, riskiert nichts. Aber 3 Ghule im Early Game und kein Level 3. Ich würde das durchaus mal als Erfolg verbuchen. Gerade wenn jetzt Wyvern kommen. Mit Wyvern kann man sehr viel Schaden machen, wenn man ein bisschen aufpasst. Oh, der Shadowhunter, Teddy, hat sich hier ganz gut was überlegt. Ich glaube, er will hexen, damit der Cryptlord hier keine XP bekommt. Wenn man gehext ist, kriegt man keine XP. Und lenkt weiter ab. Wieder muss aufgepasst werden. Da ist das Hex. Da wurde XP auf jeden Fall verhindert. Oh, Farsia ist auch wieder da. Jetzt die Wyvern. Cryptlord, Ghule, Beetle, alles super. Machen auf dem Boden viel Rabatz. Was sie nicht können, ist nach oben schauen. Was sie nicht können, ist nach oben angreifen. Und dann können so Wyvern mal richtig, richtig gut sein. Schöner Deny von Edo zum 2. Aber bisher hat er zwar viele Füße auf dem Boden, kriegt aber keinen wirklichen Fuß auf dem Boden. Nächster Cooldown. Also, Teddy legt hier los wie die Feuerwehr auf Map 1. Da kann durchaus noch was gehen. Edo geht wieder auf Web und auf Fiends. Da dachte ich eigentlich, die Zeiten sind vorbei und wir gehen jetzt Gargoyles. Aber nein, das wird noch ein bisschen dauern. Web is ready. Für Wyvern brauchen wir Damage und wir brauchen Envenomed Spears, vergiftete Speere. Alter, der Ingame-Sound ist gar nicht an. Fuck. Lemau, sag doch was. Wir pfeifen. Jetzt ist an. Aber Delay. So, jetzt habt ihr Sound. Und eigentlich gewinnen Fiends gegen Wyvern in einem klassischen 1 gegen 1. Die Frage ist, wie viele von diesen Fiends kann man rausnehmen? Es ist ein Zahlenspiel. Wenn die kritische Masse an Wyvern da ist, kann man damit durchaus gut gewinnen. Muss eine Coil eingesetzt werden. Oh, oh. Oh, der Cryptlord. Guter Bodyblock von Tetzer. Das ist eine ganz andere Welt als letzte Woche. Irgendwas scheint heute zu funktionieren, aber Edo, der Micro hier ganz okay, schickt die Fiend aber wieder rein. Nächster Kill. Teddy mit Doppelkill. Ich glaube es nicht.
Jahrelang sage ich ihm, die Wyvern, Teddy, die Wyvern. Und er sagt, Janis, 1300 MMR, was weißt du? Ich sag, Teddy, ich weiß Wyvern. Aber Edo, der hat dir noch Vertrauen. Wenig Supply, aber viel Vertrauen. Und jetzt ist die große Frage, wie lange will man hier drauf drücken und wann will man sich vielleicht zurückziehen, creepen, expandieren? Aber ich glaube, der kann einfach hier bleiben. Kein Mana mehr. Oh, wir haben noch einen Hex! Wir haben noch einen Hex! Leute, das ist das Ding! Tetster! Mit dem First Hero Kill, da ist nichts mehr bei Edo. Er hat gesagt, er hat noch was gegessen vor dem Spiel. Vielleicht war das zu viel. Ganzer Körper beschäftigt mit Verdauung, nicht mit Mikro-Makro. Oh, da hat doch keiner mit gerechnet, oder? Nochmal eine Wyvern kaputt, okay. Ich glaube, mir gefällt, dass er sich zurückzieht. Creep Speed mit Wyvern ist immens. Teddy sollte auch gesehen haben, dass es keine Tower gibt. Also es gibt den Sigurath hier hinten gegen Lame, aber da ist keiner ausgebaut. Da kann er einfach wieder reinfliegen. Idealerweise fast sogar jetzt. Oh, da muss ich eine Werbepause stoppen, dass der da nicht reinfliegt direkt. Oh, guter Last-Hit wieder. Edo schreckt aber nicht vor so viel zurück. Hat gecheckt, okay, da ist kein Mana. Muss ich nicht so viel Angst haben. Oh mein Gott, Edo hat noch nicht mal eine Statue, ne? Edo hat noch nicht mal ein Slaughterhouse. Holy shit, ist Tetster weit vorne. Der ist so weit vorne. Der ist Minuten vorne. Keine Destroyer. Dispel nur mit Wand of Negation. Und damit sind die Wölfe natürlich auch sackstark gegen Fiends, weil die nicht gedispelt werden können so richtig. Scroll of the Beast. 11 Supply. Nur eine Level 1 Coil, aber Coil Nova. Haben wir schon die kritische Masse an Wyvern? TC kommt dazu. 2 Volleys werden gebraucht. Wieder 2 Fiends weg. Oh oh. Oh, die Crits von den Wölfen. Der Lich auch einfach gelöscht. Vielleicht ist das so ein Ding, wenn man ohne jegliche Erwartung ins Match geht. Einfach befreit aufspielen. Dann passiert sowas. Er darf sich aber auch nicht zu sicher sein. Mit Coil Nova immer eine Gefahr. Wyvern sind fragil. Die fallen gegen Coil Nova schon mal gerne auseinander. Aber Edo ist hier. Also mit dem Rücken zur Wand, in den Seilen, mit 2 blauen Augen und Knorpelschaden. Was jetzt? Es wäre natürlich das größte Desaster, wenn Edo das jetzt noch rumreißt. Ich glaube tatsächlich, mit Gargoyles wäre es vielleicht ein bisschen besser gelaufen, aber ich sage das Edo immer, weil ich seinen Spielstil mit Gargoyles auch eigentlich sehr mag. Fiends sind sehr microabhängig, außer man pusht. Aber mir gefällt, was Teddy macht. Zurückziehen, creepen, expandieren. Wenn du einen Vorteil hast, hol dir mehr Vorteil. Und jetzt geht's wieder drauf. Kommt er ran? Mit dem Hex wieder! Weg ist der Death Knight! Weg ist der Death Knight! Und die Feed auch gleich gelöscht. Nur das Impel kann noch mal retten. Das ist der was? Dritte Hero Kill? Das ist eine ziemlich dominante Geschichte von Teddy hier, muss man sagen. Und das ist mit Envenom Spears so viel Schaden. Das sind noch gar nicht mal viele Wyvern. Es sind ja nur 4. Aber die Wölfe dazu. GG! Teddy holt sich die erste Map der Season. Man muss da Druck abfallen. Er kann's noch. Er kann's noch. Playoff-Teilnehmer. Leon Schreck. Da ist das Ding.
Der Teddy. Sehr, sehr cool. Das Teddy fightet hier. Gerade gegen Edo waren das durchaus Duelle, die sind oft mal auf Augenhöhe. Und manchmal sind die extrem einseitig. Und das geht in beide Richtungen so. Es ist einfach Tagesform bei den beiden. Wer liest den anderen besser? Wer hat vielleicht das bessere Mausgefühl? Shallow Grave. Geht an Teddy. Vielleicht ist es einfach der Fischi, der hier den Tetster jinxt. Oh, Freunde. Jetzt ist hier aber was los. Edo hat gesagt, Playoffs müssen drin sein. Playoffs müssen drin sein. Und so knapp wie diese Season ist, kann man sich, glaube ich, nicht drauf verlassen, einfach so in den Playoffs zu sein. Ich habe ganz große Lags. Sind die jetzt weg? Ich glaube, nein, ja. Ich habe gerade ein bisschen Sorge. Ich schaue mir das mal an, wie stabil die Kiste hier ist. Voila. Das sieht schrecklich aus. Ich hoffe... Ich kann das so nicht zeigen. Ich muss raus. Ich muss ins Flow-TV. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Aber jetzt sieht's gut aus. Leute, Technik ist so... Nee, es laggt ganz doll. Okay, Leute... Daumen drücken. Daumen drücken, dass Flow TV vernünftig funktioniert. Hero Focus for the win. Ja, der hat ja alles gefokust. War ja egal. Ob Grunts, ob Fiends. Starkes Game von Teddy, sagt der Rain. Wenn es einfach aussieht, ist die Masterclass erreicht. Ich sag's euch, Freunde. Wyvern. Ja, man kennt sich natürlich seit einer Weile. Und ich weiß, es für Teddy nicht zeitlich easy ist, hier teilzunehmen, es aber ihm doch ein Anliegen ist. Und der dafür durchaus Stress in Kauf nimmt. Und da war der Saisonstart schon hart. So. Und wenn dann so ein Spieler so einen kleinen Befreiungsschlag hat, dann freut mich das. In der Tat. Aber ich freue mich natürlich auch für Edo, wenn das bei ihm was wird. So. In 15 Sekunden können wir rein. Dann bringen uns leider, glaube ich, die Player-Camps nicht so viel, weil wir Delay haben. Aber wir versuchen es. Auf gut Glück. Freunde, die Server-Geschichte, never ending story. Aber ich schmeiß euch rein. Normalerweise spielen wir die Games nicht auf diesem Server, aber da Edo gerade Probleme hat auf dem regulären Server, sieht das jetzt einfach mal so aus. Okay, habt ihr Sound? Es ist wichtig, dass ihr Sound habt, Freunde. Wir haben Edo unten links für die Playing Ducks gerade 0
aber mit einem guten Saisonstart. Dann haben wir hier oben rechts auf Boulder Vale Teddy mit dem 1-0 und einem desaströsen Saisonstart, aber das will wieder gut gemacht werden. Und es wird bisher wieder gut gemacht. Ich freue mich, wenn es ins Winner-Interview mit Tetster geht und ich ihm richtig schön unter die Nase reiben kann, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, dass man nur Wyvern spielen muss. Aber gut, noch sind wir nicht da. Noch brauchen wir eine Map. Und das war Edos Map. Es würde noch mal mehr dazu beitragen, was wir eigentlich schon die gesamte Zeit sagen, dass diese Saison extrem hart ausrechenbar ist. Da haut der Schoschmann Phoenix weg, dann haut der Phoenix den Tetster weg. Da holt Tetster fast eine Map gegen Leon. Kevin schon einmal fast gestrauchelt. Ein wildes Hin und Her. Wo kann ich Inferno rewatchen? Ich habe ein paar Matches verpasst. Immer in den VODs Past Broadcast Sections. Jeden Dienstag, jeden Mittwoch. Wir gehen also diesmal auf DK. So. Das ist schon mal was ganz anderes. Also sehr wahrscheinlich keine Expansion. Und Teddy bleibt bei seinen Leisten. Sagt er was? Ich habe keinen Sound. Mittelfinger-Emoji, lieber Querzler. Also, Teddy mit der Erfolgsstrategie von gerade eben. Edo diesmal was ganz anderes. Mit DK. Wieder mit Ghoulen. Und da fing ja eigentlich schon das Problem an. Dass die Ghule gesniped wurden. Sehr früh. Wie dramatisch. So, es wird gecreept und es wird getaggt und hier gibt es keinen Narrow Tower und das ist eigentlich ein Fest für einen Farseer. Da ist der erste Acolyte schon weg vom Grid, der zweite und damit Income um 40% reduziert oder so. Bisschen weniger. Geht nicht ganz linear, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Und das sind schon so kleine Stiche, die nerven. Da konnte das Creep Camp nicht komplett genutzt werden. Da mussten die Acolytes hier weg aus der Haunted Gold Mine. Alles kleine Vorteile. Wir sehen aber auch, Tetster adaptiert ganz gut. Keine Wyvern diesmal. Double Barracks? Double Barracks! Was hat denn den gestochen? Das funktioniert. Wie gut ist denn Edos Dark Ranger? Es werden ja wieder Headhunter. Das ist immer relativ klar. Farseer und Headhunter gehören einfach zusammen. Und dann einfach drauf, oder was? Firelord Tower Push? Ich meine, gegen eine Echse, okay. Geht der denn damit auf Tier 3? Shadowhunter. Ich bin ganz verwirrt, Freunde. Ich bin ganz verwirrt, was das jetzt hier ist. Aber gut. Einfach draufbleiben. Das hat ja in Game 1 ganz okay funktioniert. Edo in seiner Base einsperren. Da immer draufhalten auf den Schlappen. Und dann kommst du nicht rein. Einfach von außen zuschließen, die Kiste hier. Und wie gefährlich können Undead-Helden schon sein? Oh, der Edo verspekuliert sich! Der geht auf Gargoyles! Er denkt, es sind wieder Wyvern und jetzt wieder die Headhunter. Jetzt muss er eigentlich die Gargoyles abbrechen, weil die bringen ja gar nichts gegen Headhunter. Oder was passiert hier? Trotzdem Tier 3.
zurück auf Gule. Dann Dark Ranger. Es muss ja Dark Ranger Tier 3 sein. Und Edo muss hier irgendwie aus dieser Umklammerung raus. Oh, gar nicht mal so easy. Benny, ich sag gleich was zu Finals nach den Games. So, jetzt der Lich hier. Endlich Makrawumms, Coil, Nova, Kill. Genau so will das Undead-Herz das sehen. Und wenn man da noch eine Dark Ranger dazu packt, dann ist doch die Welt in Ordnung. Da könnte man als Undead tatsächlich auch einen Pitlord spielen, wenn man da Bock drauf hat. Ich habe ein wunderschönes Game gesehen von Edo gegen Grubby. Da geht einem das Herz auf als Pitlord-Fan. Fand der Edo nicht so gut. Da war der Pitlord gegen ihn. Eieieiei. Verrückte Strategie von Teds da auf jeden Fall. A player's forces are under attack. Fast hier kein Mana mehr, keine Wölfe mehr. Und jetzt geht's wieder auf Fiends. Von Ghoulen zu Gargoyles zu Fiends. Also das ist eine wilde Entwicklung, die dieses Game hier nimmt. Und ich habe keine Ahnung, was hier besser funktioniert. Headhunter sind natürlich eine feine Sache mit Berserker-Upgrade. Aber werden auch relativ fix gekillt. Eigentlich nur von hochgelevelten Spells. Die haben wir aber nicht. Da hat er Glück, dass Edo noch kein Mana hatte. Oder das gut gecheckt. Der kann auch auf den Lich geklickt haben. Aber gut, jetzt haben wir die Nova. Jetzt haben wir den Kill. Es hat aber gar nicht so viele Headhunter getroffen. Von daher passt das fast vielleicht noch. Hex drauf. Aber ja, ein Headhunter ist keine Wyvern, Freunde. Oh, Cloak of Shadows. Ja, ja, da hat Edo selbst drunter gelitten im Match gegen Leon. Und jetzt benutzt das gegen Tetster. Ist immer noch kein Level 2, ne? Das ist crazy. 5,5 Minuten ist dieser DK auf dem Feld. Er hat noch nicht gelevelt. Das ist 3 Jahre in der ersten Klasse sitzen bleiben ungefähr. Wir haben ein paar Headhunter, wir haben das Troll Region Upgrade, von daher geht es denen gleich wieder ganz gut. Ich warte irgendwie die ganze Zeit darauf, dass hier so Peons kommen, aber die kommen nicht. Es gibt jetzt einen Shop, das ist so greedy. Aber man braucht den natürlich nicht, wenn man keinen Schaden nimmt. Aber eigentlich, ich würde sagen, Undeads fühlen sich schon sehr wohl, wenn sie gegen Headhunter spielen. Ich weiß nicht, ob das für Edo auch der Fall ist. Ist der Fight zu früh oder ist er genau richtig? Kein TC, nur einen Headhunter gekriegt. Die Ghule und eine Dark Ranger sind normalerweise, was Headhunter im Late Game schlecht macht. Wir haben gleich keine Ghule mehr. Wir haben noch keine Dark Ranger. Jetzt allerdings. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie gut das Black Arrow Focus Fire ist. So, Black Arrow drauf. Und jetzt kippen gleich die Headhunter um und werden zu Skeletten. Das ist der Plan. Edo früher eine Ikone gegen die Orks. Egal, was das Meta ist. Frostworm, 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 Frostworm. Sogar happy jetzt am Wochenende. Ja, das muss man respektieren. Die Dark Ranger muss man respektieren. Ansonsten kommt man da schnell in eine Falle. Oh, das war ein bisschen selber geblockt. Ja, aber was machst du jetzt? Was machst du jetzt mit diesen 2 Baracken? Keine Raider, keinen Snare, keine Kodo, keine Wyvern, keine Bats. Dafür ein TC. Und ein Orb of Lightning ebenfalls. Tetzer, ich wünsche mir, dass du das mit den Headhuntern schaffst und mich eines Besseren belehrst, aber ich denke, Edo hat hier die bessere Late-Game-Composition und schaut euch das an, ein Massensterben der Headhunter. Ich glaube, Edo hat hier durchaus Kontrolle über das Game.
Die Level lassen noch ein bisschen zu wünschen übrig. Das Chain Lightning war gut. Aber es sind halt auch Skelette, ne? Die kosten keinen Supply. Jetzt Double Beastery. Das war ein bisschen teuer. Der Safe aber gut. So, und jetzt spielen wir Triple Hero. Gegen Triple Hero. Der eine hat allerdings Statues dazu. Oh, TC hat keinen Ring. TC hat keine Potion. Und der Shadowhunter hat keinen Mana. Da kommt doch gleich eine Nova. Wie weit sind wir weg? Hat er ein bisschen Glück? Potion, 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 Potion. Hat er... Nee, hat er gar nicht. Hat die Salben. So einer ist er. Fühlt sich also sicher, der Herr. Na gut. Edo allerdings auch. Fängt an, hier im Vorgarten vom Gegner zu creepen. Immer ein gutes Zeichen. Du kannst mir gar nichts. Du bist mir nicht genug Challenge. Ich nehme erstmal noch die Creeps auseinander. Was natürlich immer auch wieder ein neues Skelett ist, muss man dazu sagen. Für 4 Produktionsgebäude hat Tetster leider ganz schön wenig Armee. Und der TC, der braucht eigentlich einen Ring of Protection, sonst knickt er um und landet im Dreck. Ich finde Edo das Ding ganz solide, ganz routiniert runtergespielt. Und eigentlich ist ihm jetzt nichts mehr zu nehmen. Eine Unit nach der nächsten. Freunde, Headhunter sind's nicht. Headhunter sind's nicht. Jetzt haben wir doppelte Supply. Was jetzt noch? Jetzt kommen noch mal Wyvern. Hat er die Ressourcen? Ich meine, die Helden... Okay, ich wollte gerade sagen, die Helden stimmen noch für Teddy, aber die wichtigen Level 3 und 2 hat er halt auch nicht. Für Endurance Aura, für Level 2 Heal Wave. Und irgendwann ist ein Farseer relativ egal. Nice to have, aber nicht essentiell. Tja, Danke und... für den Gabenkonto. Ja, Casino, gerne, gerne, gerne. Da muss schon Wildes passieren, dass Edo sich das noch nehmen lässt. Und dann ist es natürlich fast gut für alle Konkurrenten im Playoff-Kampf, wenn sich die beiden die Punkte klauen. Wir haben Zement angerührt, damit fallen die Burros nicht, aber Edo mit klassischem deutschen Destroyer-Push, keine Statue mehr auf dem Boden. Da wird alles in die Waagschale geworfen, was irgendwie da ist. Und jetzt hätte er gerne Bats. Reicht das noch? Es werden 2 Bats und oh, die eine hat nicht angefangen zu produzieren, weil da schon das Burrow kaputt war. Jede Sekunde hier ist besser für Tetster, weil die Destroyer weniger Mana haben. Von daher smarter Rückzug. Ich weiß nur nicht, ob das genug ist hier alles. TC hat mittlerweile ein bisschen mehr auf den Rippen. Bisschen mehr HP, bisschen mehr Rüstung. DK auch mit Sobi-Maske, ne? Ich würde sagen, Freunde, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich ein bisschen. Das sieht hier ganz stark nach Game 3 aus, aber Edo lässt Teddy auch wirklich viel Zeit. Sah auch stark danach aus, als hätte Tetster noch mit Black Raymond trainiert im Laufe des Tages. Das wird natürlich nochmal das eine oder andere Quäntchen da rausgelockt haben.
Und gleich haben wir Bats. Und dann sieht die Armee von Teddy eigentlich schon wieder ganz okay aus. 4-3-3 gleich. Kriegt der Level 3? Wenn der Farseer da weggezogen wäre, vielleicht. Ich sag mal so. Ich habe hier schon weniger Chancen gesehen. Edo creept natürlich gut, aber das ist jetzt auch nicht angsteinflößend. Teddy muss nur aufpassen, dass er keine Peons verliert und nicht zu viel Economy verliert. Das sieht gut aus. Scroll of the Beast, Devotion Aura. Edo hat sich da ein bisschen den Kopf gerammt, ne? Haben wir noch Zeit? Wir haben TP. Ein Camp noch für beide. 1000 Gold bei Teddy. Oh, fängt er zu spät zu produzieren an? Makro, Junge, Makro! Er weiß es noch nicht. Edo ist, jetzt weiß er's. Jetzt weiß er's und jetzt muss gepumpt werden bis zum geht nicht mehr. Haben wir die Bats bei der Armee? Ich hoffe doch. Edo smart mit dem ersten Defense-Upgrade. Schön den Destroyer rausgeholt. 4 Wyvern. Gleich sind 6. Dann geht wieder was. Trotzdem, Edo schon der Favorit. Heal Scroll, viel Mana, 4-3-3. Das zweite Defense-Upgrade kommt für diese Detonates ein bisschen zu spät. Und der hat echt alles, der hat einiges in die Produktion. Alter Vater! Nochmal 2 Wyvern. Keine Defense-Upgrade auf den Death Throws, kann noch Bug formen. Geile Autokorrektur. Das ist der Twitch-Chat vom Handy, Freunde. Here we go. Ist der Fight zu früh oder geht da was? Auf die Fiends. Ich glaube, vielleicht muss er erst auf die Destroyer. Wir schauen mal. Heal Ward hinten drin. Oh, das heilt richtig viel. Neben den Statues. Ja, Teddy weiß auch. Ich habe mich jetzt hier die ganze Zeit rangekämpft. Und dann so ein Fight. Das war etwas übermütig. Aber auch schnell von Edo. Heal-Dingsens hin und genießen. Gleich 2 Defense-Upgrades hat er gehört. Ja, die panische Angst vor Bugformen, da muss man die Upgrades drücken. Aber ist smart. Ist smart, ist genau der richtige Call. Kurze Player-Kommunikation. Auf geht's. Wo ist allerdings die Win-Condition von Tets? Da ist so ein bisschen die Frage. Normalerweise Hero-Focus mit einem Blade Master. Den haben wir nicht. Aber der Francis hat schon immer gezeigt, der Hero-Focus funktioniert auch wunderbar mit Farseer. Players' forces are under attack. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, dass Edo das holt. Da muss im Fight nur eine Nova schief gehen. Ein Hero-Focus nicht zünden. Wie viele Fiends haben wir? 5. Ah, jetzt die Echse. Okay, okay, okay. Wenn die durchkommt, ist Game durch. Players' forces are under attack. A town is under siege. Aber ja! So wollen wir es sehen. Drauf auf die Economy. TPs forcen, wenn es geht. Wie viel wird verloren? Eine Fiend weg. Eine Wyvern weg. 2 Wyvern weg. Okay, das war teuer. Und dieser Accolade überlebt mit einem HP. Oh, wie bitter.
Aber das könnte immer the way to go sein. Gerade wenn es nur einen Tower gibt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das durch ist hier. Tetster muss scouten allerdings. Edo liebt Gold, jeder weiß es. In real life wie auch auf den Maps. Oh, schau, wer da hungrig ist. Ja, wer war ein Feiner? Ja, wer war ein Feiner? Ja, komm. Ja, komm. Kriegen die das noch hin? Acolyte schon mal kaputt. Gut, jetzt sind die Destroyer da. Das ist dann mehr oder weniger egal. Aber jetzt könnte Tetster hier attackieren, rüberfliegen. Hier attackieren, rüberfliegen. Der geht auch auf eine Tiny. A player's forces are under attack. 21 Minuten, Freunde. Die Mains sind gleich leer. Gut, dann kann er das mit dem Tandem hin und her fliegen natürlich vergessen. Aber, na gut. Armee von Tetster immer noch im Vergleich sehr klein. Jetzt sind die Destroyer aber ganz alleine mit Purge drauf. Aber die Call von Edo richtig schnell, richtig stark. Ein Destroyer aber weg. 5 Supply gelöscht. Und jetzt fliegt er hier über den Wald, wo die Fiends nicht rankommen. Shadowhunter, Bodyblock, Ghoul auch. Ein Fuß von anderen. Hex dagegen, damit keine Coil kommt. Gleich wieder Healwave ready, wenn der nächste Nuke kommt. Und jetzt, das darf natürlich nicht passieren, dass die Fiends da irgendwie rankommen. Da muss der TC vielleicht nuken. Haben wir noch genug Damage? Silence auf dem TC. Nächster Destroyer weg. Und wenn die Destroyer weg sind, dann ist alles möglich. Und da sind sie weg. Die haben noch so viel Mana auf dem TC. Da ist der Storm. Healstone ist wichtig. Das Level, fast Level 5. Oh. Heal Ward im Hintergrund, wichtig. Und Teddy muss pumpen. Teddy hat 1000 Gold. Edo spielt das Ganze ein bisschen besser, aber der hat so viel verloren. Da ist der Healstone. Und wenn Teddy jetzt sein Gold richtig nutzen kann, es sind nur Fiends. Es sind doch nur Fiends. Und natürlich 3 Helden. Das hätte durchaus schief gehen können, Freunde. Raider für mehr Kontrolle. Ich glaube, das ist gut. Können natürlich auch schnell genukt werden. Ist so ein bisschen so ein doppelkantiges Schwert. Doppelschneidiges heißt das, glaube ich. Aber er hat noch kein Endsnare, ne? Er forscht doch nicht. Oh nein. Oh, das dauert ewig. Die Raider sind useless jetzt. Außer... Okay, ich wollte gerade sagen, außer er schickt die in die Base, dann hat er aber auch kein Pillage. Und das ist natürlich gefundenes Fressen. Jeder Peon ist ein Skelett. Level 5, aber er hat kein Mana. Stomp ist schneller. Eigentlich auch in diesen Fights immer eine Invo-Potion, aber woher nehmen? Vielleicht waren die Raider auch einfach missklickt. Wer weiß das schon. Es ist Chaos. Es ist ein wildes Hin und Her. Aber ich glaube, Edo sieht jetzt auch, ich habe eine Übermacht. Gerade wenn er kein Mana mehr hat. Ich habe meine Level 5 Helden. Ich habe mein Level 3 Coil Nova. Ich nehme jetzt alles auseinander. Zum Beispiel diesen Farseer. Guter Kampf von Tetster. Das war vielleicht irgendwann eine Spur zu improvisiert. Maybe. Aber der Edo, der holt das Ding. Der Edo holt das Ding und jetzt steht's 1-1. Das war natürlich auch Edos Map. Die musste er holen, gerade wenn Ambitionen Playoffs sind. Und jetzt geht's auf Autumn Leaves. Oh, da sind sie schon in der Lobby. Eieieiei, hier wird sofort gestartet. What the hell? Keine Sekunde Zeit hier. Es ist wieder France Central. Ich hoffe, dass der Server diesmal gnädiger zu mir ist.
Wir hoffen das Beste. Im DACH-internen Derby. Tetster. 1-1. Die haben Schlachten geschlagen. Sie haben schöne Wochenenden zusammen verbracht. Mal Teammates. Mal Feinde. Mal hat man sich lieb, mal wird gestichelt. Heute war alles sehr, sehr ruhig. Neo meinte, du meinst, Wyvern sind schwach. Ja! Das ist richtig. Aber sind sie nicht. Absolut korrekt. Tetster, keine Antwort. Doch jetzt. Doch sind sie. Aber gönne dir den Sieg. Ja, 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 ja. Hier nochmal zum Nachlesen, Freunde. Good luck, have fun. Neo meinte, du meinst, Wyvern seien schwach, aber sind sie nicht. Doch sind sie, aber gönne dir ja den Sieg. Mal gucken, wem jetzt hier was gegönnt wird. Unser Punktesystem im DACH Inferno belohnt Series-Siege sehr. 4 Punkte für ein 2-0. 3 Punkte für ein 2-1. 1 Punkt für einen 1:2. Und beide Spieler wieder mit dem Setup von Game 1. Wir sind auf Autumn Leaves. Sehr kurze Rush-Distance von einer Basis zur anderen. Oh, Grand Opening. Grand Opening. Gegen den Trippy. Okay. Wird da auf irgendeiner Seite expandiert? Was stellen wir mit den Grunts an? Es könnte viel gecreept werden damit. Grunts werden sehr schnell, sehr gerne mal surrounded. Wenn der Tag stimmt und die Performance stimmt. Gerade wenn so viel Krabbelzeug am Start ist. Und Edo will echt expandieren. Gegen Farsia Grunts auf Fast Expansion von Tetster. Was? A player's forces are under attack. Als Ork weiß er nicht, dass das nicht geht? Das geht doch nicht. Oh, ich hoffe, er hat ihn nicht verpasst. Perfekter Moment zum Creep-Jack. Und noch kein Impale. Jetzt haben wir Impale. Tetster muss höllisch aufpassen, hat aber auch viel Potenzial. Der Ogre, der ist richtig mad. Mitten aus dem Winterschlaf geholt. Oder Herbstschlaf. Er war gerade in den Winterschlaf gekommen. Geslidet oder was auch immer. Deswegen ist der jetzt so sauer. Oh, ich habe so viel Angst vor Surrounds. Aber manchmal klappt das einfach nicht. Und Edo wollte diese Expansion. Kriegt die nicht. Ein Surround kriegt er. Kriegt er frei. Das ist ein teures Early Game. Gerade was Zeit angeht. Die Echse ist 2/3 durch. Das ist auch... Das ist einfach frech. Das ist einfach frech von Tetster. Hier eine Fast Expansion zu ziehen. Aber gut, ein Grunt wird irgendwann sterben. Und natürlich haben wir viele Ghule. Jo, das war irgendwann klar, dass das so sein muss. Aber vielleicht kann man traden. Wieder der Versuch zum Deny. Klappt nicht ganz. Echse steht. Tech läuft. Der Tetster wird zum 11. Er wird zum Nachtelf. Und Edo muss... Oh, jetzt Edo mit Tech und Echse hinterher. Riskiert hier schon sehr, das TP ziehen zu müssen. Impale ist ready.
Aber solange Edo hier ist das, glaube ich, okay. Weil er ist ja dann nicht hier. Der hat ja nicht mal Rally Point gesetzt, so selten spielt der eine Fast Exit. Ja, jetzt bettelt er fast um Surround. Wird nicht bestraft. Wird nicht bestraft. Tetster wird hier nicht bestraft. Hat er den Last Hit Aber gut. Ich hab's gesagt. Er bettelt drum. Er bettelt drum. Irgendwann muss es passieren. Aber wieder. Es wird getradet. Und alle... Ja, okay. Alle Ghule, die hier sind, wollte ich sagen. Das kann nicht wahr sein. Gut. Jetzt das TP. Auch schön schnelles TP. Und jetzt haben wir gleich 2 Basen gegen 2 auf Tier 2. Wieder Beasteries. Hoffentlich sind's die Wyvern. Edo hat die Echse da, muss noch einiges an Acolytes bauen. Wer ist besser auf 2 Basen? Ich hoffe, dass Teddy die Holz-Economy im Griff hat. Das ist manchmal ein bisschen tricky. Zur Not gibt es noch einen Schredder. Level 3 Wölfe sind für eine ganze Zeit sehr stark. Da gibt es zwar den Wand of Negation aus dem Undead-Shop, der ein bisschen dispellen kann. Aber der ist gegen Summons nicht so gut. Der ist gegen Hex sehr gut. Tetster darf, glaube ich, nur nicht zu schnell fighten. Er hat keinen Blade Master, er hat nur einen Farseer. Edo fühlt sich aber auch nicht so confident, weil seine Echse sich ja noch nicht so ganz abbezahlt hat. Aber ohne TP. Ich merke bei Edo, die Bodyblocks werden besser, die Surrounds werden besser. Ich glaube nicht, dass Tetster sich hier einen riesen Gefallen tut gerade. Speed Scroll. Aber da ist der DK mit einer Coil. What a God. What a God. Und langsam wird das hier ein bisschen schwer zu brechen. Raider Walker. Raider Walker. Das macht er doch jetzt einfach, um nicht Wyvern zu spielen. Wie ich ihm das vorschlage. Ich bin kein Freund von diesem Agro-Play. Gerade nicht mit Raider Walkern. Tauscht einen Ghoul gegen den Grunt, aber das sind schlechte Trades. Ist Tetster so ein Comedy-Gruppe-Typ? Nein. Nein. Ich glaube, die einzigen Gruppen, die der hat, sind Meme-Gruppen von 9gag. So würde ich ihn einschätzen. Bei Edo tatsächlich könnte ich mir das vorstellen. Player's forces are under attack. Wieder kein TP. Und wieder ist der Grunt weg, ne? Das wird gerade dem Edo ein bisschen zu einfach gemacht. Wir haben noch kein Web. Da haben wir noch ein bisschen Zeit und die Wölfe fetzen. Aber gleich fetzt auch das Impel. Oder ganz viele Käfer. Wie jetzt gegen den Shadowhunter. Der wird sich gerne heilen. Der hat sich auch kurz geheilt. Da fehlt bei den Walkern aber noch das Upgrade. Die können nicht dispellen. Dementsprechend stehen die Käfer immer gut im Weg. Gut, dass es hier eine Echse gibt, möchte ich mal sagen. Dispel-Upgrade gleich durch. Oh, DK. Da blockt er den Fast. Ja. Ich glaube, passiert der Fight mit Dispel-Upgrade? Hat Tetster hier auf irgendeine verrückte Art sogar eine Chance? Timeout. Das laggt voll. Ja, der französische Server manchmal.
Manchmal zickt er ein bisschen. Bezahl halt deinen Internetprovider. Sagt der zum englischen Server einen 10.000er Ping hatte. Krise, egal, go. A player's forces are under Okay, attack. Tier 3. Wir machen hier auf jeden Fall ein paar extra Minuten. Wofür ist die Necropolis an der Echse? Gute Frage. Zum Acolytes produzieren. Blockt auch ein bisschen für die Tower. Und man kann dann dahin teleportieren. Und es wird meistens relativ früh gebaut und kostet kein Holz. Und Holz ist schon relativ rar in Early-Game-Situationen, weil man tacken will und Gebäude braucht und Upgrades braucht. Da ist viel Schaden gemacht worden. Hat die Kodo gesnackt? Jo. Nächste Fiend down. Feier, ey. Auf das Messer schneide das Ding. Mit jedem Hero-Level wird Edo, glaube ich, besser. Hat aber einiges an Schaden. Hat der 3... Nee, ich wollte gerade sagen, hat der 3 Acolytes zerfressen, aber das war der Repair-Trupp. Tetster muss ein bisschen warten. Er ist gleich auf Tier 3. 2 Token Raider für ein bisschen Endsnare sind ganz gut. A player's forces Er hat are viel under attack. Gold. Er hat auch viel Holz, was wichtig ist. Und dann sollte es Tauren geben, aber wieder der Creepjack. Der geht auch einfach aus. Oh, joink! Destroyer direkt aus der Luft geholt. Dafür war der Raider jetzt schon Gold wert. Ich wollte gerade sagen, der geht auch einfach aus Prinzip nicht auf den Town Portal. Spielt es so risky. Bisschen Kontrolle. Einfach nur warten. Der TC und die Chieftains, es kommt alles zusammen. Und was macht ein Undead gegen Tauren? Es ist ein bisschen die Frage dieses Patches. Die können einfach die Finger nicht voneinander lassen. Klar, kennen die sich noch schon seit Jahren, aber das wirkt so ein bisschen frisch verliebt hier. Statue auch. So, also, wo diese Position herkam, weiß ich nicht so ganz genau. Beide schicken einfach alles rein. Ohne auf Verluste zu achten. Edo macht, glaube ich, ein bisschen besser gerade wieder. Tetster verliert viel, richtig viel. Aber da kommt der erste Taucher. Hat Pulverize ready. Das Warten auf den TC. Vielleicht bringt er nochmal was mit, wenn er das Multitasking hat. Es ist ein wilder Schlagabtausch auf Autumn Leaves. Deswegen lieben wir Autumn Leaves. Autumn Leaves ist wieder da. Und keine Tech-Switches bei Edo. Gutes Makro allerdings. Beide konstant. Das ist nicht sein Ernst mit der Tiny Great Hall. Player's forces are under attack. Dritte Base, Tetster. Das zeigt mir mal ein Orc-Game. Wo es eine Fast Expansion gibt und 3 Orc-Basen. Kodos Bats Tauren. 3 Basen. A player's forces are under attack. Ich sag mal so, das Spiel ist nicht unbedingt für Feinschmecker. Die Strategien und Timings sind jetzt nicht mit der Nadel gewebt. Das hier so ein bisschen mehr Hertha gegen Dynamo. Und natürlich der klassische Edo Boneyard. Wir mussten ihn irgendwann in dieser Series kriegen. Die Worms gegen Orc.
Wie oft er dafür verspottet wurde. Haha! Nehmen die doch easy auseinander. So viel Piercing Damage. Bad Rider, was willst du dagegen tun? Blade Master. Ja, hier ist kein Blade Master. Und irgendwie klappen Worms. Gerade in der Hand von Edo. Wyvern sind aber ziemlich gut dagegen. Gerade mit Spirit Link. Edo scoutet das sogar. Aber sieht's nicht. So, jetzt das große Mindgame. Denkt er, da ist eine Echse, weil Tetz da hier steht oder nicht? Schauen wir mal. Supply Lead auf jeden Fall auf Tetzers Seite. Und die Bats alle gewiped! Gut, die Fiends nach vorne, Destroyer hinten rein und jetzt sieht es für die Bats ganz, ganz, ganz finster aus. Impale, Farseer, weit vorne, kein TP, keine Potion, keine Hoffnung. Die Healwave kommt eine Zehntelsekunde zu spät. Ein bisschen Kiting gegen den Tauren, das gefällt. Aber die Destroyer, die haben zwar wenig Mana, aber es ist immer noch ganz okay am magischer Schaden. Das hilft gegen Tauren und am Ende natürlich steht da die Coil Nova und die Helden gehen den Bach runter. Super greedy. Diese dritte Echse, vielleicht die zweite Echse down gehen lassen? Da hat Edo kaum was verloren, ne? Ich glaube nicht, dass Edo da groß was verloren hat, Freunde. Oh, der Worm ist teuer. Man muss sich mit der Realität beschäftigen, dass Tetz da 0-4 geht. Wieder 2 Kills, wieder 3 Kills. Ja, Edo nimmt die Einladung an. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Edo nimmt die Einladung an. Und das ist wahrscheinlich der letzte. Sargnagel. Echt tot mit so Lags. Ja, unglücklich. GG, GG, GG. Der Edo holt dann doch noch nach Hause. Kurz gewackelt auf Map 1. Es waren die Wyvern. Sie waren stark. Sehr, sehr wild. Diese Strategien von Herrn Tetzer. Er wollte auf jeden Fall was Besonderes liefern. Am Ende steht der Edo oben mit 2-1. Da ist natürlich die große Frage, ist das eine gewonnene Map? Ist es eine gewonnene Series oder ist es eine verlorene Map? Aber am Ende dann doch relativ souverän auf Map 2 und Map 3. Und das Derby geht an den Edo Boy. Und damit haben wir einen geteilten ersten Platz, wenn ich mich nicht irre. Wenn wir da direkt auf die Tabelle schauen, während Edo noch sein Headset reinfummelt. Table. Na, ist das nicht aktualisiert, Freunde? Da ist das Ding. Edo, zweiter Platz, beziehungsweise geteilter erster Platz mit Edo, mit Kevin. 2-0-4-1. Das war teuer. Das war sicherlich teuer. Da hätte er die Tabellenspitze holen können. Aber das hat heute nicht sollen sein. Mal schauen, ob wir den Edo schon zusammenholen. Jo. So. Da ist er doch, der Edin, der Tabellenführer. Was geht? Hallo, hallo, hallo? Ich höre dich noch nicht. Falls du was sagen solltest. Nicht, dass hier wieder Discord abschmiert mit dir. Das hatten wir letztes Mal schon. Gleicher Bug wie letztes Mal. Kann doch nicht wahr sein.
Mikro sagt, dass ich rede. Gut, dann hat uns Discord wohl wieder im Stich gelassen. Warte. Meet. Ah, jetzt! Hallo! Ich habe was gehört. Da war was. Jetzt wieder weg. Habe ich den gemutet? Nee. Ich höre dich, sonst direkt Call. Yo! So. So, check. Nee. Nix. Aber ich bin connected. Ich habe dich auch kurz tippen hören. Ich höre dich. Das ist wirklich seltsam. Meet. Google Meet. Vielleicht bist du einfach auf Discord geblockt. Sofortbesprechung. Ja, allow. Ich schick dir mal. Warte. Zack. Wir versuchen es wieder mit Google. Für den Edin mache ich gerne den extra Schritt. Jo, klopf. Zulassen. So, darfst du hier reden? Ich höre dich zumindest doppelt. Okay, ja, top. Dann mache ich mal Discord aus. So. Jetzt ist gut, oder? Ich kann nur mit dir reden, wenn dieses, was ist das, 90er Jahre Neo-Emo-Bild ich sehen kann. Ja, das war eigentlich die geheime Mission, Das oder? brauch Du hast ich. dich ein bisschen verliebt in mein altes Ich, habe ich das Gefühl. Absolut. Top-Frisur. Alles, da war alles top. Also modisch macht mir da keiner was vor aus der Zeit, Junge. Flammen-T-Shirts und Tribals, Alter. Peinlich. Hattest du auch so eine Phase? Nein. Aber ich kenne noch so Leute wie DeLorean oder so, die dann so eine Phase, die so, glaube ich, ihre Phase immer noch haben, die, glaube ich, nicht rausgekommen sind. Ja, der ist jetzt Kindergärtner. Das hätte Okay. ich auch nicht Stark. gedacht damals. Ja. Zumindest war das der letzte Stand. Oh Ja. Mann. Wie war's heute? Ja, also ich muss erst mal reinkommen. Also ich war jetzt tatsächlich ein bisschen länger nicht mehr so am Start und das erste Game war jetzt nicht so optimal. Lief ja irgendwie gar nichts irgendwie richtig und gut, er hat auch permanent Druck gemacht auf der ersten Map. Das hat er auch dann sozusagen auch mir keine Chance zurückgegeben. Ja, das war ein bisschen kacke und danach ging es ja. Danach ging's ja. Ich habe da ja eine ganz große Theorie, wie das jetzt so zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das schon denken kannst. Du hast es schon so ein bisschen auf Map 3 angesprochen. Auf Map 1 wurden Wyvern gespielt, auf Map 2 und 3 nicht. Ist für mich der Grund für deinen Sieg. Kann sein, ja. Also ich meine, ich hatte auf Map 2 auch mit Wyvern gerechnet, weil ich dachte, das kannst du als einfachste spielen als Ork, wenn du nicht so in Form bist. Aber Wyvern geht halt immer. Muss halt ein bisschen rumlaufen und nur A klicken. Aber ja, er hat es dann auf Map 2 nicht gemacht. Ich habe die ganze Zeit nicht gesehen, wo die Taverne ist. Ich wollte die ganze Zeit auf Map 2 irgendwo die Dark Ranger holen, aber irgendwie war die Taverne die ganze Zeit weiter weg, als ich dachte. Dann bin ich nochmal zurück in die Base und hinhergelaufen. Aber da habe ich ihn fast nochmal zurückkommen lassen. Das war eigentlich nicht so, das war echt unnötig. Weil ich glaube, da war ich eine Zeit lang extrem weit vorne und habe ihm da doch nochmal so ein Comeback ermöglicht, um es unnötig knapp zu machen, sage ich mal. Aber hat dann gereicht. Ja, er hatte ja mit dem Headhuntern gespielt, auch mit Double Rack super früh. Habe ich so noch nicht gesehen, auf jeden Fall. Und auch auf Map 3 hat er ziemlich crazy Strategien am Start mit Fast-Echse. Ja, er hat auf jeden Fall auf Map 2 gedacht, dass ich den Cryptlord mit Echse spiele. Das war glaube ich, so seine Idee hinter der Double Racks. Map 3, ich habe mir schon gedacht, dass der da irgendwie sowas in die Richtung macht, aber ich habe da nicht so, also der Dingens, der Razorman spielt das auch immer mit den Grunts, Farseer, Fast-Echse und selbst wenn er die Echse durchkriegt, ist es nicht so schlimm, weil er keinen Blade Master hat im Late Game. Und wenn du dann Two-Base spielst gegen Orc mit gegen Undead, dann kannst du es einfach in super Late Game bringen und dann geht das schon. Deswegen hatte ich da nicht so die Probleme mit, wenn er das macht. Ja, sah auf jeden Fall sehr, also es waren super chaotische Games, aber es sah sehr kontrolliert aus, so nach Map 1. Ja, absolut kontrolliertes Chaos. Ja. Ja, Map 1, wie gesagt, war erstmal so ein Reinkommer. Ich glaube, ich habe seit 2 Wochen oder so jetzt, ich war jetzt auch tatsächlich auch gar nicht am Rechner. Aber war gut. Also, ich meine,
Was machst du denn die ganze Zeit, wenn du nicht am Rechner bist? Ich war 2 Wochen in Dagestan, Holzfällen. Im Bootcamp. So ein Ostblock-Ding. Schon mal trainieren fürs Offline-Finale. Absolut, weil wir wollen ja, diesmal ist ja Präsenz, weißt du, da musst du Ja, natürlich eben. vorbereitet sein. Da kannst du nicht nur Ladder Games vorbereiten, da musst du halt auch physisch und mental voll da sein. Ja, ist sehr wichtig. Wir müssen ja irgendwie Leon zu Fall bringen. Und dann ist auch mir das Mittel Absolut. egal. Da müssen wir auch Ja, zusammenstehen. letzte Woche ist er schon gedodged, aber wird schwierig, glaube ich, mit Leon. Also jetzt gegen Tetzer waren nochmal wichtige Punkte. Wie gesagt, ich muss, glaube ich, jetzt gegen Rain dann nochmal die Punkte holen, weil Tetzer hat es, glaube ich, jetzt verkackt mit den Playoffs. Durch die Niederlage gegen Phoenix, jetzt heute gegen mich, wüsste ich nicht, ob er jetzt nochmal Top 4, wie er es schaffen soll, um ehrlich zu sein. Was recht schade ist, aber gut. Ja, gut, der kann mir ja immer noch ein paar Mark via PayPal drücken. Dann finden wir schon irgendwelche Regeln, die wir nochmal umschreiben können, vielleicht. Aber ansonsten, ich glaube, letzte Season hatten wir jemanden mit 3-4 auf den Playoffs. Aber ich glaube, diesmal ist alles um einiges spannender. Ich glaube, ein Shosh kann da noch mitwirken, wenn er einen guten Tag hat. Phoenix kann auch mal durchdrehen. Von Rain, der braucht ja eigentlich nur einen Demon Hunter, so, und das war's. Keine Ahnung. Es ist noch viel offen, ja. Also ich Ja. weiß nicht, habt ihr die Regel jetzt mal geändert? Welche, genau? Die letztes Mal so kacke war, dass Tetzer dann in die Relegation musste? Ja, die Regel war ausbaufähig, das kann man so sagen. Hm. Die haben wir in der Tat geändert. Gab es auch eine Nachricht zu. Okay. Gewonnene Gut, dass ihr euch Series- darum gekümmert habt. Ja, natürlich, sofort. Das war mir auch tatsächlich sehr peinlich. Bei Gleichstand sind gewonnene Series wichtiger, dann Map-Differenz und dann der direkte Vergleich. Ja, so muss es auch sein. Sehr gut. Jo, nächste Woche gegen Phoenix. Jo, Haust du am weg, Sonntag. Also am Sonntag habe ich ein bisschen Zeit. Da werde ich auf jeden Fall spielen. Schon wieder Back to Warcraft Cup. Muss mal gucken. Freitag vielleicht auch. Sodass ich dann etwas vorbereiteter bin als heute. Und ich denke, Phoenix muss ich 2-0 machen. Also wie gesagt, gegen Orc, gegen Shosh könnte auch so nochmal so eine Map liegen bleiben. Gegen Orc ist es immer mal so wie auf Map 1 heute. Du kommst nicht wieder zurück dann. Also wenn der einmal in dieses Snowballing reinkommt, ist es echt schwer, da nochmals an der wieder zurückzukommen, wenn du die Hero-Levels einfach nicht hast. Aber gegen Night Elf, selbst wenn ich da irgendwie so einen Kack mache im Early Game gegen Phoenix, könnte ich trotzdem dann nochmal. Deswegen, da muss ich einfach das 2-0 dann, denke ich, holen, damit es auf jeden Fall, Playoffs ist schon auf jeden Fall Ziel. Sehr gut. Da freuen wir uns drauf, Edo. Jetzt hast du Feierabend. Ich danke dir. Danke und dann noch viel Spaß beim nächsten Game. Ciao. Den werden wir auf jeden Fall haben. Rain gegen Changer. Da kann einiges passieren. Ich muss mich jetzt sputen, denn die Jungs sind schon ready, glaube ich. Hoste du mal die Pings auf allen Servern, die sind weird. Okay. Das wird wild. Wird gemacht. Danke euch. Muss hier kurz was einstellen und Statements spielen. So. Der Sound, ich denke an Arbeit. Ja, Entschuldigung, wenn Discord uns nicht reden lassen will, wir finden hier Wege. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich nicht mit Edin reden kann. Jetzt muss ich nicht viel reden. Ich muss Statement spielen. Und zwar die vom Raid. Über den haben wir gerade schon geredet. Wurde genannt der beste Demon Hunter Spieler EU West. Hier ist er. Heute im Match gegen Changer. So, Hallöchen zusammen. Heute geht es für mich gegen Changer. Changer wirkt für mich wie ein sehr talentierter Spieler. Ich habe leider noch nicht viel gesehen von ihm. Ich glaube, er laddert aktuell gar nicht auf W3 Champions. Ich weiß nicht, ob er Battle.net spielt. Seine Games gegen Edo waren auf jeden Fall sehr interessant. Einmal mit Firelord, einmal mit Draw Ranger, Dark Ranger. Die sah ziemlich scary aus. Microtechnisch ist er, glaube ich, sehr gut. Ja, mal schauen. Human ist ja schon seit langem meine schlechteste Gegnerrasse. Und ich glaube, ich habe seit 16 Jahren kein Spiel mehr dagegen gewonnen. Und aus dem Grund habe ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen, mich intensiver vorzubereiten. Ein paar Replays von Pros angeschaut, von Medusa, von Moon ein bisschen. Und genau, jetzt hoffe ich, dass ich das noch irgendwie umsetzen kann. Weil für mich geht es die nächsten 2 Wochen gegen die beiden Humans in der Liga, gegen Changer und Leon. Und ja, deswegen muss ich mich da ein bisschen vorbereiten. Und ich hoffe, dass ich zumindest einen Sieg gegen die beiden hole. Und genau. Ansonsten, jede Map zählt. Wenn es heute nicht reicht, dann vielleicht wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Yo, Leute, was geht ab? DACH Inferno.
Heute Abend geht's gegen wahrscheinlich irgendwie ehemaligen sonst was. Rain. Hab noch nie gegen ihn gespielt. Wird lustig. Gibt ja auch nichts, was man von ihm sehen kann. Der Vorteil ist, er hat auch noch nie gegen mich gespielt. Und es gibt auch nichts von mir, was man sehen kann. Außer meine schönen Haare. Bisschen kürzer geschnitten, ist das. Aber genau, was kann ich sagen? Ja, letzte Woche habe ich mich ja schon selber überrascht. Es war gar nicht so schlecht gegen Edo. Wenn ich mal vielleicht mich aufgewärmt hätte, dann wäre das 2-0 für mich gewesen. Aber man muss Edo die Spende gönnen. Ja, was macht man jetzt dagegen, wenn man nicht? Also am besten ist ja immer, wenn man keine Ahnung hat, versucht man möglichst früh in Führung zu gehen. Am besten haben sich dafür früher immer das Mercamp geeignet. Also Maps mit Mercamp. Viele Mercs kaufen, was machen, ja. Ist mir das Gegnerteam aber schon zuvor gekommen. Vor allen Dingen wurden die Mercs genervt. Ja, das sieht man auch. Und ich glaube, auf das Mercamp kann ich mich diesmal nicht verlassen. Da ist der Gegner schon zu Hause. Deswegen muss ich mir was anderes überlegen. Ja. Bin gespannt auf das Match. Es wird ein knappes Rennen. Und ich würde sagen, wir sehen uns später. McDonald's Spotlight, meine Kinder, okay? Wir leiten die Saison mal ein. Haut rein. Ach, der Changer. Ist er nicht knuffig? Ist er nicht knuffig? Da muss ich noch mal kurz das Video ein bisschen hochschieben aus Gründen. Die Mercenaries. Die Mercenaries. Wie kann man diesen Menschen nicht lieben? Ich weiß es nicht. Er hat die Haare sogar geschnitten. Extra für uns, Freunde. Für das McDonald's Spotlight. Eine eigentlich längst vergessene Institution ist jetzt wieder da. Und da ist der Changer in meinem Spotlight schon mal. Okay, also beide rechnen sich hier durchaus Chancen aus. Ich würde sagen, wir können uns hier auf einen wilden Ritt freuen. Habe ich den Rain schon in der Kamera? Nee. Tobi, hast du Kamera schon an? Alles kaputt. In Holland. Das ist doch fein hier. Okay. Es ist wieder mal soweit, Freunde. Es ist ein bisschen die Geschichte. Dieses Infernos. Playing Ducks gegen Rocket Beans. Mit Ansage. Ich glaube, Tobi, der hält sich da zurück. Dem ist das komplett egal. Ich glaube, Tobi mag einfach alle. Und alle mögen auch Tobi. Wenn ihr ready seid, kann's losgehen. Von anderen Leuten wird da natürlich ein bisschen mehr gestichelt. Ich sehe sehr viele Rocket Beans im Chat. Das freut mich. Oh, da wird gewunken. Wild. Guck mal. Auch hier dunkel gegen hell. Have fun, have fun. 3, 2, 1. Mal schauen. Es sind ein paar fiese Matenten hier vom Changer. Ob die Ernsthaftigkeit da abgeht? Er hat richtig gut gespielt gegen Edo. Hat er selber gesagt. Habe ich nicht mit gerechnet. Hat, glaube ich, keiner so richtig mit gerechnet, wie gut das war. Aber ich glaube, Rain, einer der höchsten Grundtalente, die wir in der Liga haben. Und jetzt mit Vorbereitung. Er hat ein bisschen gefragt, so, ja, wie sieht das aus? Wessen Replay soll ich mir da angucken? Ich sag, mit deinem Spielstil, Tobi, guck dir Medusa the Gamer an. Da kannst du nichts mit falsch machen. Super aggressiv, drauf auf den Gegner, viel Demon Hunter Action. Und da muss Changer erstmal mit klarkommen. Aber ich glaube, Changer hat auch sehr gut, also Changer sieht erstmal immer richtig gut aus. So, das ist einfach Fakt. So.
Changer sieht immer richtig gut aus. Ich habe aber im Game gegen Edo gedacht, Late Game könnte noch besser sein. Das Early war aber sackstark. Und wenn jetzt das starke Early Game von Rain auf das starke Early Game von Changer trifft, dann freuen wir uns doch alle. Thorsten, bist du die Ente in der Rüstung? Thorsten ist auf jeden Fall ein feiner Kerl, das können wir schon mal sagen. Es ist, wie zu erwarten war, der Demon Hunter. Und auf der anderen Seite spielt Changer mal relativ normal tatsächlich mit Archmage. Keine Firelord Shenanigans, keine Dark Ranger. Ich hoffe, da wurde sich im Hause Rocket Beans noch aufgewärmt. Ich habe auch gesehen, Kevin hat heute nach Human-Trainingspartnern gesucht. Sharky war aktiv. Die Helle gegen die dunkle Seite. War klar, dass Playing Ducks heute mit einem Sieg nach Hause gehen. Schaffen sie auch 2. Ich glaube, Rain diese Saison ist durchaus stärker als in der letzten Saison. Da ist wieder mehr Rhythmus drin. Der Demon Hunter, das Demon Hunter Meta passt ihm, glaube ich, ganz gut. Saisonstart war top. Und er hat gesagt, das wichtige Dota-Spiel ist vorbei. Von daher kann ich da auf jeden Fall mal ein paar Stunden in Warcraft setzen. Und dann wird es gefährlich für alle hier. Changer auf der anderen Seite. Von ihm hört und sieht man relativ wenig. Außer natürlich 3 gegen 3 Ladder im Battlenet. Und da muss er auch ein bisschen carryen, habe ich gehört. Manchmal. Geht's doch Fast Expansion lieber. Das könnte... Oh. Leckt's bei dir auch? Bei mir nicht. Wenn's weiter leckt, können wir noch Server wechseln. Meinetwegen. Ist ja nichts passiert. Ja, das scheint heute sehr instabil zu sein, diese kompetitive Szene. Bei Changer wird das Spiel zur Nebensache, das ist absolut korrekt. Aber bei mir sieht der Ping gut aus. Ich glaube, bei Rain sah der Ping gut aus. Es scheint nur an Changer zu liegen gerade. Beziehungsweise sein Routing. Aber jo, da hat er einen dicken Spike. Okay, da sind die Downloads ausgegangen. Schauen wir mal. Ja, man will natürlich gleich gut Micro und man weiß, der Demon Hunter kommt. Das ist bei den Nachtelfen so. Geht's auf Immolation oder nicht? Wir haben versucht, ihm das so ein bisschen beizubringen, wie gut Immolation ist. Ist er weiterhin der beste Demon Hunter Spieler EU West? Oh, Changer, das Micro hier sieht lecker aus. Direkt gut antizipiert. Und Rain so ein bisschen verhalten. Mula Jack, danke für 6 Monate. Ganz bedächtiges Abtasten tatsächlich. Wiz kommt dazu. Die hat er ebenfalls. Immolation und ab dafür. Jetzt so viel Damage machen, wie es irgendwie geht. Und gerade auf den Arcane Tower. Immer wieder drauf. Da will man natürlich so effizient wie möglich sein. Wird hier ein bisschen surrounded tatsächlich. Footman immer gut gegen Helden, dank Normal Damage Type. Und ich glaube, die Verluste sind noch zu verschmerzen, aber Rain auch wenig eingesetzt. Kein Wisp Detonate, weil da nichts angeschlagen war. Kein TP, nicht viel Mana. Immolation an, Immolation aus. Und jetzt Boots of Speed und dann ein Staff wäre super gewesen. Aber ich glaube, Changer fühlt sich hier sehr zu Hause. Hat unsere Division 2 dominiert. Ohne Niederlage durchgefahren. Und die Echse steht. Da kann Rain relativ wenig gegen machen. Frage ist, was ist der Follow-up? Bisher ist der Demon Hunter noch nicht so gefährlich, wie wir das in anderen Games gesehen haben. Gerade gegen Kevin. Hunter's Hall bisschen spät. Geht noch, wenn er jetzt schnell taggt. Nochmal dicken Dank an Fischi, der die Predictions macht. Und noch ist der Arcane Tower nicht da. 20 Sekunden, volles Rohr. Bisschen unglücklich für Changer, gerade den Murloc angepackt. Der ist immer giftig.
Und das sind so Sachen, die will man am liebsten vermeiden. Genauso wie die Snares und die Archer-Schlachten zu sehen. Demon hat dann auch keine großen Items im Inventar. Ist nicht so sturdy, wie er gerne wäre. Repair von Changer ist gut. Puh, bisher sehr solide Defense. Sehr solide Defense. Wir kriegen mehr Supporter rein. Dicken Dank an Name des Spiels. 75 Monate und der gute Sockel. Wahrscheinlich das längste Genital in ganz Warcraft Deutschland. Hier ist Sub bei uns. Dankeschön. So, wie viel Mana-Saft ist da? Sieht okay aus, aber nicht ideal. Kein Tier 3 Tag. Kein Rush direkt auf Bären. Aber gute Balance gefunden, glaube ich. Ein Ancient of Lore für so die ein oder andere Dryade. Dann den Tag, dann das zweite Ancient of Lore. Bei Changer haben wir schon einen Tag und den haben wir schon richtig lange. Der Tag läuft schon seit 30 Sekunden. Das waren 6 Minuten 25 Tag. Das ist stark. Das ist richtig stark. Changer macht genauso weiter, wie er am ersten Spieltag gegen Edo schon gezeigt hat. Die Maske auch okay. Natürlich will der Archmage noch leveln, will sich aber auch nicht zu weit draußen positionieren. Es gibt nichts Großartiges, wogegen er Counter pushen könnte. Keine Gegner-Expansion. Wobei, da ist noch ein Lore vielleicht und die Gegner sind angeschlagen. Hold the phone. Geht Changer drauf? Schafft er das? Auf den Lore? Der will hier schon... Changer ist wild, ne? Holt sich lieber den Ancient of War. Jetzt bin ich schon hier. Irgendwas muss ich doch jetzt hier töten. Wenn ich schon mal hier auf dieser Seite der Map bin. Kämpft aber ohne seinen Archmage. Das ist ein bisschen ärgerlich. Archer Micro sieht gut aus. Jo, und da vielleicht ein bisschen was liegen lassen. Ancient of War hat heute mal Bock auf Palme. Kann man ihm nicht verübeln. Und natürlich will man irgendwie sowieso aus Footman rausrotieren. Aber im Endeffekt 2 Footies für nichts. Demon Hunter auf der anderen Seite. Auch ein bisschen... Ja, da war vielleicht der Fokus gerade auf der linken Seite. Counter Naga. Oh, Slippers fast liegen lassen. Counter Naga. Bodyblock. Schaut es euch an. Wer möchte nicht mal von Changer gebodyblockt werden? Zucker, diese Aktion. Holla. Guckt mal, wer da Warcraft spielt. Zelebriert, tatsächlich. Sanctum kommen, Rifles kommen. Changer Typ ganz nett, muss man sagen. Demon Hunter kurz vor 3, wieder aggressiv, beide so im Tandem hin und her. Check kurz, ob es da einen Creep-Check gibt, positioniert sich zwischen der Basis und der Armee, ob da vielleicht was aus den Sanctums kommt, soweit sind die aber noch nicht. Bisschen wasted time für Rain. Und Changer hat die Echse laufen. Also der Bärbass, der muss ja einiges reißen. Idealerweise die Echse abreißen. Jetzt hat er ihn gefunden. Jetzt soll gefightet werden. Da muss das Level 3 doch drin sein mit einem Putty-Kill. Da hat er's. Noch kein Mana-Burn. Fast schwierig zu sagen, ob man hier Mana-Burn will oder nicht. Aber ich glaube, ansonsten sind Water Elemental dann doch zu stark. Und ein Fork Lightning will man auch nicht unbedingt gegen sich. Vielleicht später auch einfach auf Retreat. So, langsam aber sicher kommen die Nachtelfen zusammen hier. Bären, Ritu, Roar. Naga braucht Level. Naga braucht auf jeden Fall Level 3 vom ersten Fight. Das ist natürlich so ein Ding, ne? Man kann Replays von Pros gucken. Man kann sich live angucken. Man kann sich Moon angucken. Die spielen dann natürlich auch gegen so Fortitude, Sock. Macht dann ein Changer aber dasselbe wie ein Fortitude oder Sock. Und klappt dann das Map-Movement noch, wenn der Gegner nicht das macht, was du möchtest. Schauen wir mal. Scroll of Healing, wichtig gegen das Fork Lightning, um die Rifles zu retten. Die Rifles sind der Damage-Output. Lasted von Changer gegen Giant Sea Turtle. Also da läuft einiges. Wenn jetzt eine Sorceress in Range wäre, was mir bei Changer sehr gut gefällt, früher Breaker. Sehr früher Breaker. Wir haben so oft gesehen, ein Demon Hunter ist sackstark, jeder weiß es. Du klopfst den down, die ganze Zeit gehst drauf.
Und dann kommt ein Reju und dann geht's dem Demon Hunter wieder gut. Der eine Breaker klaut das Reju. Lieb ich. Es gab Variationen mit nur Breaker und Rifle, ohne Priests, ohne Sorgs. Das ist auch ein bisschen fragil. Vielleicht hat Changer genau den Sweet Spot getroffen. Der hat keinen Rush, ne? Der hat keine Eile. Human normalerweise Exe, 80 Supply, 80 Supply, 80 Supply und Push. Aber Changer die Ruhe weg. Wie in seinen Statements. Er bringt uns ein bisschen runter in dieser hektischen Welt. Brauchen wir alle ein bisschen Changer. Vielleicht auch mit neuem Haarschnitt ein bisschen aerodynamischer. Flattert ja im Wind wie so ein Priest-Umhang meistens. Wenn er sich denn schnell bewegt. Ich weiß nicht, ob Changer sich schnell bewegt. Das müssen wir mal rausfinden. Rain struggelt auf jeden Fall ein bisschen. 10 Supply hinten dran. Dafür Tier 3 Supply gegen Tier 2 Supply. Da muss Changer meistens eigentlich ein bisschen mehr haben. Rain hat es gesagt, es ist nicht sein Lieblingsmatchup. Seit 16 Jahren. Hat aber auf Twitter auch gesagt, heute hole ich mir den ersten Sieg seit 16 Jahren. Dafür müssen die Bären funktionieren. Noch kein Blizzard. Auch langes Anhalten, was diese Heal Scrolls angeht. Jetzt ist der Breaker weg. Jetzt vielleicht die Chance fürs Reju, wenn das Micro passt. Der Kill geht aber wieder an Changer. Und er hält diesen 10 Supply Vorteil offen. Da ist der nächste Breaker. Dementsprechend kein Reju. Exit Kill auf einen Rifle. Und jetzt wird weiter gecreept. Also Rain sehr auf Bären fokussiert. Alles ist geslowt. Da muss es auf jeden Fall Rejuvenations hageln. Einer der besten Heals im kompletten Spiel. Und Changer, der ist gar nicht mal so rich. Der hat gut produziert. Kein TP. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was an Items verkaufen. Und was getan werden muss, ist Scouten. Diese Echse muss fallen, wenn ihr es mit Changer und den Rocket Beans haltet. Diese Echse muss hochkommen, wenn ihr es mit Rain, den Elfen und den Ducks haltet. Gibt aber ja noch einiges zu creepen hier. Den Scout will ich sehen. Da wollen wir hin. Aber nasty Creepjack. Oh mein Gott. Da hat Rain auf jeden Fall den Braten gerochen. Beide schlachten sich hier gut ab. Wieder Breaker gegen Bären. Das ewige Battle zwischen den beiden Fraktionen. Die Creeps helfen auch noch ein bisschen mit. Hier den Marauder darf man nicht unterschätzen. Wirkt ein bisschen unschuldig. Ist er gar nicht. Focus Fire sieht gut aus. Demon Hunter Level 4. Die Heal Scrolls. Hätte vielleicht mal wieder beim früher ziehen sollen, aber das war sehr gut. Gleichmäßig verteilter Schaden, wie wir es jetzt auch auf den Units haben. Die Heal Scroll wurde benutzt, damit ist sie auf Cooldown, weil beide auf demselben Helden waren. Ingo Potion auf der Naga. Die ist blockiert mit dem Block von Rain. Richtig hingestellt im richtigen Moment. Und in den Fights ist Rain einfach vorne. Da reißt er dir den Kopf ab. Naga tot. Und wie jetzt den Demon Hunter kontrollieren. Wilder Schlagabtausch, offenes Visier. Nächster Infopod gepasst. Und hier auf der rechten Seite ist es ein bisschen too much. Die Bären haben die Nachricht gekriegt. Kein TP, trotz Echse. Zieht Rain die Fights an sich. Naga muss noch ein bisschen aufpassen. Seine Echse läuft jetzt natürlich auch. Die Naga fällt doch hier nicht. Nein, sie fällt nicht. Rain holt sich den Sieg. 1-0. Und nochmal ein Punkt auf die Seite von den Playing Ducks. Das ist eine gute Season für Rain bisher. Ohne große fiese Matenten. Demon Hunter. Bären. Irgendwann die Echse. Und dann läuft das Ding. Der wird gefährlich. Langsam aber sicher wird der Rain hier gefährlich. Da ist ihm ja mal nichts aus der Krone gefallen bei diesen Fights. Das war schon nett. Das war schon nett. Geht der Ping wieder oder sollen wir in die Türkei fliegen? Warcraft Urlaub. Puh.
Der kann einfach Warcraft. Gerade war EU Southwest. Wir wechseln mal. Wenn der Server Zicken macht, was restarten. $100 Monitor. 100% Lieber. Danke B2W. Oh, sweet! Warte, Map. Scrimmage. So ein Service hier. Danke. Ready, Rain? Hampi! Danke, 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 danke! 100 Monate ist crazy. 100 Monate ist crazy! Danke, danke, danke. Schön, dass du am Start bist. Junge, der Creepjack hat gescheppert. Ho, 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 ho. Jetzt allerdings neue Chance, neues Glück, neue Map, neuer Server. Neues alles. Kriegen wir den zweiten 3-Mapper im heutigen DACH Inferno? Oder ist das Ding hier gleich durch? Es ist natürlich wieder mal jeder 2-0-Sieg extremst wichtig. Gibt nochmal einen Extrapunkt obendrauf. Und während ich die Kameras einstelle und ihr nochmal diese schönen Menschen begutachten könnt. Warte, das geht so nicht. Ich hab am Wochenende das Age of Empires Turnier gesehen, Red Bull Vololo. Und da haben die Spieler immer nach außen geguckt. Wir machen es immer so, dass die Spieler nach innen gucken, sich quasi angucken. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr besser findet. Manche gucken natürlich auch sehr straight geradeaus. Das gibt's auch. Aber ich denke schon, wir wollen so ein bisschen Augenkontakt simulieren hier. Meiner Meinung nach. Hampi, nochmal dicken Dank für die ganze Zeit. Wir haben wieder einen Demon Hunter. Ich glaube, wir werden kein Game dieser Liga sehen, wo Rain keinen Demon Hunter spielt. Aber die Überraschung ist hier. Und das mag ich. Mach es weird. Mach es so, wie Rain es nicht vor 15 Jahren gegen sich hatte. Nimm den Mountain King. Und dann mit dem Hammer auf den Kopf. Rocket Beans Community sagt rein, starker Creepjack und Lager Control, aber Early war auch gut, dass hier die Analyse aus dem Fanlager. Würde ich zustimmen. Ich glaube, Late Game ist tatsächlich gerade noch so ein bisschen eine Changer-Schwäche. Die Earlys sind brutal. Edo eine Map liegen lassen. Kevin auch ohne volle Punktzahl. Da kann Rain auf jeden Fall durchaus oben mit dran springen, müssen wir noch mal kurz sagen. Der hat gerade 4 Punkte. Mit einem 2-0 wäre Rain Tabellenführer. Zumindest über Nacht. Morgen spielen Leon und Kevin. Die wollen den Tabellenführer-Titel natürlich haben. Schosch kämpft da auch noch mit. Oh, der Dodge. Look at this. Nach dem einen schönen Bodyblock von Changer, jetzt der Dodge. Das war Zucker. Das wäre 2005 in allen Skill-Movies gelandet. Wir haben den Demon Hunter mit einem Ring of Protection. Das gefällt dem Demon Hunter. Nimmt weniger Schaden. Hilft ihm aber auch nicht, wenn er gestormbolt surrounded wird. Und Changer hat rausgefunden, dieser Demon Hunter hat keinen Mana Burn. Und wenn er keinen Mana Burn hat, dann gibt es hier richtig viele Hämmer. Ich hoffe, dass Rain nicht einfach blind wieder in Evasion geht.
sondern Immolation Mana Burn ist der Play. A player's forces are under attack. Jetzt hat er kein Mana mehr, aber hat die große Mana Potion. Noch kein Level 2. Das haben wir gleich erst. Weiß er, dass die große Mana Pot am Start ist? Will er die große Mana Pot schon ziehen, wenn nur 3 Footmen am Start sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, Changer ist damit vollkommen fein, wenn hier nur ein Worker down geht. Vielleicht nochmal ein Bash oder so. Gibt es diesmal die Konter-Expansion früher vielleicht? Creep Camp ist gar nicht mal so easy, ohne Held. Mit Inner Fire Ogre. Ja, muss man Respekt haben. Sehr schön übrigens, neue Map Scrimmage wird gepickt, direkt von Changer. Vielleicht fühlt sich hier der Gegner nicht so ganz wohl. Wobei, Rain hat hier schon Schlachten geschlagen. Gerade gegen Edo. Top. Bisher ist es relativ ähnlich zu dem, was wir vorher gesehen haben. Gutes Early von Changer, guter Druck drauf, richtig nervig. Schönes Timing für die Lores auch. Der Tier 2 Tag ist durch. Jetzt sollen die Lores kommen, aber wenn da 5 Footmen stehen, baust du lieber kein Lore, würde ich sagen. Demon Hunter auf dem Weg zu Level 3, hat gut adaptiert. Mana Burn gegen den Mountain King. Aber der Mountain King, der hackt hier einfach auf die Arbeiter ein. Footman auch richtig stressig. Ich glaube, Changer spielt das sehr smart. So ist er. Smart und schön. Ist die Frage, wann ist es ein Overcommitment? Nicht, wenn man den Scout kriegt. Das war Nacht. Oh, hat er nicht gesehen, glaube ich. Oder holt er sich die Mercs? Wenn er sich die Mercs holt und nach oben geht und die Echse cancelt, Gigaplay. Wenn er das jetzt wegen der Nacht verrafft, Gigabitter. Ich glaube nicht, dass der das weiß. Vielleicht zweiter Check? Ja. Sieht danach aus. Gute Flowchart von Rain, glaube ich. Hat er es jetzt gesehen? Nee, ne? Vielleicht nicht? Ah, wie gerne hätte ich Player Vision. Was auch immer passiert. Der Rain holt sich eine Unit nach der anderen. Und der hat noch nicht mal Dryaden. Da muss der kleine Zwerg die Kohlen aus dem Feuer holen hier. Aber mit Level 2, was kann er tun? Schön, schnelles Repair. Rain braucht auf jeden Fall noch die 50 Supply. Die kriegt er gleich. Gutes Healing. Schnelles Healing. Ich glaube, Changer hat der Echse viel zu viel Zeit gegeben. Die Frage ist, wie viele Wisps haben wir denn so generell? 6. 5. Boah, das tut weh im Holz. Er hat nicht genug Holz für Lores und Tech. Blood Mage Tier 3 Mass Air. Ich würde tippen, dieses Midgame sah ziemlich gut aus für Rain. Echse steht. Einiges an Units gesnackt. Aber wie kann er gegen Mass Air? Weiß man, was man da macht? Wie man das macht? Wie macht man das denn überhaupt? Da muss man ein bisschen improvisieren. Viele Dryaden. Spielt ihm vielleicht ein bisschen die Karten, weil der Tech eh noch nicht ready ist.
Und jetzt stehen hier die Tower. Es könnte so ein bisschen eine 180-Grad-Drehung im Vergleich zu Game 1 sein. Mit einem starken Late-Game von Changer. Hallo, Blood Mage. Damit wird der Blood Mage auch wahrscheinlich den Mana-Krieg gewinnen. Dryade macht die Tür zu. Rain, riesen Move. Es ist manchmal so simpel. Manchmal ist es einfach so simpel. Und machen wir jetzt die andere Tür auf, nachdem wir die eine zugemacht haben. Sieht ein bisschen danach aus. Danke Kendur für 7 Monate. Naga bringt natürlich wieder unfassbare Kontrolle rein, aber Mountain King, dem ist das egal. Der hat die große Potion benutzt. Wirklich, fühlt hier ganz viel Druck anscheinend. Muss gleich TPen, bevor dann Fork Lightning kommt. Hat da der Dota-Spieler seine Spells nicht richtig benutzt. Mana war da. Mana war da und hat Changer einen Shop. Ja, okay. Okay. Junge, hat der ein Feuer drauf. Wenn das Game hier noch 5 Minuten geht, Changer ist meilenweit vorne. Aber Rain ist nicht der Typ dafür. So wirklich. Blood Mage wieder tot. Crazy. Crazy. Jetzt ist der Demon Hunter eingeblockt. Oh, machen wir Farmwalking? Nee, den lässt er raus. Aber die Naga fällt auf der linken Seite. Wilder Schlagabtausch. Changer versucht es nochmal mit einem 3-Unit-Surround gegen den Altar. Aber ich glaube, die einzige Unit, die sich am Altar wiederfindet, ist der Mountain King. Hat eine Potion. Oh, weia. Wenn wir jetzt ein bisschen Control hätten. Wenn wir jetzt ein bisschen Dispel hätten. Changer wird den lang machen, aber hätte, wenn, könnte, wenn, aber, das zählt hier alles nicht. Das zählt hier alles nicht. Hat der Footman jetzt diese verdammte Expansion gesehen? Mountain King ist einfach, der lässt die Mainbase alleine zu Hause, ist egal. Das war so synchron. Mamma mia. Tobi Rain einige Dryaden jetzt, nach dem einen Bär für Rejuvenation. Rain braucht die Naga zurück. Rain braucht Level 3. Rain muss sein Gold ausgeben. Changer hat die Echse gesehen. Er braucht Orbs und vielleicht einen dritten Held. Oh, Double Workshop. Tanks oder Gyros? Ist die Frage. Oder beides. Kann sich Tobi noch dran erinnern, wie es war damals 2008. Gegen Jaws. Als die Tanks angefangen sind zu rollen. Tricky. Paladin kommt dazu. Wie gesagt, das war vielleicht schon der Push, den Changer hätte brechen. Der Changer hätte brechen müssen. Aber Changer wird nicht gebrochen. Changer bricht und nicht nur Herzen. Sondern auch das Upkeep. Hat gute Tags. Hat gute Helden. Gerade der Mountain ist ein absolutes Biest. Und ich glaube wirklich, Rain weiß nicht so ganz, wie die Army Composition funktioniert. Da könnte man Ancient of Wind bauen. Hippos, Talents, irgendwas. Shredder gefällt. Sehr. Die Holz-Economy war wirklich, wirklich lange Arsch. Podem für mehr Range Damage. Und als Orb Carry. Ich glaube, ein Panda oder ein Tinker würden hier besser funktionieren für den Area of Effect Damage gegen die Hippo Rider. Und auch gegen Tanks.
Ja, ich glaube, da ist der Changer gewitzt. Win by strategy? Maybe. A town is Nächste under Echse. siege. Dragonhawks eigentlich keine gute Unit, aber können eine sehr nervige Unit sein. Holy Light ready, Fort Lightning ready. Einzelne Dragonhawks über den Wald, aber die Dryaden, die machen hier einen richtig guten Job bisher. Ohne Stickschaden machst du da nicht so viel gegen die Kollegen und es kommen immer wieder neue Dryaden dazu. Makro sieht ganz gut aus, könnte jetzt nochmal produzieren. Fokus ist auf den Fight, Blood Mage. Der Paladin, ja, der ist weg. Nein! Vanish! Oh mein Gott, der Save von Changer. Are you kidding me? Jetzt stirbt er endlich durch die Tirade. Das große Sterben von Scrimmage. Aber das ist natürlich alles Zeit für Changers Expansion oben. Frage ist, kann er diese Verluste nochmal irgendwie ausgleichen? Er hat sich schon in gute Situationen manövriert in dieser Season. Und sich dann nicht belohnt, leider. Oh, der eine Tank gegen den einen National War. Das haben sie sich auch anders vorgestellt, glaube ich. 2 Dragonhawks, ein Knight, 2 Tanks. Wobei der eine fast draufgegangen ist. Zu wenig Dragonhawks. Players' forces are under attack. Jedes Game. Changer stemmt sich gegen die Niederlage. Und er hat eine Base mehr. Aber Demon Hunter Level 5. Okay, ganz wilder Switch. Knights, Mortars, Griffins. Eine der teuersten Armeen, die man so bauen kann. Mortars zerfetzen Dryaden. Double Orb. Gefällt tatsächlich. Macht ganz gut Sinn. Ist auf jeden Fall gut gegen Griffins. Frage ist so ein bisschen, was macht man gegen die Mortars, wenn die gut stehen? Der arme A Tank, da player's will die auch nicht forces drin are under sitzen. attack. Heiß. Haben wir jetzt die richtige Armee von Changer. Fast 80 Supply. Upgrades sind okay. Es hängt so viel an den Mortar-Teams. Wenn die treffen, ist Zappenduster. Wenn Rain da drumherum tanzt, ist sein Game. Oh, das war nicht so viel Getanze. Oh, die Mortars sind aber weit offen. Da noch mit dem Fortnite drauf. 2 direkt down. Die Griffins können natürlich die Dryaden nicht anpassen. Hero Focus wieder drauf. Zack, 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 zack. Against den Demon Hunter. Der kann nicht so viel burn. Paladin aber auch weg. Kann Rain den Fight für sich entscheiden von 10 zu 3 Nachteil? Oder ist das Changers erster Win seit Aufstieg? Die Bären oh mein Gott, diese Bären. Ist das ein Chaos hier? Alles geht down auf allen Seiten. Die Podden wird, glaube ich, auch nicht mehr so lange überleben. Demon hat er noch nicht nah am Ultimate dran. Dafür kriegt er nochmal 2 Knights. Rain hat alles verloren. Alles. 20 Supply auf Futsch bei Changer. Aber kann man diesen beiden Mortar-Teams mal bitte ein Verdienstkreuz verleihen? Die haben so gut wie alles geregelt hier. Und der Demon Hunter, er war saustark. Aber nicht stark genug. In der Zwischenzeit haben wir hier immer noch einen wütenden Tank. Nächste Echse von Rain, da hat er Zeit geschunden. Aber da gibt es halt auch Mortar-Teams, ne? Und Tanks, nicht zu vergessen.
Aber ich fürchte eher die Mortar-Teams als die Tanks. Giftzwerg Level 5. Hammer an Kopf. Lanze ebenfalls. Potten weg! Oh, oh. Ist jetzt da die große Schwäche gegen die Humans sichtbar auf einmal? Ein wildes Hin und Her. Und was hat denn Changer noch überhaupt? Der hat hier einen Mortar. A player's forces are under attack. Nice. Was ist denn die Armee? Da so ein bisschen, ne? Wild. So mögen wir unser Warcraft. Wild und dreckig. Die Echse abgerissen, ohne dass sie je eine Dublone da aus dem Dings geholt hat, aus der Mine. Doppelstaff, richtig wichtig. Die Armee ist so teuer. Ich mag, dass hier mit Invisibility gearbeitet wird. Eine Anti-Magic Potion haben wir auch. Changer eher wieder eine defensive Haltung an der dritten Echse. Dritten Mine. Und mit Tanks drauf auf die Echse. Das ist der Plan. Ablenken mit Fight. Demon Hunter immer noch unsichtbar. Nicht zu verachten. Aber die Griffins gegen die Bären sehen richtig, richtig gut aus. Und was ist da, um diesen Griffins irgendwie beizukommen? Wir haben zwar Talents, aber wir haben keine Krähen, oder? Er hat das Upgrade nicht erforscht. Oh, oh, er kann sie nicht morphen. Ansonsten, was wäre da als Anti-Air gewesen? Nichts, außer ein Stormbolt. A town is under siege. Feuer. Die Bottom ganz allein auf weiter Flur. 95 Supply für Changer. Tanks gefühlt überall. Da muss er nur noch drüber klicken, glaube ich. Da muss er nur noch draufklicken. Wenn die Dryaden den Mortars nicht ausweichen, sind die komplett Toast, genau wie die Talents. Das ist ein Fest für die beiden. 3. Ich glaube, da waren nicht die richtigen Antworten für Rain zur richtigen Zeit. Jetzt werden die Armeen wieder kleiner. Ich glaube, das ist so mehr Rains Territory. Ich glaube, das ist der erste Saisonsieg. Das ist die erste Map für Changer. Das Supply sieht schlechter und schlechter und schlechter aus und das Gold geht einfach nur hoch. Irgendwo sehen wir hier noch Licht am Ende des Tunnels, aber das ist eine ganz kleine Kerze ohne Windschutz, ist das. Naga surrounded. Level 6 auf dem Mountain. Das war ein guter strategischer Switch vom Changer. Und deswegen heißt er so. Glaube ich. Und damit hat er auch die Series so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ich glaube, Standardspielen gegen Rain ist nicht smart. Da wollte er noch mal kurz gucken, ob der Bash-Knopf vielleicht geht. Aber nein. Weiterhin 97 Supply. Natürlich bezahlt Changer hier richtig viel Upkeep. Aber die Bank ist halt gleich, ne? Die Level auch einigermaßen. Es ist wieder der Demon Hunter Level 6. Aber selbst ein Demon Hunter gegen Level 6, der kann halt gebanished werden. Der ist nicht so stark in diesem Match. So, wenn der Blood Mage lebt. Gut, dass Rain Reinforced Defenses hat.
Nature's Blessing, meine ich. Nicht so gut, dass die Creeps hier nochmal reinkommen. Aber wir haben Avatar, Magie, Moon, kein Mana Burn. Jetzt wäre natürlich schön, eine Mana Potion zu haben, aber ich glaube, extra Schaden, mehr HP und Magie-Immunität ist schon ganz nett. Hilft nicht gegen Gift übrigens. Das ist weird, wie das funktioniert. Oh, wieder Mountain King. Aber da ist das Holy Light, da sollte das Holy Light sein. Junge, ist der Demon Hunter crazy! Bash auf Kopf! Und den Mountain King gesaved. Sehr schick, sehr schick. Junge, Junge, da war es aber nochmal richtig knapp mit dem MK. Also dieser Fight ist ungewinnbar eigentlich. Was? Okay, keine Mana, kein Mana. Tobi, die Helden! Raid, wieder ein Step, oh mein Gott. Oh, das Supply ist so einseitig, aber die Fights irgendwie gar nicht. Aber gut. Aber gut. Wir haben noch ein bisschen Mondbrunnensaft. Puh. Wann ist diese Echse? Oh, die Echse ist gleich weg. Tobi hat auch keine Main mehr. 4,5 Minuten noch. 4,5 Minuten Income auf No Upkeep. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass das 89 Supply sind. Wie viel Work? Er hat 23 Work. Ja gut, das geht noch. Ich mag die Eule. Schick. Excelär, Excelär, Excelär. Hälfte von Springtime, mehr als die Hälfte von Springtime ist leer. Wieder Invisibility auf dem Demon Hunter, das gefällt. Immer der große Mana Burn. Immer. Auf den Mountain King. Zack, da ist das Mana wieder weg. Einfach nur auf Bash hoffen. Dass der den Fight eingeht mit der Hälfte vom Supply ist wild. Ist so wild. Aber es könnte irgendwie noch funktionieren. Ein Knight nicht mit dem Fight. Der ist auf der Ersatzbank, wie beim Eishockey, kommt er reinruschiert. Einiges am Start, sogar der Schredder. Ja, Holz kann er auf jeden Fall liegen lassen, sag ich mal. Aber die Bären schmilzen gegen die Griffins. Und da frage ich mich weiterhin, was passiert, wenn Rain das Krähen-Upgrade hat. Vierte Base von Changer. Ist das anders? Oh, da hat er einen Stormbolt, aber der Steph war richtig schnell. Gute Reflexe, der Mann. Richtig gut. Und gleich haben wir Superman. Schon wieder! Ich glaube es nicht. Changer weiß, der Sieg geht hier nur durch den Demon Hunter. Da muss er weg. Der muss irgendwie weg. Solange der Dota-Spieler noch Tri-Hero und Support hat, wird hier nicht aus dem Spiel gegangen. Die große Wanderung von Swimmage. Wir haben fast das dreifache Supply. Das muss man sich auch mal geben. Gut, Tanks nehmen viel Supply weg. Die Worker nehmen viel Supply weg. Das ist schon eine sehr militärisch optimierte Armee, die der Playing Duck-Spieler hier ins Rennen wirft. Das sind nicht viele, das sind 6 Units, ne? 7. That's it. So macht man's also im Hause Rocket Beans, hä? Der Pöbel wird zum Adel geschickt und ekelhaft ausgenommen. Das hätte ich von einigen erwartet, aber doch nicht von einem Rocket Beans Spieler. Aber gut. Hauptsache Obst ist umsonst, gell? Nächster Versuch. Kommt er an die Mortars ran? Dann sehe ich wieder fast eine Chance. Aber ich glaube, die werden ein bisschen unterschätzt. Level 6, Metamorph!
Hat der kein Mana für Banish? Der hat kein Mana für Banish! Hol's dir! Du hast doch Siphon! Oh, Maya, das ist so viel Uptime! Mountain King muss das Ganze irgendwie regeln. Ansonsten Blood Mage tot. Oh mein Gott, der Demon Hunter, aber die Portem auch weg. Es ist nur noch der Demon Hunter, ne? Es ist einfach nur noch der Demon Hunter. Leute, was ist hier los? 17 Supply. Blood Mage wieder da. Okay. Ist das ein Game? 200 Gold noch für Rain und dann kann er sich nichts wieder kaufen. Hat er die Naga gestafft oder ist das Overlay heute? Ne, das Naga ist da. Naga ist da. Podem könnte er von der Taverne, vom Altar wieder kriegen. Oh, der Goldvorteil, der ist schon ordentlich. Die nächste Echse weg. Die läuft rüber. Weiß der... Doch, da wird doch gefightet vor. Der weiß, dass die Echse da ist. Es wird einfach alles geholt. Es wird einfach alles nach vorne geschmissen. Mit Baum, Worker, Bär, Demon Hunter und Naga. Haben wir einen Metamorph? Ne, 1,5 Minuten noch. Aber gut, da muss man halt auch mal reagieren gegen, ne? Mit dem Mut der Verzweiflung. Ich meine, es ist ein Base Race, ne? Aber die Base ist ja jetzt hier. Die ist ja am anderen Ende der Map. Also ich glaube, beide Spieler müssen morgen nicht früh raus. Da sind noch 2800 drin. Hier unten halt noch 9800. Aber Rain hat keinen Bock zu sterben heute, so wie es aussieht. Der hat ja noch seine Losers Map. A player's forces are under attack. So, Ritter für umsonst. Nehmen wir in eine Tüte. Danke. Changer muss ich auch denken. So, du Bengel. Was tust du? Aber in bester Moon-Manier werden hier die Verstärkungen abgepflückt. Oh, ist natürlich wichtig, dass hier jetzt auch die Heilung flöten geht. Aber Rain hat wieder Income. Was ist es denn immer mit Scrimmage, Freunde? Jedes Mal, wenn wir auf Scrimmage sind, ist es einfach der helle Wahnsinn. A town is under siege. Oder wenn man in Rains Kamera guckt, der dunkle Wahnsinn. Tja, der kann erstmal nichts produzieren, ne? Also ich glaube, den Supply-Nachteil, den holt der heute nicht mehr auf. A player's forces are under attack. Er ist ein Entertainer, der Changer. Das kann man nicht anders sagen. Solange man einen Demon Hunter Level 6 mit Metamorphosis auf Cooldown auf dem Feld hat, geht doch keiner aus dem Spiel. Das kann man doch keinem vorwerfen. Sind das die letzten Gebäude? Es sind die letzten Gebäude! Ist es das letzte Gebäude? Oh mein Gott! Avatar gegen Metamorph, aber da ist auch, glaube ich, kein Repair mehr. Hat Rain das auf dem Schirm? Den muss er halten, aber wie? Mit einem Moonwell! Das war auch. Aber Demon Hunter, Invo Potion, das ist nicht genug, oder? Das reicht nicht. Man traut dem Dota-Spieler viel zu mit seinen Helden. Vielleicht zu viel. Das war's noch nicht. Doch, das war's. Rain has left the game. Changer holt sich die Map. Und schaut ihn euch an. Dieses Bild von einem Mann. Hälfte der Arbeit erledigt. Erste Saison-Map für Changer.
Und wie? Und wie? Scrimmage ein Garant für epochale Matches. Mehrere Ultimates, alle Minen komplett ausgefüllt. Der absolute Wahnsinn am Dienstagabend. Wir haben gesagt, unser Top-Match ist am Mittwoch. Unser Top-Match am Mittwoch ist Kevin gegen Leon. Und das kommt ja auch noch. Als nächstes Boulder Vale. Aber das war hier schon mal eine große Ansage. Junge, Junge, Junge. War Türkei besser für euch? Beide gleich, sagt der Rain. Bisschen besser. Okay, dann bleiben wir. Ja. Ready, wenn ihr seid. Gleich ist 11 Uhr, Freunde. Gleich ist es 11 Uhr. Die Matches gehen bis zum allerletzten Gebäude. Und jetzt kommt die letzte Map. Nach dem Sieg von Sushikor gegen Black Raymond, nach dem Sieg von Edo gegen Teddy, brauchen wir einen dritten Sieger. Und es kann nur einen geben. Ist es Rain für die Playing Ducks oder ist es Changer für die Rocket Beans, Freunde? Das alles wird sich entschieden auf Boulder Vale. Während ich noch die Kameras einstelle und das Overlay und alles. Gucken wir mal, was hier so geht. Gibt es andere Helden? Gibt es andere Basenverteilungen? Alles wird anders dieses Mal! Es ist eine der kleinsten Maps. Es ist schwer zu expandieren. Das sollte eigentlich Rain in die Karten spielen. Du musst den Teamfight nicht gewinnen, weil du das letzte Gebäude besiegen kannst. Pfeifert! Pfeifert! Ja, Kevin, da liegt die Messlatte jetzt natürlich hoch für morgen, sag ich mal. Da muss noch mal so ein Talent-Game kommen vielleicht. Wir bleiben beim Demon Hunter. Und was ist denn hier los, Freunde? Dieser Altar ist nach der Barracks fertig. Das kann nur eins bedeuten. Wir gehen an Tresen. Aber was bestellen wir? In 25 Sekunden. Wieder wird das Game weird gemacht. Kein Demon Hunter. Kein Archmage. Kein Mountain King. Sondern Firelord? Dark Ranger? Noch kein Held? Ah, da muss der Footman zurück. Ja. Naga? Oh mein Gott. Jetzt wird direkt gescoutet. Was ist hier los? Sieht er vielleicht eine Lumbermill oder so? Aber ich sehe keine. Sieht er Milizen raus? Komm, nee. Es ist bisher eine relativ reguläre Naga einfach. Ich glaube, Rain rechnet 100.000%ig mit einem Tower Push. Baut schon den zweiten Ancient of War. Aber was, wenn das gar kein Tower Push ist? Es ist kein Tower Push. Es ist einfach ein Tech. Oh, Changer Giga Brain, maybe. Vielleicht ist Rain der bessere Fighter. Vielleicht kontrolliert er seinen Demon Hunter besser, als Changer seine Helden kontrolliert. Aber vielleicht hat Changer ein bisschen mehr Warcraft 3 Lebenserfahrung. In den letzten 10 Jahren. Für genau so einen Quatsch. Das funktioniert. Der Demon Hunter hat keine gute Zeit.
Und Rain denkt wahrscheinlich auch, wo bleibst du denn? Was machst du denn? Da ist das Ding. Da ist der Tech, er hat's gesehen. Da ist die. Und die Naga hält den Demon Hunter wirklich sehr gut unter Kontrolle und Footmen machen den Damage. Da muss man sich so ein bisschen jetzt das Herz rausmikronen. Guter Shadow Knight. Immolation natürlich immer stark. Gegen quasi alles. Gespannt. Geht das einfach ein relativ normaler Rifle-Push? I don't know. Level 2 rettet ihn. Wie weit kann man das hier treiben? Ich glaube, auf relativ viele Archer zu gehen, ist korrekt. Ist natürlich nicht ideal, aber muss man auch ein bisschen was ergänzen. Halbes Level für die Naga jetzt. Demon Hunter mit Ring ist super geil. Ich mag auch, glaube ich, die Entscheidung, nicht auf Mana Burn zu gehen. Evasion ist besser. Mehr Tankiness, noch mehr Tankiness. Ab wann übernimmt der Demon Hunter diese Show? Ist ein bisschen die Frage. Firelord? Naga Fire... So, ist Incinerate. Oh, das ist so viel Damage, wenn er drankommt. Kommt er dran? 13! Da ist er weg! Oh mein Gott! Der Changer ist verrückt geworden. Er war schon immer ein bisschen. Wie soll Rain das abwehren? Er hat nichts. Er hat gar nichts. Er hat seine Archer. Das spielen wir Age of Empires hier jetzt. Ich meine, Vololo war ein Riesenerfolg. Über die Zahlen würde ich mich nicht beschweren, aber in Warcraft brauchst du mehr. Surround? Ich glaube schon, aber da ist kein Damage. Wo ist der Damage? Und wo ist der Deinhard? Demon Hunter wieder da. Beide One-Base. Und beide extrem fragil. Wenn der Demon Hunter an die Helden kommt, dann knallt. Das ist zu viel. Der kann hier nicht Mano a Mano gehen. Ich weiß nicht, ob er das kalkuliert. Der lange Weg home jetzt für Changer. Das wird dauern, bis die wieder einsatzbereit sind. A player's forces are under attack. Hat der Klötze nach der Niederlage auf Map 2 den Demon Hunter so weit auszureizen gegen Frost Arrow, gegen Incinerate. Wäre maybe Soulburn das Mittel der Wahl gewesen. Dann macht der Demon Hunter keinen Damage mehr. Player's forces are under attack. Boah, was eine Schlacht. Jetzt ist er einfach auf Tier 3 getaggt, ne? Mit Naga Firelord. Was jetzt? Dark Ranger? Es lässt sich jetzt gut creepen mit dem Ancient Olor. Aber natürlich will Rain auch auf Tier 3, will auch das Reju. Und es wäre so wichtig, dieses... Ja, na klar. Die Dark Ranger. Wenn der Nachtelf Triple Orb spielen kann, warum denn nicht? Alles, was irgendwie gegen den Demon Hunter gut ist, ist in dieser Heldenkombination. Slow, Soulburn für Silence und ganz viel... Der kann Minus-Damage machen. -2 kann er machen. Und die Dark Ranger mit Life Drain. Naga Second. Aber ich glaube, das Soulburn ist gigantisch. Es ist so ein guter Call, auf Soulburn zu gehen. Aber es ist immer noch einer von Deutschlands besten Dota-Spielern, die diesen Demon Hunter kontrollieren. Aber reicht das gegen das Giga-Brain von Changer? Ich glaube, da macht er nix.
is under siege. Hat der ein schelmisches Grinsen auf dem Gesicht. Das ist zu viel. Ohne Reju läuft hier gar nichts. Reju wäre monströs in dieser Situation. Naga weg! Da wird er übelst weggecheast. GG! Changer mit dem ersten Sieg der Saison. Und wie cool! Wie cool! Gletscher E-Sport. Der Versuch der Standard auf Map 1 wird in seine wenigen Schranken gewiesen. Und mit dem letzten Schluck Kaffee. Ab ins McDonald's Spotlight. Er hat's angekündigt. Da wird gratuliert. Oder so. Oh, wir gehen aber weg. Ich weiß nicht, ob die Person so auf dem Broadcast sein will. Das machen wir mal lieber nicht. Aber meine Güte. Meine Güte. Was ein Game. Es tut natürlich weh, wenn man Rain ist. Aber die Kohlen nach Hause geholt. Für die Rocket Beans. Für sich selber. Der Changer. Jetzt muss ich mal schauen. Ich muss mal was gucken. Wie kriege ich denn das jetzt noch hin? Ruf dich gleich, warte, Gigi, ruf dich gleich an, muss kurz basteln. Warte. Gleich werden wir Changer hier im Winner-Interview haben. Natürlich, wie es sich gehört. Aber der Mensch hat sich was gewünscht. Und er soll es bekommen. So. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir diesmal mit Changer die Verbindung herkriegen. Ist er da? Der große Sieger. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, herzlich willkommen im McDonald's Spotlight. Changer, was für eine geile Series. Danke. Ich habe mich ja schon angekündigt. Ja, das stimmt. Da hat auch keiner dran gezweifelt, aber dass du dann natürlich da auch so eine schauspielerische Leistung an den Tag legst und die Games so knapp aussehen lässt, ist ja nochmal eine ganz andere Leistung auch. Ja, ich weiß nicht, ob man das als Leistung bezeichnen kann, aber Rain hat auch überraschend gut gespielt, fand ich. Also er macht immer so komische Fehler, die man sich eigentlich auf dem Niveau nicht mehr erlauben kann, aber dann packt er auf einmal in Fights das Micro des Todes aus. Also da hat er manchmal so Moves, da denkt man nicht dran, dass die kommen, und ja, war ich ein bisschen überrumpelt auf Map 1, obwohl ich dachte, es lief eigentlich ganz gut. Ja, sah auch ganz gut aus, wie auch beim ersten Spieltag so. Die Early Games brutal stark und dann in den Late Game Fights fehlt's noch ein bisschen. Ja, ich übe auch immer nur die ersten 10 Minuten. Ah, ja, ist ja auch, man muss Wenn ich ja, überhaupt übe. wenn du überhaupt, Mehr ja, Zeit hab ich nicht. was ist denn hier los? Also, du sagst, du ladderst nicht. Es wird natürlich viel 3 gegen 3 gespielt, das habe ich schon gehört, aber der Edo sagt, glaube ich, du ladderst doch. Ja, ich hab mich tatsächlich vorbereitet auf den Gegner. Auch mit Kevin zusammen, gerade jetzt auch wegen Leon. Haben wir ein paar Games gemacht, auch mit Sharky, ja, die RBTV-Runde.
Das ist aber wieder typisch ich habe eigentlich One Base, Firelord Second, Rifle Push trainiert. Hat das irgendjemand heute gesehen? Ich glaube nicht. Hast du vergessen oder war dann irgendwie das Gefühl dann doch nicht so? Oder dachte, weil der Sommer kommt, lieber eine Naga? Nee, der hat mich bei den Map-Picks überrumpelt. Ich dachte, Boulderville kennen wir beide nicht, das wird er schon bannen. Und dann hat er das auf einmal gepickt. Und dann Ja. wurde ich kannte die Map halt nicht und dann habe ich einfach das gespielt, was ich am besten kann. Einfach drauf. Ja, und das war dann natürlich Naga, was aussieht wie ein Tower Push, aber kein Tower Push ist into Firelord, into Dark Ranger. Man denkt, das ist eine Meme-Strategie, aber das haben wir mal 2011 entwickelt mit ein paar Humans zusammen und darauf hat damals, glaube ich, das war so 2014, glaube ich, und da hat dann jemand mal TH damit geschlagen, also 2014 TH in seiner Prime. Der hat ja damals immer Nachtelf gespielt und da hat Fair, dieser taiwanesische Human, den damit platt gemacht. Ein Den Game. Namen hatte ich komplett vergessen. Das ist so, man baut natürlich ein bisschen dieses Anfang aus und das hat auch gut geklappt, weil Rain hat total überreagiert. Er dachte, da kommt der Push seines Todes und dann, ja, so kann das halt gehen. Ne? Macht ja auch mega Sinn, weil es ist alles, was der Demon Hunter nicht mag. Und der Demon Hunter ist böse. Man kann viel adaptieren darauf. Ich kann ja auch im Hintergrund eine Exit ziehen. Ich kann auch Tier 2 Push dann nochmal runterspielen. Archmage Second, Rifleman. Also, das macht Spaß. Also, es ist ein schöner Stil. Und ich dachte mir gerade auch, Rain, der rechnet mit sowas nicht. Der kennt das vielleicht auch gar nicht. Der war da schon inaktiv. Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen das Geheimnis von Map 2. So Mountain King kam ja, glaube ich, auch nicht so ganz geil mit klar. Ich würde sagen, du hast den ganz gut ausstrategisiert. Ja, wobei mein Mountain King ist echt schlecht. Also. Aber das hat immerhin zum richtig coolen Game geführt. Also, das hat echt, da wurde mal ordentlich Heldenlevel an den Start gelegt. Es war sehr toll. Es war sehr toll. 2 Ultimates, eine Stunde Gamerei, hin und her, dann noch ein bisschen Schieß am Ende. Es war so eine tolle Series. Und genau deswegen bin ich so froh, dass du wieder hier bei uns bist. Ja, solange du den Flutschfinger nicht casten lässt, mache ich gern solche tollen Games. Nee, Also. nee. Der ist jetzt auf jeden Fall gebannt. Also der darf keine Teddy-Games mehr spielen, der darf auch keine Games von dir mehr casten. Da wird es natürlich ein bisschen eng. Wie kommt es, dass ihr beide so auf Flutschfinger-Antipathie seid? Ist da was vorgefallen vielleicht? Ich will nicht drüber reden. Okay, es tut mir leid, wenn ich da Wunden aufgerissen habe. Das war nicht meine Absicht. Ich glaube, du hast sehr viele Herzen aufgerissen heute und dir sehr viele Fans gemacht und ich freue mich ganz doll auf die nächsten Wochen mit dir. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Ja, Mission ist natürlich Krefeld gegen Kevin im Finale. Da muss noch ein bisschen was getan werden. Ja. Glaubst du nicht, das wird dann zu innerlichen Zerwürfnissen kommen bei Rocket Beans, wenn beide Rocket Beans-Spieler im Finale sind? Es ist dann der Machtkampf um die Spitze. Der hat schon begonnen. Aber es geht Rocket Beans 1 und 2 ist auch okay. Ist auch okay. Sehr gut. Kevin kommt damit klar, wenn er diesmal wieder Vize wird. Der hat das schon oft genug gemacht. Das ist eine Ansage, Changer. Das ist die Ansage. Das möchte ich sehr gerne so stehen lassen. Und ich entlasse dich in den Abend. Danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Ist er nicht toll? Ist er nicht toll? Oh, Junge, da hatte ich gerade 600 APM, dass ich die alten Grafiken noch wieder rausgekramt habe. Wow. Ist es nicht das, was diese Liga so ausmacht? Solche Games, solche Series. Ich meine, das wird jetzt einem Rain richtig wehtun. Das war sicherlich ein Match, was er eigentlich bei sich gesehen hat. Dann aber auch gesagt, so, ich hasse das Human Matchup seit 16 Jahren. Hat sich darauf vorbereitet, dann klappt es aber doch wieder nicht. Es wird nicht weggeworfen gewesen sein. Der Punkt war ja immerhin noch da. Und ja, gegen den Changer, also ich glaube, das war das Statement hier jetzt für die nächsten Wochen. Gegen Changer musst du auf alles gefasst sein. Alles. Der kann dir auch einfach mal Naga, Firelord, Dark Ranger entgegenwerfen. Ich bin sehr leise. Ja, das stimmt. Das ist diese Windows C11 Technik. Da müssen wir jetzt mit um. Das reicht jetzt so. Das reicht jetzt so. Okay, dann schulde ich euch noch die Tabelle.
da ist einiges passiert. Da wurden Punkte gesammelt. Wir haben 2 Spitzenreiter vor dem heutigen Tag. Wo sind wir? Da sind wir. Wir haben 2 Spitzenreiter. Table mit Kevin und Edo im Gleichschritt. Das wird wahrscheinlich auch der große Kampf vielleicht um Rang 2. Wenn denn Leon so performt, wie er denkt, dass er performen sollte. Beide mit 2 Siegen. Sehr guter Saisonstart für beide. Holt sich Kevin morgen das 3-0 im Topspiel gegen Leon im Rematch vom Finale. Es wird heiß morgen. Morgen müssen alle deutschsprachigen Warcraft-Fans einschalten. Es ist Kevin gegen Leon. Und Josh gegen Tetz, da haben wir morgen auch noch. Und Josh, der lauert so ein bisschen. Der ist da einfach so sneaky mit 1-1, steht er da mit 5 Punkten. Das ist eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Rain, kleinen Dämpfer bekommen. Kleinen Dämpfer bekommen heute. Da ist noch mittendrin im Rennen, so, da kann alles noch passieren, ist alles super dicht dabei. Leon, Rang 5 ist natürlich ein seltsames Bild, aber der hat auch erst ein Game und das hat er gewonnen, von daher kein großes Ding. Phoenix und Changer, so ein bisschen im Gleichschritt hier und Teddy natürlich heute mit der 4. Niederlage, das tut ein bisschen weh. Wird auf jeden Fall morgen noch mal alles reinwerfen gegen Shosh. Und wenn er morgen den Win holt, dann steht Teddy bei 5 theoretisch, dann steht Josh bei 5, dann steht Rain bei 5, dann steht ein Phoenix noch bei 4. So, und dann gucken wir mal. Also, da ist noch nichts gegessen hier. Da ist noch nichts gegessen. Es haben sich Leute mit 3-4 für die Playoffs qualifiziert, wenn ich mich nicht irre. Da ist das Ding. 3-4. 3-4. Hat gereicht für Playoffs. Es geht noch. Es geht noch. Damit verabschiede ich mich und sage, morgen sind die Matches. Wir haben vielleicht noch ein Division 2 Spiel morgen. Das hängt ein bisschen an Pischi und Xorg, ob das da alles klappt. Wir hoffen sehr, dass es klappt. Ansonsten geht's los mit dem Orc Mirror um 20:30 Uhr. Tetster gegen Shosh. Und dann direkt im Anschluss Leon gegen Kevin. Ihr wollt es sehen, wir wollen es sehen. Morgen wieder mit Dualcast. An der Stelle, kurzer Verweis auf unsere Freunde von OperaGX. Die haben einen sehr, sehr geilen Gaming-Browser zusammengeschustert, der euch hier die ganze Zeit diese Infos präsentiert. Und der hat einige geile Features, wie zum Beispiel, es ist einfach euer Cockpit. Alles, was ihr als Gamer braucht, ist in diesem Browser. Und gerade in dieser linken Taskleiste, da ist komplett Twitch integriert, da ist auch Discord integriert, da ist TikTok drin, da ist Spotify mit drin, da ist Instagram mit drin, da ist einfach alles mit drin. Gleichzeitig wie ein Adblocker, wie eine VPN, wie ein AI-Assistant, wenn ihr den denn braucht. Falls ihr gleichzeitig zocken solltet während des Surfens, kann man hier die GX Control einstellen und damit klar machen, ey Browser, du kriegst nicht mehr als das und das an RAM und das an CPU und das an Netzwerk, sodass ihr nicht den Ping habt, den Tetster heute hatte, leider. Vielleicht OperaGX installieren. Das wäre mein zweiter Tipp, neben Wyvern spielen. Das Ganze natürlich kostenlos, Ausrufezeichen OperaGX. Jeder Download, jedes Install hilft uns a lot. Und ich sag mal so, wenn wir die 300 knacken da oben rechts, dann gibt's noch mal einen kleinen Bonus für uns während der Kampagne, die den ganzen Monat läuft. Also haltet euch rein, Freunde. Kriegen wir die Nummer noch? Wäre cool, wenn wir die hoch, so ein bisschen. DACH Inferno macht unfassbar Spaß. Schön, dass ihr dabei wart, auch wenn ich heute nur alleine da war. Ich glaube, da war so eine Nebenveranstaltung in so einer kleinen Arena oder so. Ich weiß nicht so genau, was da sonst in der Welt abging. Mir hat es unfassbare Freude bereitet, war ein cooles Exchange, waren sehr geile Games. Ich freue mich, wie competitive es ist und wie schön das hin und her geht und dass jeder noch Chancen hat. Dazu sei gesagt, InfernoFinals in Krefeld, 13.06. Top 2 fahren nach Krefeld zusammen mit unseren Freunden von der Age of Empires Liga und unseren Freunden von der Dota Liga. Da machen wir ein geiles, großes Community-Treffen von allen Being Esports Meisterschaften, die wir haben. Das Ding soll durch die Decke gehen und da haben wir vielleicht noch ein bisschen was anzukündigen, denn ich habe gesagt, wenn ihr fleißig Tickets kauft, dann können sich unser Spot noch ändern und das hat es tatsächlich so sich bewahrheitet.
von dem Slot, den wir erst hatten, den 13-16 Uhr Slot, wurden wir hochgeboostet auf die Midcard. 16 bis 19 Uhr. Ich glaube, das sollte jedem ein bisschen besser passen. Ich glaube, dann kann man ein bisschen ausschlafen. Ich glaube, dann kann man direkt nach dem Finale an die ein oder andere Bar. Ich glaube, das habt ihr gut gemacht und ich möchte euch alle da sehen, um den neuen deutschen Meister zu feiern im Juni. Das ganze Ausrufezeichen InfernoFinals. Und jetzt schiebe ich euch zu irgendeinem anderen Warcraft-Streamer. Ich bedanke mich sehr herzlich auch wieder bei den Spielern, die das so geil machen jedes Mal. Ohne große Orga-Hilfe. Alle so selbstständig, alle so toll. Ich hab Inferno lieb. Bis bald.